Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Chor. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche oder sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. als Backe spielen wir noch den Wienerschan. Die Quetschen klingt heute super fein, Die Kontrapunkte mittendrin. und das Zange klingt jetzt auch schon recht human. Brunle und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Chor. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Oden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie eure Ohren aufsperrt, Herz so manche Wiener Herz. ein Klang so wie er nur in Wien ertönt. Und mancher Text, der geht ins Knie, So dass man's Herz auf Puppen spielt. das wär ein Lied, das wär ein Herz verwöhnt. Brummeln und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Chor. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche oder sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch Gott, küsst die Hände im neuen Jahr, meine lieben Freunde. Pavlacisti, Pavlacistinger und alle, die dabei sind, grüß euch. Herzlich willkommen. Pavlatschen 153. 55 haben wir. 153. 153er Pavlatsche, die 153. Pavlatsche, Genau. aber die Nummer 1 im Jahre 2023 und das schon am 2. Jänner. Herzlich willkommen Jawohl. live aus der Klaus in der buckligen Welt. Wieder vereint, wir Wieder zwei. vereint, So ist es ja. gehört, ja. Wobei, wie gesagt, beim letzten Mal, im 26. war es nicht so schlimm, weil das war eine ausgemachte Geschichte. Genau. Denken wir, ja, Genau. gut, das haben wir jetzt so ausgemacht. Ne? Das ist ja besser, als wenn es sozusagen ausfallst, ne? Mehr oder weniger. Das ist Das ein wollen wir ja. nicht. Und daher, ich würde vorschlagen, wir starten, weil wir ja quasi jetzt 2. Jänner schon fast drin sind, dass wir gleich ein Bottling machen. Ja. Noch passend mit einem Schaumwein, wie man so sagt, nicht wahr? Ein Frizzante. Und zwar aus dem Hause Ausblick. Weingut Michael Höfler, von ihm gestiftet. Das muss man wirklich sagen. Saftigkeit, Apfel- und Zitronenaromen, ausgewogene Spritzigkeit, wunderbar. Feine Perlage. Ja, wunderbar. Ja, Das Beste aus Welsch und Rheinriesling. Bin sehr gespannt. sehr gut. Ja. Wenn du noch länger gehst, das ist der Vorschlag, mach ein Foto. Meine Schau dir das dann auf und schlafen gehen. Jawohl, Frizzante. Michael Höfler hat uns wieder ein Kistel, zwei Kisteln Wein geschenkt. Also, dass ihm der Pavlatsch nicht verdursten tut. Und dafür sagen wir herzliches Dankeschön. Und wenn der aus ist, werden wir uns noch an die letzten 2 Flaschen, also wenn wir überhaupt noch 2 trinken, man weiß ja nicht, Da weiß ich nicht, ne? aber werden wir uns an die letzten Flaschen vom Markus Volker Volker. aus der Mosel, aus dem Moselwein orientieren. So, Ui, 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 ui. Patrick versteht man nur schlecht, ne? Sie sagt, na pass auf, aber dann fahr ich weiter hin. Nein, hat man nur jetzt schlecht verstanden, weil ich die Hand voll gehabt habe, wahrscheinlich vor dem Mikrofon. Ja, und ich stehe da weiter zu dir, so es Nein, stimmt schon. die Kamera, weißt du, Und weißt wenn ich du, die Kamera schaue, natürlich ist es Ja. blöd, weil ich nicht da hinein. Aber ich kann ja nicht immer das Mikrofon anschauen. Aber naja, aber Schau ich viel lieber euch an. so ne? machen wir ist- das. Jetzt schauen wir, ob das besser ist. Ein bisschen lauter, vielleicht schaffe ich sogar auch noch. Wir werden das wieder hintesten. Wir bringen das gemeinsam hin, meine lieben Pavlacisti. Der erste Kommentator des heutigen Abends war unser Raffi aus der Steiermark. Jawohl, Matthias Mariacher hat gefolgt, der IGTC Bubbles.
Komm wieder vorbei um Viertel nach. Passt. Also muss er schon wieder da sein eigentlich. Susanna Fabre ist da, jawohl. Der Michael Unger, Rudi Korbes. Markus Volker, heute wieder da. Mein frohes neues Jahr und Grüße aus der Eifel. Markus Volker, Weltklasse. Endlich wieder dabei. Es hat sich gelöst, also aufgelöst, die Frage, warum er die letzten Male nicht dabei war. Und ja, weil er halt auch da niedergelegen ist. Und, Wie so viele momentan. und natürlich Markus Volker, besonders wenn wir dann mit dem Wein von der Mosel auf dich anstoßen. Aber jetzt einmal auf alle ein Prosit Neujahr. Prosit Neujahr. Bleibt uns bitte, schaut hinterm Ding, glaubt man, ich betrink nichts, ich tue nur so. Hinter dem Mikrofon, weißt du, sieht man nichts. Da glaubt man, ich halte das Mikrofon. Er hält das Mikrofon, ja. Also, frohes nächstes Jahr. Prosit Neujahr. Prosit Neujahr. Bleibt uns gewogen. Dankeschön. Man muss aufpassen, dass die feine Perlage nicht durch die Nase Durch Los rauskommt, ja. Aber ausgezeichnet. Wieder mal da herstellen. So, der Maike ist da aus der Steiermark, grüß Gott, Grüße an die Justine. Jawohl. Maba hat sich dazu gefunden, jawohl, Musikraum, Werner Wichtig, Maggie Pemberton, eigentlich die englische Bayerin, aber diesmal aus Wien, Aus Wien, ja. bis 9. ist sie in Wien und ab da bin ich wieder in Wien. Das hat aber nichts mit der Maggie zu tun. Das ist halt nichts. Alexander Hauser ist da, jawohl. Alexander Hauser, Marion Griegelstein aus Göttingen, Christoph Acker, Travelvlog, yes. Und der Franz Breitwein, das ist überhaupt eine Ehre. Landtalstromer, Markus, jawohl. Der Fritzl Stabguss, die Meister der Klassen. Einen schönen Abend in die Runde, sagt unsere Daniela Schlögl, die Principessa. Die Paula Schiss, die Facciamoto ist da, der Dieter ist da, Dieter, servus. Der Geri 1.0, AG Gastik. Helmut aus Malaga, hallo aus Malaga, jawohl, Hörmerl, also Hörmerl, sag das so, Helmut, aber das war jetzt ein verbales Liebestouch und ich weiß nicht, zum Schluss stört dich das, aber mich das sofort da, Hörmerl. Helmi ist noch besser. Nein, Helmi ist nicht. Okay, Helmi nicht? Ja, ist aber so Hörmerl, das kam ja jetzt bei mir richtig aus der Hörmerl aus Malaga. Helmut, schön, dass du dabei bist. Lord Dauer, Florian Lukas, jawohl, die Momo M, Karin Albertine Peristonik. Sind nicht der Pavlacisa, sondern auch Pavlacinger. Ja, Patrick muss ich mehr zum Mikrofon richten. Ja, Ja, aber das ist natürlich blöd, weil ich möchte euch ja anschauen auch, ne? Und dadurch rede ich halt neben dem Mikrofon und ich bin froh, wenn ich ihn mal nicht sehe. So, Ja. ne? Das muss man auch sehen. Frontal. Ja, das ist ja das. So. Wo ist schon? Peter Voigt ist da. Hallo allerseits. In der 2023er Staffel Prosit Neujahr euch allen. Sagt Nicole und Peter. Wir sagen es natürlich Retour, wünschen euch das Beste. Manfred Kraft, Spaziergang ist da. Na ja, gut, also heute wirklich die Creme de la Creme. Der Pavlacisti und dann nehmen wir gleich noch einen Schluck. Apropos Meg, ich habe da noch nicht geschrieben, aber ich werde am 4. Jänner die Woche wahrscheinlich, also ich bin sicher in Wien im Laufe des Tages, wahrscheinlich Vormittag. Ich muss mir wohin schauen. Ich muss mir eine neue Frackhosen noch geschminkt besuchen. Das passt, also es geht überhaupt nicht mehr. Also Gott sei Dank noch, zu Silvester habe ich es noch mal probiert. Ich kaufe mir noch 2 Hemden. Du machst mir Angst, vielleicht sollte ich den Frack auch noch mal probieren vorher. Die Hose geht definitiv nicht. Eine klassische Keilhose ist das geworden. Da muss man den Urligen zwickeln, weißt du? So viel Zwickel. Mit einem anderen Stoff. So viel. Wie das heißen? Pakita? Na, wie hat das gerade? Pepita Stoff. Ja. Schaut sicher gut aus. Das ist ja schon ein Trio. Also der Schwaf da von. Ja, es gibt zweigeteilt. Wenn man geht, sieht man es da immer so. Ja, das macht ja den Reiz aus. Da muss ein bisschen mehr Mut zur Kunst, zum künstlerischen Auftritt haben. Also, sehr zum jetzt einmal sehr zum Wohl. Vielleicht haben wir ja Zeit gemeinsam, dass wir vielleicht kurz einmal. Das Frackgeschäft ist nämlich gleich neben einem Pitzinger Würstelstand. Also, Pitzinger Würstel, brauchen wir. Das haben wir gemacht, wie wir einen Frack gekauft haben. Das erste, was wir gemacht haben, ist einmal zum Pitzinger gegangen. Aus Natschbach City, sagt der Rudi Weiser Prost. Servus Rudi. Große Freude. Der Franz Brandwein hat zu Weihnachten so viel Wein gekriegt, jetzt sauft er wieder ein Bier zu Pavlatschen. Aber es soll wieder schmecken. Es soll dir schmecken. So, Susanne Faber. Siehst du, Patrick, aus der Zeit wegen dem Aschenbecher für euch. Puh, das wird aber knapp, weil ich bin zu einem ersten unterwegs. Ich muss aber noch zu ein paar andere, erst zum Dunkovic später. Das wird sich an dem Tag schwer ausgehen, aber...
Mal schauen. Und die Maggie ist dabei. Als Beraterin ist sie dabei. Für Frackhosen. Jawohl. Da gehen wir gemeinsam zum Frack und Co. Da gehen zwei Hemden, die brauchen ein größeres Hemd brauche ich nämlich auch, das habe ich gemerkt. Also ich muss das jetzt wirklich probieren, den Frack. Nicht, dass ich dann da stehe. Das wäre ein Wahnsinn. Das wäre Die Ärmel sind noch kürzer geworden, jetzt wird da so ganz etwas. Das ist. Ja. Also sprich, der Philharmoniker ist ein gratis, ein Amau wahrscheinlich. Ich habe jetzt schon wieder nichts gewohnt brauchst, ne? Ich komme mit meiner aus. Ich bin Hoffentlich. nur froh, dass der Kummerbund ist am letzten Sprissel ausgefahren hinten. Was geht? Da geht der Spann aber auch. Es gibt aber keinen größeren. Ja, der spannt. Ja, Spanner. Ist bei mir auch nicht ganz locker. Eigentlich ist das Einzige, was mir noch wirklich passt, ist Marshall. Ist Marshall. Naja, und der Rock. Nicht? Ja, weil er vorne nicht zugeht. Ja. Ja. Was da nicht? Ach ja. Dann jemand auch noch und sagt, naja. Sheriff Andy hat sich auch dazu gesetzt, die Paulacistenrunde. Mich gefallen uns wahnsinnig. Und weil gerade Frackhose nur echt mit Gummizug, weil das gerade der Christoph Acker so gesagt. Die Wir hat haben einen Gummizug, Mann. Wirklich. ja, Kann man sogar auf der Seite, verstellen. Ja, Mit Kneff ein bisschen eine Nummer größer machen und das ist aber schon alles auslassen. Das richtig. geht. Das Richtig. Ja, bei mir auch, glaube ich. Nein, ich glaube, wir haben wirklich noch mal sicher Jetzt so ein nicht mehr, Problem. aber vielleicht muss man das nicht wieder ein bisschen enger machen. Das kann auch sein, das schauen wir mal. Du, aber Christoph Acker, Travel Vlog ist da und wir haben noch immer 2 Weihnachtsgeschenke, die wir nicht geöffnet haben, die eben vom Ackerl sind, aber die Geschichte dazu weißt du. Genau, am 24. Dezember hat der Christoph Acker in Eibersdorf vorbeigeschaut und ich habe ihn leider nicht gehört. Ich war nämlich beschäftigt, habe gerade Erdäpfelsalat, Mayonnaise-Salat gekocht und so weiter und dürfte gerade, wie er angelegt hat, hinten im Köhler gewesen sein. Und was der Glocken aus dem Vorkriegsjahr? Das ist nur am Strom angehängt, da kriegt sie ein Kabel. Ging Gong. Im Wohnzimmer laut, super, überall. Aber falls du da hinten rausgehst, natürlich nichts mehr. Kaum kam ich zurück, sah ich am Telefon, dass der Christoph da war. Nicht? Bravo Christoph. Bravo Christoph, ganz leid. schön. Und jetzt haben wir Packerl gekriegt. Patrick, du musst anfangen mit deinem Packerl. Dann spielen wir Lied, dann kommt mein Packerl. Man muss das immer ein bisschen Bin sehr gespannt. aufspannen. Weißt? Bitte steht da drauf, frohe Weihnachten, lieber Patrick. Ja? Vom Frast Ackerl. Ui, Signiert unten. der Wahnsinn. Ich bin schon dabei. Wahnsinn. Reiß auf oder soll der Bügeleisen bringen dann? Bis du es aufhängst. Das Papier. Oder durchverkippt. Schön, was ist du gemacht, Ackerl? Selber eingepackt? Vermute schon, ne? Du brauchst einen Kummerbund, Ackerl, Gassi, den haben wir. Das ist der Bauchbund, der ist ein Kummerbund. Schau da was. Das geht, was das geht. Jetzt, wie lange kann man brauchen, ist ein Papier. Das machst du, was das ein Sorgdeckel ist. Leibwand. Habibi und Havara, österreich-orientalische Rezepte für ein Miteinander. Habibi, jawohl. Siehst du was? Christoph Ackerl, Riesenfreude. Klasse. Ja, da Riesenfreude. wissen wir, welches Lied wir gleich spielen müssen. Ja, Da wissen wir gleich, welches spielen. Leibwand. Die werde ich gleich. Das packe ich dann später weiter. Ja, na, du weiter ja auch eh noch eine. Ach so, auch den, ja, oder? aber da brauchst du da gehen sie noch 3 Schick aus, bis du das auspackt hast, wie die kennen. Der Leibwand aber. Aber nein, jetzt muss aber kochen. Das heißt, die Motorrutger rückt immer näher. Die ist mir quasi mit naja, du kochst. überhaupt. Naja, das hängt davon ab, was du endlich gekocht hast. Du Oh, kochst ja. und bekommen. Patrick jetzt nicht lesen, gell? Wir sind live. Ja, ich mach das, du rauchst, sonst. Naja, da willst du. Du, ich lese dabei ein bisschen was. Weißt du? Ich lese ein bisschen was vor. Das ist Sehr leibend, sagt auch Fatschamotto. Servus, die Buben, sagt Thomas Franz. absolut leibend. Harry Schäferfonte ist da. Guten Abend, meine Verehrung. Dank dem lieben Mario Kern trinke ich heute mein Spritzwein schlicht aus dem Henkelglasl. Jawohl. Bravo, bravo, Harry Schneller-Fonte. Und da haben wir natürlich eine, das Original. Das Original, wo ist da? Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Und nicht nur wegen Harry Schneller-Fonte, sondern wegen des großartigen Geschäftes Großartig. vom Ich muss noch vom mehr erzählen. Ackerl. Jawohl. Super. Habibi und Haberer, und da müssen wir dich spielen, ganz klar, Habibi. In F. Geh schon her. Ja, aber ich geschrieben. Ja, das sagt gar nichts. Ich wollte nicht gewusst. 20 Jahre
schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben viel erlebt, waren im Unglückverein, ja wir sind die besten Freunde. Happy bin nicht mehr mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy bin nicht mehr mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gehen ins gleiche Glas. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere sitten und anderes essen, aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Meine Heimat ist da und seine ist fern, aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben viel erlebt, waren im Unglückverein, ja wir sind die besten Freunde. Happy bin nicht mehr mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy bin nicht mehr mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Jawohl. Wasser zum Kochen. Perfekt. Wasser zum Kochen, Habibi. Aber laut den Text zu vertonen von der guten Monika Kuri, die ihm den Text geschrieben hat und ganz großartig. So, das heißt, jetzt komme ich dran. Na, schau die Achtel von eine. Danke vielmals. Soll ich das reichen oder willst So, der Harsche Foto sagt, der Herr ist der Party hat seinen eigenen Stalker. Jetzt ist er richtig prominent. Ja. Ja. Na, was denn? Da schau die Achtel. Die Mutter Rutge ist gleich nach dem St. Nimmerleinstag. Matthias Mariachen. Na, wir arbeiten dran. Aber es wird halt, ja, wieder eine enge Geschichte. So, ja, Patrick, reiche mir bitte. Bitte gerne. Leichte Hefe, oder? Ist gut, aber. Bitteschön. Dann ist auch ein Text drauf für mich. Ja, da am Etikett. Am Etikett. Ja, bitte vorlesen, weil es lustig ist. Für Klausi von Christoph. Kein Gefraßtackerl, gar Nein, nichts. bei mir gestanden. Aber nur für Klausi. Ist nicht für ein Klaus, Klausi, sondern für Klaus. Ja, für einen Klausi. Du hast schon für ein Lest gesagt, ja. Für Klaus und drauf steht für Klaus. Für Klaus von Christoph. Noch Ja. strenger. Noch Noch ist strenger. ein bisschen lockerer. Aber naja. Viel Spaß beim Aufmachen. Pass auf deine Finger auf. Glaubst du? Ein bisschen viel zutackert oder das Götter zack. Das Ganze war noch in einem Übersackerl drinnen, das habe ich schon daheim aufgemacht. Ein Das Übersackerl. war auch mit 20 Jahren unzultackert. Es ist, glaube ich, eher das Schwierige, dass dann da herumliegt am Boden, wenn irgendwie Der Scheibe auch so unten angeschnitten. Das, Das ist nicht schlecht, das sagst du mir jetzt. nein, das ist Ich meine, die Verpackung hast schon irgendwie, also ein Buch braucht er sich mir nicht schenken, scheinbar. aber mir. Jetzt ist was Alkoholisches sicher. Organic Dry Gin. Ist da alles oder ist noch Geld drin? Was? Vorne deine. Schau. Nein, das ist der Durchmesserschutz. Schau. Und die Kartonik da, hörst du? Ich habe gesagt, ich habe daheim. Schaut sich das an. Organic Dry Gin, distilled bei Hans Reisetbauer. Oh. Jetzt ist ein Essig. Nicht ein Reisig. Ja. Auch. Was schaut das Flaschel an? Ist das blöd? Schau es an. Was Volumenprozent? Ist jetzt. 41,7. Jawohl. Dry Gin. Gefällt mir. Gefällt mir auch. Da kann er lesen, muss das du reinhalten. Und du kommst weiter zu.
Sieht man was? Ja. Jawohl. Ein edles Flascherl. Ja. Gib schon den her. Ja, du ein bisschen anschauen lassen. Na, muss ausschauen. Was willst du jetzt ausschauen? Und ich kann Tonic da. Ich meine, ich weiß schon, man kann Gin zu auch trinken, aber trotzdem. Christoph Tacker. Genau, der Christoph Tacker. Danke, ja. So, und was steht? Warte mal. Patrick-Style. Aber auch, weil ich dann lesen kann. Fangt da schon an. Organic Dry Gin Distilled bei Hans Reisetbauer. Exklusiv für Sparösterreich wurde in der Brennerei Reisetbauer dieser Bio-Gin in kleinen und sorgfältigen Schritten entwickelt und produziert. Das Ergebnis ist ein perfektes Zusammenspiel aus biologischem Weizen, 15 außergewöhnlichen Gewürzen sowie feinstem Quellwasser aus einer Mühlviertler Alm im Norden Oberösterreichs. Es würde ja auch eine Mühlviertler Alm im Norden Niederösterreichs Kansina geben. Ja? Stimmt. Genau diese Kombination sorgt für den eleganten Gin-Geschmack und optimalen Trinkgenuss. Destilliert und abgefüllt in Österreich von Reisenbauer Qualitätsbrand GmbH zum Kirchdorfer Gut 1 in A4062 Axberg. Ja, nicht gewusst zum Beispiel, dass ein Axberg daheim ist. AT Bio 402 zertifiziert. Das interessiert uns schon keinen mehr. Na, mich interessiert das. 50 Zentiliter. Ackerl, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, den werden wir naja, das Und der Rudi, oder was schreibt der Rudi Corbesto, schreibt was vollkommen richtig. Was schreibt er? Man kann auch ohne Tonic dem Leben einen Gin geben. natürlich. Ist der Gin? Soll Nein, man kosten? eigentlich nicht jetzt. Nein. Den Spruch, Oh, ja, das ist schmeckt sie so. Nein, aber das werden wir dann in der wärmeren Jahreszeit, Wenn man einen Gin Tonic. werden wir das Flascherl killen, ne? Das sind nur 50 Zentiliter. Ja, jeder 5 Gin. Stampen, na was? 50, 10 Stampeln, Ja, 10 das- Autofahrer Stampeln. Ach, halber Liter. Jeder einen Führer Schnaps. Willst du einen anderen Schnaps vielleicht Nein, irgendwas? danke. Nein, sicher nicht. Ja. Das mit den Sprung, das schlagt sie jetzt. Ich stöße dabei noch her. Stößt her, Ackerl, herzlichen Dank. Große Freude. Ein Hosen-Gin, Dry Gin, ja genau. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Ich wollte mal was wegen euren Leibern fragen. Kommen die auch weiterhin über die Fleischleibchen-Truppe? Nein. Das Schon ist, lange nicht ist, jetzt, eine neue Geschichte. Ist eine neue Geschichte. Sind aber qualitativ, ich habe gerade dran gesagt. Absolut leibend. Absolut leibend. Absolut Doppelnaht, alles und so. Also Ja. wirklich super, ja. Na, gute Qualität, Ja, absolut, passt, ja. ist sehr in Ordnung. Hat auch alles bis jetzt hingehauen, was über Weihnachten bestellt worden ist, ein einziges Mal nicht. Und da war die definitiv, oder ist nach wie Ist vor war die immer Post schuld, ja. wo es aufs Hirn greift. Aber ja, eigene Geschichte, aber ansonsten wirklich absolut leibend. Und nach Fleischleibchen macht es nicht mehr. Also haben besten Kontakt und alles, Bestes Einvernehmen alles, aber wir machen zu wenig Geschäft natürlich. Und das ist halt was anderes. Also es ist einfach so, wir sind da. Und der Kettel wollte uns sogar die Designs von den alten geben, dass sie es weiterverwenden dürfen. Da haben wir aber gesagt, nein, das machen wir bleiben bei euch, weil klein euch. erstens vielleicht wird es mal wieder was, ne? Genau. Wenn wir mal berühmt sind, nicht? Richtig berühmt, nicht wie du jetzt in Eibestal, Eibestal, ja. aber sondern wirklich also so richtig, nicht? Und du sagst, jetzt können wir wieder einen Absatz machen, einen anderen, dann kommen wir ja vielleicht wieder zurück. Und aber solange wir nicht so ein Mördergeschäft damit machen, ist es für Fleischleibchen mehr Hocken als sonst was. Und ja, daher haben wir gesagt, nehmen wir das woanders, passt. So, wann waren wir das letzte Mal beim Augenarzt eigentlich gastig? Patrick nicht so lange. Laufend, ja. Aber das ist ein anderes Problem als eine neue Brille. Also. Franz Bader, 10 Zentiliter gehen sich nicht aus bis in die wärmere Jahreszeit. Könnte er recht haben. Kein Toniker Niederlage. Ja, Christoph Ackes ist wirklich, du wirst lachen, ich bin tatsächlich, wenn ich so den Weihnachtseinkauf gemacht habe, und man original, da hat es mich so, beim Biller gegeben sogar, aber die habe ich sehr gern, diese Organik, nicht? Von Red Bull. Red Bull, ja. Nicht? Diese Organik, die sind sehr gut, muss ich wirklich sagen. Die andere, was ich auch gerne habe, ist ja da, also eine Dauerwerbe drin. Also Dauerwerbetrinkspiel sind. Die von Fever Tree habe ich auch sehr gern. So eine Einladung. Aber das haben wir gar nicht Also das Mediterrane. Und genau, und das war in Flaschen, also nicht in den Dosen, sondern in den Glasflaschen, war es im Angebot und ich habe mir echt überlegt, das soll mir ein Tonic mit einem gedacht, was. Ich habe keinen Gin daheim. Nein, siehst du das? Jetzt ärgere ich mich. Das Jetzt war ärgere ich aufgegeben, mich. einen Gin hätte ich auch zu Hause gehabt. Naja, Also, ich brauche deinen Gin nicht, ich habe meinen eigenen. Marktweg in Eibestal ist immer noch bekannt, wenn Not am Manne ist, mit alkoholischen Getränken, hauptsächlich Wein natürlich, ruft man einfach auch ein Ostwasser. Ja, es ist, ja, man muss immer wissen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aber schon der Manfred Kraft für Frags fehlt mir jede Erfahrung, weil ich auf dem Opernball war ich nie.
Ja, wir waren auch nicht. Wir waren auch noch nicht auf dem Opernball, wo wir auch nicht vor. Aber eben ja, für den Philharmonikerball ist ja Frackpflicht. Und Offiziersball ist es ja, wäre eigentlich korrekt Uniform und der Frack ist ja Oder das zivile Pendant zur das passt Uniform. immer. Das einzige zivile Kleidungsstück, wo man offiziell Orden tragen dürfte. Ja, und kann da ja. Ich meine, ja, im Wehrdienstorden bitte immer aufhängen. aber halt, also das ist, und deswegen ist Komisch, es, schon. ja, auf jeden Fall ist das der offiziell tatsächlich das Äquivalent des Zivilisten zur Uniform. Und, Wobei am Offiziersball offiziell heißt es ja Dunkelanzug. Dunkelanzug, Smoking wäre perfekt. Frack, Smoking, Dunkelanzug. Ja. Klar, das ist fast überall so, aber ebenso wie der Philharmonikerball, da ist Frack Zwang. So, und wenn wir vorher geredet haben wegen einem Kummerbund, das auch noch mal ganz kurz erwähnt, dieser Kummerbund, den trägt man eigentlich zum Smoking, zum Frack trägt man Weste, aber den Musikerfrack. Vielleicht immer im Westen eigentlich mit. Ja, hast du nicht daheim. Das ist schon wurscht, die Westen kostet nicht so viel. Hast du nicht daheim, die kannst du auch neu kaufen dann in einem Jahr. Nicht? Nein, aber es ist, und dieser Kummerbund, das ist dem Musiker vorbehalten. Zum Frack, sonst muss man Weste tragen, nicht? Weißes Marschall, also weiße Fliege, weißes Hemd und die Frackweste und dann der Frackrock. Und als Musiker, ja, richtig. Da können wir eigene Frackknöpfe dann auch noch übrigens dazu. So ist es. Das ist der sparen wir sich auch als Musiker. Absolut. Als Musiker hat man wirklich tatsächlich dieses Privileg, sozusagen, zum Frack, diesen Kummerbund, diese Bauchbinde zu tragen. Warum? Ist leicht erklärt, weil die Knöpfe von der Frackweste würden ja etwaige Schäden An manchen an den Instrumenten. Instrumenten. Man bei der Geigen nicht, Oder man fadelt da ein. ja, genau. Und deswegen hat man auch als Hemd eben keine sichtbaren Knöpfe, sondern eine wirklich abgedeckte Knopfleiste, weil eben, damit eben Instrumente, die am Körper sind, geschützt dass man nicht sind. hängen bleiben kann mit Genau, irgendwas. das ist der Hintergrund. Deswegen. Muss ich sagen, weil ich habe einmal ein Foto gepostet und ein Connoisseur aus Deutschland, ein Connoisseur, hat sofort das urgiert und gesagt, nee, das ist eine falsche Adjustierung, weil ja eben Bauchbinde, ihr habt ja keine Westen im Westen, hat er so gemeint, also wir haben sofort aufgeklärt. Kann man nicht einmal ein Danke zurück für diese Aufklärung. Das ist ein Wahnsinn. So, ich habe gedacht, da spielen wir wieder was. René Lemp, Josef Dadl aus dem Wohnzimmer. Da schau her! Keine Badewanne heute. Keine Badewanne. Hoffentlich wieder gesund. Letztes Mal war es ein bisschen kränklich. Hoffentlich wieder gesund. Ralfons Wondercheck, außen Spessart, gesundes neues Jahr. Bravo, Ralfons Wondercheck, Weltklasse. Marschall, Acker, Gurgelpropeller, richtig. Vollkommen richtig, Dieter. Pass auf, ich würde folgendes vorschlagen, wir spielen jetzt dein Lieblingslied aus dem letzten Jahr von uns. Das ist immer die schwierigste. So Gast habe ich. Achso, ist ja kein Gast. Richtig? Spitzt das, was gern spielt. Ja, genau. Nein, wir machen Ja, viele. wir sind ja quasi um die rückblickende Sendung umgefallen. Jetzt müssen wir ja beides machen. Ein bisschen einen Rückblick und vorhin natürlich ein Voraus. Eins hat sich herauskristallisiert jetzt gerade. Den Moment. Ich sage nichts dazu. Jawohl. Ich singe. Jawohl. Und während wir das machen, gehen Sie nebst natürlich einer eigenen Rote Achteln für unsere unglaubliche Darbietung, geht Sie einschreiben, euer quasi musikalischer Favorit aus den Pavlatschen des letzten Jahres. Das wird uns erstens interessieren, zweitens natürlich werden wir den einen oder anderen auch spielen. Ganz klar. Ich starte, ja. Bitteschön. Ich geh gemütlich heim, da steckt noch wer am Tag. Herrgott, na, was hab ich Flucht, was am Sofa auf der Gassen sucht. Da hat der Lackel bläht, was such ich's auf der Erde? Da hab ich diesen Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, doch anders find ich's nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor 1-2 Stunden. Jetzt grell ich um und um, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's auch jeden Schritt mich wieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich einen Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Gröllerei.
sehen die Leute die Hund mit Menschen an. Ich such mir Gleichgewicht auf alle Viere, wer anders find ich's nicht, dann alles gespielt. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt dreh ich um und um, alles wie ein Hund. Ich such mir Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hast du jeden Schritt wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich ein Doppler Wein. Fangt dann wieder an, die umeinander Trölerei. Es hat sich wirklich als Lieblingslied herauskristallisiert, weil es auch ein Lieblingslied meiner leider verstorbenen Frau war. Also, Ja, nein, Einmal die es Nummer. ist auch wirklich eine absolut lässige Geschichte. Mir gefällt das Lied auch, muss ich ehrlich sagen. weil es so harmlos lieb deppert ist. Ja. Und doch so wahr. so wahr, Es hat ja einen Wahrheitsgehalt auch, nicht? So, Euch gefällt es auch, ich sehe die Achteln von die Achteln rein. Ja. wie ist denn gleich noch mit der Mogul vom Opernball? Seine Frau hieß Mausi. Also ein Look, der Ichi, diese Ach so, der Richard, ja. Ich muss einen Schluck am nehmen. Ich muss einen Schluck. Wir trinken so wenig. Ui, mir gepempert natürlich vollkommen zurecht, den Lemonima. Ganz und schon. Ja, ich glaube schon, oder? Nein, ja, so halber. Sicher. Die Melodie kann ich aber. Text brauche ich, warte mal. Habe ich den Ausdruck? Den habe ich Ausdruck. Den habe ich sicher da. Das ist sicher da. Halt's Eine durch. Stunde später kann das sein. Halt's durch. Mega, halt durch. Das spielen wir da jetzt. Schenk mir jetzt eins, nutzt das. Schenk mir auch. Jesus, nein. Du, wir sind über eine halbe Stunde auf Sendung und ein Glas haben wir getrunken. Ja, naja, ich. Herbert, für dich, dass das nicht heißt, dass mit dir so viel Alkohol im Spiel ist, gell? Das hat aber heute wirklich am Telefon gesagt, Was hat er gesagt? schon machen wir ein bisschen Alkohol im Spiel auch, gell, bei der Pavlatsch. Was hast du ein bisschen? Was habe ich jetzt recht gewesen? Nein, nicht immer, weil ich fahre meistens mit dem Auto heim. Ja, naja, aber das will, Und heute aber nicht. ich trinke immer Seinswein. Spaziergang, eindeutig der Erdäpfelsalat. Der Läusel, jawohl. Werden wir auch unbedingt machen. Ich rauch mal an, oder? Rauch dann ja. Ich hole mir gleich die Ding. Hol die Notnahme runter. Dann in der Stelle. Der Doppler Putain Death Metal Song von voriger Woche. Was habe ich mitgekriegt noch? Was er da schon im Chat. Also, Nein, da war ich noch nicht dabei. Kenn ich nicht. na, mörderisch. Naja, ich habe mich auch rausgekriegt, gleich nicht. Also, wir müssen noch im Jänner. Wir haben gesagt, im Februar präsentieren wir an Welche Art von Geschäft suchst du? gar keins. Gromek 1. Ich finde leider keine passenden Einträge. Bitte? Wenn ich sage gar keins, sagt Gromek 1. Gar keins. Nicht dialekttauglich, nicht? Das ist ja deppert. Nein, das ist ja deppert. Oh, dran. Was machen wir? Und zwar einen Heavy Metal Song. So einen richtigen Thrash Metal in jedem Fall. Und ich habe auch schon einen Text, Putain. Also mehr habe ich noch nicht, aber mehr brauchst du eh nicht auch. Putain. Schützegraben, Schützegraben. Ja, genau. Also, das soll mir einiges und dann in der Strecke Liebeslied, was mich natürlich ein bisschen stutzig macht, weil ein ganzes Jahr spielen wir herrlichste Wiener Lieder. Und wenn ich sage, was ist das Lieblingslied, sagt die Daniela Schlegel, unsere brennt schon besser. Na, mein Lieblingslied ist eigentlich die Putain vom letzten Mal. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und die Korbe ist jawohl. Jawohl. So, was haben wir noch? Einsamkeit, Manfred Kraft. Die waren Ich muss den Zettel schreiben jetzt, glaube ich. Schau, Manfred Kraft, Einsamkeit, die habe ich unter anderem auch schon mal gespielt und natürlich da kennengelernt, Manfred Kraft. Das ist eigentlich Super. ein wunderschönes, können wir noch sagen, Weihnachtsgeschenk. Das gefällt mir sowas. Also jetzt natürlich, dass du ein Game gemeldet hast, finde ich sehr leibend, sehr anstrengend von dir, aber dass du das Lied gespielt hast, das finde ich wirklich eine große Freude. Danke Manfred Graf, ganz leibend. Ganz leibend. Jetzt schaut der Christoph Acker ab, Putain, doppelt. Das ist ein Moped-Star, sagt der Dieter. Und trinke mit Taxa, da gibt es einen Dance Monkey, habe ich schon erfunden. Nein. Ich bin den Metaxa, ach, der steht noch in Wien. Ja, den Asbach habe ich ja entsorgt. Den habe ich wirklich weggeschickt. Und ich habe gedacht, nein. Ich habe sicher so viele andere sehr gute Spirituosen da. Und heute, dank Ackerl, ja sogar um eine Spirituose reicher. Da habe ich gedacht, nein, den Scheißdreck schütte ich weg. Das reicht, das gefällt. Danke fürs Geschenk, aber du hast mir so ein Geschenk, dass du nicht trinkst.
Was Geschenk gedacht. Ja, da ist auch. Ja, was sagt ihr nicht mehr mit? Ja, da habe ich gesagt, und willst du dann? Nein, hast du den Schnaps, hast du nicht was anderes? Den habe ich mitgebracht, aber dann habe ich gedacht, den habe ich eh schon aufgemacht und kostet uns den Schreibtisch abgelegt. Da kommt immer alles und eine, alles was in. Dabei war der Asbach gut einmal früher. Also das, Ja, früher, der das Asbach war war alt. grauslich. Ja. Spiel mit dem Bodel Doppler, drück mal. So, ja. Ich weiß ein kleines Wirtshaus, Mege Pemperton, da wäre mir wichtig gesagt, der schräge Wiesen, ja, spannend. Fräulein Lukesch, ja, aber Läusel mit falscher Tonart und Texthänger Deluxe, beste Showeinlage des Jahres. Echt, das muss ja dann Solo-Paulatschen gewesen sein. Habe ich das mal gemacht? Glaubst du? Ja, kann ich Ja, sein. das kann ich sein. Und ich, ja, genau, da kann ich mich sogar erinnern. Da habe ich mir gedacht, nein, das wird sich jetzt nicht ausgehen. Jetzt wird es eng. Ja, schau, die Mege, wir müssen den Algorithmus Plus komponieren. Ja, na gut, also pass auf. Dauerfresser Plus sagt die Chrissy. Schaut aber so, nicht? So haben wir eher Haufen wieder. Das reicht ja für die ganze Paulatschen. Ja, so, das gefällt mir wieder. Das ist ein Wahnsinn. Ich Jetzt bleibe schauen wir, dass ich absolut den bleibe. Text von Lemoni mache. Jetzt schauen wir, dass wir das. Naja, und Was dann. das heraus? Ja, habe ich mitgenommen. Also die Mappen, wenn er da drin ist, haben wir einen Gig. Ich kann aber herumschauen, eben mit den Noten. Nein, mit. Hast du auch kopiert? Ich brauche den Text. Ja, habe ich. Hast du mir auch kopiert, Ja. den Text? Ja, schon noch, brauche ich keine Stirn stecken. Brauche mein Munkelein nicht stören. Ich muss mich heute oben nicht nachlegen, weil mein Munkelein das übernimmt. Weltklasse. Weltklasse. Also übernimmt sie, ist ja oben. Eine Weltgeschichte. Ja. Ich war ein Jahr auf dem Fusel von Patrick gewartet und dann weggelehrt. Ja, nein, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und als nächstes wird der Mittagsser dann in Wien draufkommen. Das ist der nächste. So, jetzt dauert es noch, bis wir den gefunden haben. Ja, ist glaube ich nur ein Textzettel, glaube ich. Also ein Leadsheet, wie man so schön sagt. Nein, ein Leadsheet. Hauptsächlich Text wieder. Ich glaube, es war doch gescheiter gewesen, die Stimme jetzt. Nicht? Was ist das nicht da schon? Nein, so was anderes. Ja, Ordnung hast du. Es dauert noch. Leider halt's durch. Mege, halt durch. Ja, da muss ich noch das Bau. Was ist das? Nein, Nachlicht. Ja, das ist super, das braucht kein Schwein. Das Ja, heißt, komm ja. ja, das heißt, du kannst das schon. Nein, nicht? Das ist ja was. Reis außer in Limone auch. Nein, den habe ich nicht. Ich muss da aufgehen. Kann ich wieder die Stirn aufratschen. Das ist ein Wahnsinn. Warte, jetzt warte, bis du wieder zurück bist. leg das da her. Den Pugel nicht. Ich Was glaube, soll das ich ist das? leider die Bild, der Pugel. Na sicher, also hinten steht ja auch was drauf. Da steht gar nichts Leider. drauf am Hinter. Bei dem steht. Da steht eine Ärmel. Ah ja, das steht bei dem am Du Ende. bist ein Kenner, ein Kenner. Ja, das ist- Ein Kenner des eigenen Merchs. Das ist nicht gut. Schau ich auch. Du musst mit einem Handgriff werde ich das haben. Schau auf. Ja, was? Sonst hast du, ich habe jedes Mal diese Dinkelschrotmühle mit und aber nie gespielt drauf. Eine gute Gelegenheit, wenn der Klaus weg ist. Gehen wir. Ja, mir macht es ja auch einen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, sogar einen großen. Schon länger nicht gespielt, oder? No, das kann sich nur um Stunden handeln. Ein bisschen verwurstelt da. Klassisch auch, nicht?
heißt immer, ich spiele nicht auf der steirischen. Also, Unbedingt, ja. Das Genuss, kann ich natürlich nicht machen bei der Solo-Privatschen. Kann ich nicht widerstehen. Man kann es schon, aber. aber großartig auch immer deine ganzen Skat-Gesang und ein bisschen zu Kunstpfeifern. Also ich bin begeistert davon. Das ist Kunstpfeifen. gefällt mir. Kunstpfeifen. So, warte mal, was ist das? Suche einmal. Ah, die Wachteln fallen rein. Ich danke euch recht herzlich. Ja, warte mal, da ist nicht. Da ist auch nicht. Warte mal. Agelgastig holt sich ein Speckbrot. Jawohl. Bravo! Wir haben uns heute eine gehabt. Mein Munkel hat uns bekocht. Tiroler Knädeln mit Ei. Wildcat wünscht auch ein gutes neues Jahr. Servus. Jawohl. Vielleicht habe ich es gar nicht ausgedruckt. Hat das auch sein? Ja, das war auf einem, hast du das auf einem Zettel gehabt? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich wäre unsicher. Weil ich irgendwie auch nicht habe. Also das ist nämlich. Ich wäre unsicher. Wo ich es nicht immer vom Handy runtergespielt habe, gesungen habe. Also immer das eine Mal. Wahrscheinlich. Aber ich hab's von mir, Ich glaube, das schaut nicht gut aus. Na, pass auf. Schau mal das. Das dauert noch Ich länger. habe noch einen. Nein, Nein, das ist schon. Nein, das ist schon. ich hab's auch nicht, du. Hier sehen Sie zwei Vollprofis. Nicht? Ja. Bei der Arbeit. Nein, da ist, nein. Ja, naja, ich hätte es haben können. Aber das heißt, ich hab's. Ich hab das halt auch ausgedruckt. Ich glaube es nämlich auch. Ja. Ich glaube nämlich auch, aber warum hab's ich dann auch nicht? Das ist das. So, pass auf, nicht? Jetzt muss ich vom Handy schauen. Das ist lustig so. Aber die Maggie kriegt heute ihren Limonimo. So. Aber du musst ja mitsingen, oder? Nein. Oh ja, Oder stimmt, schon, ja, das gell? kann ich schon. Das kannst? Da muss ich her. Jesus, na, was ich da alles offen habe. Ich weiß noch die Tonart nicht mehr. Naja. Wenn ich einer angefangen hat, dann haben wir mich geändert dazwischen und gesagt, das tut's dir. Das kann sein. So, Limonimann, Text. So, suchen. Genau das habe ich ausgedruckt. Das kann man erinnern. Ne, es wird nicht daheim liegen wahrscheinlich. Ja. So, aber das macht ja nichts. So, da steht es in Dora. Ja, dann machen wir es einmal da. Da können wir immer noch nicht. So. Können wir immer auf F gehen nachher. Ja, lesen kannst du eh nicht, ne? Das kann ich eh Nein, nicht. das sehe ich nicht. Das Weil ist ich nicht so, dass nicht- du lesen kannst. Wir sind bereit. Oh, was links auf der Brücke, da geht der Spaß an. Da fragt mich der Magner, ob er Matze hat. Ich hab kein Matze und ich zahl ja kein Auto. Ich geh zu mein Tier, da ging's her, wann's es traut. Ich geh zu mein Tier, da ging's her, wann's echt traut. Holo, da Rittolio, holo, da Rittolio, holo, da Rittolio, Holz oder Holz nicht. F ist besser, nicht, oder? Bitteschön. Und ich bin der Leone Magim aus Tirol. Obwohl er hat gerettet und der gut soll. Ich ist für den Menschen gut, wenn's es so besten tut. Aber best es heute, wo der Weg gut ist, Holo, der Rittolio, holo, der Rheinholige, holo, der Rittolio, Holz oder Holz nicht. Na freilich. Gut, ja. Und sie sagt zum Limonimann, der ist nichts dran. Du spielst schon 3 Flaschen, da kennt man nichts an. Drauf sagt der Limonimann, den Leute kennt
an. Du brauchst einen Baum, wo dir's wachsen da. Holo der Rettolio, holo der Rotolio, holo der Rettolio, Holz oder Holzerei. Gut, ist jetzt gar, sag ich mal, also keine CD-reife Aufnahme, Nein, aber so war es nicht, aber es war extra für unser aller Maggie, damit es auch einmal gemacht ist. Jawohl. Muss man sagen, damit das auch mal erledigt ist. Schieß du, sagt der Manfred Kraft, mehr oder weniger korrekt. Der Text ist auf meinem YouTube-Kanal, ja, aber auf dem YouTube-Kanal nicht runter. In einer ordentlichen Saustall geht nichts verloren, sagt der Peter Volk, richtig. Ja. Vielleicht ist zu viel Ordnung, das ist das Problem vielleicht, ja. Ja. Aber schau, sie hat gesagt, ich lobe den redlichen Versuch. Nicht? Schau, hast den Druck eingeschaltet, spazieren ist aber keine blöde Idee. Aber wahrscheinlich habe ich es gedruckt, wie ich schon weg war. Ja, Wahnsinn natürlich, was für ein Frevel. Tiroler Knödel gehören mit Suppe und Salat gegessen. Ja, Chrissy, aber wir haben es halt in der Suppe gekocht. Und dann haben wir es mit Eier gemacht, aber das war gut. Das ist wirklich, was gell? Ausgezeichnet, muss ich sagen, war das, ja. Ja, super. Quasi vegetarisches Essen und dank Tiroler Knödel trotzdem ein bisschen Speck drinnen. Das ist halt das. Das ist halt das. So, Ausgezeichnet, ja. Sanne und Mutzi waren ganz relaxed. Sanne nahm noch nachts um 2 ein Bad. Bravo Wildcat. Bravo, bravo. Ich tue aber schauen. Na, es ist angekommen. Ist angekommen. Ich habe es nicht mehr geglaubt. Die Chrissy hat es nicht mehr geglaubt, aber wir haben das durchgezogen. Spaziergang hat noch 15 Flaschen Punsch. Wey, der Fuchs. Musst halt auch wieder der Weiberl holen. Vom Hauptbahnhof oder seid schon daheim? Aber 15 Flaschen Punsch ist eine Herausforderung. Ist ein Gegner. Ja. Ist ein Gegner. Ich meine, Ja. man ziehe in die Schlacht, aber es ist ein Gegner. Muss ich echt Frage, sagen. ob man die Schlacht gewinnt. Das ist, Ja. Aber die Chrissy sagt schon, Spaziergang, wir kommen. Jawohl. Jawohl. Ich schicke diese Bubbles leibern. So, Patrick, hast du jetzt gemerkt, was waren das noch für Lieder? Hast du das jetzt ich gemerkt? weiß, ein Mopedstar war dabei, ich weiß, ein Uretz Heisel war dabei. Die schräge Wiesen war, Schräge Wiesen war, ja. der Läusel, Die Leute haben zu wenig Geld. das war. Hergott der Star. Wow, wo steht das? Wo hast du das? Musikraum, die sind vielleicht doch der Hergott der Star, Rudolf Korbis, die Leute haben zu wenig Geld. Die Chrissy hat den Aufreißerblues. Genau, den weiß ich auch noch. Servus. Yeah. Dass Frauen schwierig sind, weiß man eh. Und wenn du bei einer keinen Schmäh, dann kommst du auch niemals zum Ziel. Schon magst du so wie ich, dann fliegt jede gleich auf dich und singen Blues, ganz lässig, mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Ja, aber mein Gewicht nicht. Ich hab den rockenden Bock, mit dem ich jede Lok. Wissen Sie mir nach Hause? Ich hab den swinging Ding, mit dem ich jede bezwing. Ich hab den Rackenknack, mit dem ich jede pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Oder?
am notwendig hat. Schau so, magst bei die Haarfrauen riss. Eine Haarl. Ich mag dir nichts erklären, du musst mir nur gut zuhören, dann merkst du gleich wie lässig, dass das ist. Ich hab den bloß im Fuß, dass ich den Spruch werden muss. Yeah. Ich hab den rockenden Bock, mit dem ich jeder Lok, Dampflok, Diesellok, Elektrolok. Ich hab den swinging Ding, mit dem ich jeder bezwingt. Ich hab den Rackenknack, mit dem ich jeder packe. Ich hab die Melodie im Knie, da wird mir nie eine. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine bloß im Fuß. Gutze Klasse. Yeah! Ja. Im Satz muss sein, Satz. Jawohl. Schau, danke schön. Jetzt ist er ausgesungen für heute. Bis deppert. Bluesfavor, sagt der René Lemp. Manfred Kraft, Spitzeklasse. Manfred. Danke schön. Schaut die Achtel von einer. Die Achtel von einer Krise jetzt angefallen. Maba hat eine. Markus Volker, Fressel Startguss, Marion Gregelstein. Jawohl. Der Ackerl. Verbunden mit Sektflöten. Nur einen kleinen Schluck, immer wieder. Ist schon warm wieder. Darum müssen wir da ein bisschen weiter. Ingelasker Lauschspaziergang ist es noch. Mir gepimpert ist lieb, schau. Also echt, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass der Kuschel alles besser bringen könnte. Na, darum hat der Rudi auch gesagt, Klausi, spielt aus. Für am Du. Aber der Leibwand geschrien, also wirklich, das hat er echt Leibwand geschrien. Kann man nichts sagen. Nur, pass auf, es passt da jetzt im ehesten jetzt noch vielleicht die Schräge Wiesen. Schräg gewesen? Ja, passt. So ja, vom machen wir Ding, doch gleich. ne? Ja, fangen wir gleich an, ne? Kennen Sie die Geschichte von Franz nicht? Also bitte, wenn's nicht wissen, wie die geht. Dann erzähle ich gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat Arbeitszeit, hat Zeit so viel am Freit und die verbringt er gern in der Natur. Da braucht er kein Benzin, fährt mit der Tram dahin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur schräge Wiesen am Donaukanal, ist Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Mist nicht, kein Rechenpapa. Mein Wirtsel, ja, die liebt mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen am Donaukanal ist eine Riviera, auf jeden Fall Ballett. Wenn auf der Sauerlinde dann so gegen Ende der Flieder blüht, dann wollen alle Leute verreisen, fahren mit der Eisenbahn dann alle mit. Na, da bleib ich stur bei meiner Überfuhr, weil ich für keine Luxusreisen bin. Ich hab noch alles Gepäck, einen alten Lemper geschickt im Radio und Büsel für ihn. Schräge Wiesen am Donaukanal ist eine Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Witz nicht, kein Rechenpapa. Mein Wirtsal, ja, die liebt mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen am Donaukanal
jeden Fall. Bitte so. Ich weiß, ein uraltes Messer, darin ist ein ganz Beißer. Der wird dieser Kreuz wie das Mandel, serviert den Wein mit selbstsiedrigen Handel. Dort kommen alle echten Wehren zusammen, das hätte in Wehren kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein ganz Wirtshaus, nicht draußt in Ottergring. Dort sitz ich und träum mich allein. Und wann ich dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wann ich das Wirtshaus in Untergring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum mich, ich war in Loch, ich sing, in dem Wirtshäusl draust, in Ottergring. Und wann ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Jetzt sitz ich und träum mich, ich war in Loch, ich sing, in den Wirtshäusl draust, in Ottergring. Klasse Nummer. Endlich, Wir haben spielen seit 30 Jahren. endlich kann ich wacheln. Endlich kann ich wacheln. Ist auch gut angekommen, wie viel Achtung gibt. Ja. Den Leuten gefällt es, muss ich sagen. Es ist auch wirklich quasi der Wiener Blues in Reinkultur. So, was haben wir da steht jetzt da alles? Pass auf. Das Jahr fängt noch traumhaft an, mit so einer Musik kann es nur gut werden, dank der Markus Pristoni. Apropos Karl Hodener, kennt ihr auch? Der Abschied von dir war schwer, doch ich habe gelacht, heute fest viel mehr, als ich jemals gedacht. Nein, das sagt man gar nicht. Ehrlich gesagt, nein, bin ich jetzt auch Nein. überfragt. Ja? Nein, den kenne ich nicht. Manfred Graf, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Hast du da Noten oder was? Dann bitte, lass mir es auf jeden Fall hinzukommen, bitte. Ja. Das war halt interessant. Also, Oder wo das drauf ist. Das- Oder wie das Lied heißt da vielleicht. ja. Das war mal so mal. Wolfsberg und Tutti Falls. Servus Wolf, grüß dich Gott. Wolf, Weltklasse. Ui. Uli Heisel ist auch ganz weit vorne, sagt Musikraum. Das ist auch eine schöne Nummer. Es ist aber wirklich uralt. Also das ist, Ja.
Richtig alt. Also da weiß man wirklich auch nicht, von wann das ist, also sicher 200 Jahre plus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na Welt, schau die Achtel von einer. Wobei Ganz es schon neu. wieder nicht glaubt, bei dem Lied, da haben sich mir die Geister geschieden. Von der Harmonieführung her, und eigentlich ist der noch keine 200 Jahre alt. Naja, aber es ist halt. Das muss eigentlich eher so Ende 19. Jahrhundert entstanden. Von der Art her, weißt Von dem, aber es kann ja sein, dass es einfach adaptiert du? wird. Adaptiert worden ist, das kann nicht Weil die historischen Ja. Quellen von denen her ist schon also 200 Jahre Aber plus das alt. ist man noch. Oder es kann schon sein, dass es ganz simpel geschrieben war in F oder halt in einem. Und für das ist man schon, spielt sich da zu viel an für Ja. die, also unter Anführungszeichen jetzt. Ja, ne? man weiß ja nicht, wann es Aus der verändert worden ist. Volksmusik, Ne? Ja. Man weiß ja nicht, wann es verändert Ja. worden ist. Aber ja, vom historischen her. Aber das Ja. ist ja oft, das findest du nicht, weil. Weil diese berühmten Verminderten und so Sachen, das ist eigentlich dann erst so ab 1850 entstanden. Mit der Schrammelzeit eigentlich. Und Wilhelm Das- Gisberg, Karl Lorenz, da kann man das Genau. das ist eigentlich erst entstanden. Aber wie gesagt, man könnte jetzt sagen, das ist halt dann draus gemacht Vielleicht war es worden. auch eine Stilfrage, die damals entstanden ist, muss man auch sagen. Weil da gerade so viele, dieses verminderte und übermäßige Nicht das Slawische, Filme da auf ist, ne? und so, das ist. Ja. Beim Moll war immer schon drinnen, aber die anderen nicht so. Warte, wir kommen jetzt mal zu was ganz Okay, also. Wichtigem, bevor wir das weiter besprechen. Aber dann Florian Lucke springt auf den Punkt. Es wird Zeit für einen Neujahrsschmattes. 10 Euro sind unterwegs. Florian, ich danke dir Ich nehme herzlich. sofort einen Schluck da. Und dich für alle anderen gleich mal eingeblendet. Sehr zum Wohle. Jetzt einmal, Post. Haut uns eine Kleinigkeit. Es muss ja nicht, was hast du gesagt, 10 Euro, es müssen keine 10 Euro sein, es können auch 50 Euro sein, können auch 100 Euro sein, können aber auch 2 Euro sein. Im Prinzip ist wurscht, wir freuen uns einfach über die, sozusagen, wie man so schön sagt, über die Wertschätzung der Musik. Haut uns eine in den Hut, wir können ja nicht zusammengehen. Haut uns eine per PayPal oder per IBAN, würde uns richtig freuen, also per IBAN, per Überweisung auf gut Deutsch. Findet auch die Daten natürlich in der Videobeschreibung unten drin. Und wir sagen Dankeschön, was wir brauchen ja Geld. Ne? Neues Jahr, neues Glück, wir brauchen ja So Geld. ist es. Für was eigentlich? Brauchen wir, also zum Überleben, naja, so schlimm So ist es schlimm nicht. ist es nicht, aber Zum ich bin jetzt zu einer sündhafteren Wohnung gekommen. Nicht? Ich bin nicht umgezogen, die Miete haben es noch verdreifacht. Ja. Das ist- ja, das ist halt. Ich habe die Jahresabrechnung noch nicht gehabt. Ich kriege ja die Panik. Ja, 200 Jahre Blues. Ja, Robert Johnson, ja, das war auch 200 Jahre. Naja, Na, Robert Johnson, nicht. nein, 30er Der ist in den 30er Ich gewesen. glaube, in die 40er ist das auch. Aber so Die seine- 40er, ja. Seine Uhr, das, was war das, 1920er Jahre? Und da haben sie gesagt, das waren die Bluesrücken, naja, na 1890 glaube ich. Viel älter, glaube ich, gibt es gar nicht viel Diese- kolportierte. Nein. Ich glaube 1890, irgendwo da, 1890 irgendwas, sowas, ja. also gar nicht, ich meine, ja, auch alt, ne? Kann man auch. Ja. Halt, was habe ich jetzt gemacht? Was Schau, hast du denn jetzt ja, gemacht? da habe ich mich herumgespielt, Wollte ganz was gleich spielt nicht, ausblenden. wenn man nicht weiß, wie es gleich geht. ausblenden. Ne? Naja, Ja, das ist. gleich aus, schau, das ganze Ding. Halt. So, okay, ja, warte, gehst du. Warte, muss ich jetzt auch Sofort, sofort. Jetzt muss ich das, nein, Matthias Mariacher. warte gleich, ich muss das da, scheiße, ist ja wurscht, ich blende es aus. So, Matthias Mariacher, Superchat 20,23 Euro. Ja, Jawohl. warum wohl 2023? Ja. Nein, ich komme nicht drauf. Und drin noch nicht. Ich überlege hin, ich überlege her, aber ich komme nicht drauf. Dankeschön. Dankeschön. Auf dein Wohl und Sehr zum ebenfalls Wohle. viel Glück und Erfolg im Jahr 2023. Alles Gute. Auch dir. Und Dankeschön. Ja, und das ist ja auch die dritte Variante, wie man uns sozusagen ein Körnergeld zukommen lassen kann. Einen Obolus oder Schmattes über diesen Superchat. Wer da halt quasi so angemeldet ist über Google, YouTube und so weiter. So, was haben wir da? Neujahrskonzert der Philharmoniker. Pawlatschner 16er Burm, ist eine Steigerung noch möglich? Die Pawlatschen ist unser Neujahrskonzert, bravo Chrissy. Das war mir leibend. Sag mal, die Philharmoniker kriege ich da nicht einer. Aber, oder zum Beispiel wir, nicht? Neujahrskonzert. Und wir sagen, jetzt pass auf, ich stehe nicht so viel Kameras, da können wir das nicht gleich. Gehen wir das nicht gleich? Können wir da nicht gleich ein paar Platschen draus machen? Nicht? Weißt du, mal ein paar Achteln reinhauen? Was glauben die Musiker Freude hätten? Der was heißt, ne? Endlich mal was zum Trinken beim Neujahrskonzert. Ne? Und ich meine, Radetzky-Marsch, der Radetzky-Marsch, wo es ja die Diskussion gegeben hat,
Ich meine, das war wieder ein Punkt natürlich, wo ich wiederum solche Kabeln gekriegt habe. Jetzt gedacht, ich muss man gleich Omeprazol nehmen. Ja, ja. Und du kannst gleich hernehmen, weil da machen wir gleich das Wunschlied, Standard-Wunschlied, möchte ich fast sagen, von der Susanne Bum, ist verkaliert, weil an jedem Menschen sein Stammbuch geschrieben. Wenn er sagt, das Radetzky-Marsch gehört verboten, weil es für einen Feldherrn geschrieben worden ist. Halt, ja? Der erste Punkt ist, da kann man 80% der Alle Märsche. Märsche, Ne? Alle Märsche. Märsche. Und dann spielen wir jetzt das Fiakerlied, das der Gustav Pick geschrieben hat, das dieses Lied offiziell unter den Nazis verboten war, weil Gustav Pick ein Jude war. Und ehrlich gesagt, mir ist es wurscht, warum man das verbieten will. Kommt für mich persönlich einer Bücherverbrennung gleich, Ja. einem Denkmalsturz, und das sind für mich Feinde. Da können wir Der ja die Gesinnung, Bücher egal von von können wir ja die Bücher von Josef Weinheber auch alle Natürlich war ein Nazi. War ein Nazi, nicht? Ja, aber nein, das ist selbstverständlich. Alles verbrennen, alles Ding, was nicht Ding. Und da muss ich sagen, da wäre ich wirklich grantig. Ja. Und wenn einer hergeht, und das waren wirklich ein paar Volltrotteln, und wieder mal die Grünen an vorderster der Front, zumindest also einige von dort, muss ich echt sagen, jetzt ist da noch Zeit gewesen, als wird den Keller eine die Goschen gehabt. Entschuldigung, ist das Zeit, das ist das Neujahrskonzert, das ist zeitlos. Die Musik ist zeitlos. Bravo, Patrick hebt den Finger. Zur rechten Wildcat. Zeit, bevor ich... Wildcat. Wildcat. 5 Euro von Wildcat, pass auf. Lemon character moving his head from left to right with his mouth wide open and red hearts in his eyes. Ah, ja, schaut wirklich so aus. Wirklich wahr. Ja. Right. Bravo. Wildcat, ich danke dir recht narrisch. Sehr zum Wohl. Da ist der Spazierenstätte Echo. Einige Philharmoniker haben im Jazzland Dixie gespielt, vor Jahren wie Ja. Da hat es immer wieder gegeben, der Hindler mit seinen Obergreiner und jetzt die ganzen Jungen mit den verschiedenen Partien von Volksmusik. Kommen ja sehr viel in der Zwischenzeit der Philharmoniker aus der Volksmusik. Ne? Das ist Ja, die Blechbläser das sowieso. sowieso. Kannst du sagen, wirklich 90% oder mehr als 90%. Nein, für Aber wie zwei gesagt, dabei und so. aber es Aber ich ist, brav Blasenkiste, da kann man nichts sagen. als Pause muss ich beim Neujahrskonzert längst fällig. Hast du vollkommen recht. Harry Schnelle-Fonte. Bravo, warte, da muss ich sofort, den Harry Schnelle-Fonte muss ich sofort sagen, da hat er vollkommen recht. Und zwar, Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. jawohl. Ja, genau. Bravo, Klausi, genauso ist es, sagt die Chrissy. Ja. Es wird nämlich wirklich, das wird jetzt dann wirklich krank. Also wenn man hergeht und sagt, ein Marsch, weil manche haben dann geschrieben, ja, weil der Radetzky, was willst du? Das war ein Feldherr. Was macht der Feldherr? Also, Krieg. Krieg. Das ist so, Krieg, ja. Diese verlogene, heuchlerische, vertrottelte Pseudo, ich mache mir mein Leben oder die Welt so wie ich will und kunterbunt und was weiß ich was für ein Scheiß. Nicht kunterbunt, nur so Geht man wie ich am Arsch. will. Ja, na genau, nur mein Das ist das kunterbunt. Problem Ja. dabei. So, erst weil der Frühjahr ist Krieg für die Wut, sind wir froh, dass das irgendwie funktioniert. Ich meine, so und so viele Kriege hat Österreich ja wirklich nicht gewonnen. Ja? Ich glaube, die einzigen, Das war die einzige Schlacht fast. die einzigen unter dem Radetzky. Und da auch nicht alle. Und da nicht alle, und da nicht alle. Ja. Gibt's ein paar. Ja. Das Aber war ist ja auch- wurscht. Aber wir haben eine schöne Uniformen gehabt und Ja. schöne Märsche. Die Schöne Militärmusik vom Feinsten. Ja. Das muss man sagen. Nein, aber jetzt, wirklich, Schlusswort dazu, aber ganz ehrlich, wenn jemand hergeht und sagt, das Buch gehört verboten, der Text gehört verboten, dieses Lied gehört verboten, das und das kommt für mich wirklich, Schau, das ist 1:1, da gibt es für mich keinen gibt's Spielraum mehr. Fassungen. Das ist für mich wirklich parallel zum Nazi. Finde ich auch, und zum Kommunismus. Wie der Ja, das ist DDR. das Gleiche, das ist für mich das Genau Gleiche. Das ist für mich komplett das Gleiche. Verbieten. Und deswegen spielen wir jetzt eben das Lied, das Fiakerlied, das im Dritten Reich verboten war, weil es ein Jude geschrieben hat. Das war auch verboten. Das ist also das, was diese ganzen Volltrotteln haben wollen mit anderen Sachen. Verbieten. Kultur verbieten. Und da sind wir original Nicht dabei. voll. Und das verteidigen wir mit allem, was wir haben. So. Jetzt wie man nur aus dem Habibi und Haberer. Genau. Ja. Make love not war, sagt der Spaziergang. Ja. Es sei denn, wie soll ich sagen, es macht mir jemand unmöglich, Love zu machen, dann muss ich ihm leider Originale in die Goschen haben. Das ist was sonst machen. Machen wir natürlich so nicht, weil wir ein friedliebendes Volk sind, also wir zwei. Die zwei, ja. Aber verbal kann man es zumindest sagen. Und sich nicht alles gefallen lassen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Und deswegen spielen wir jetzt das Fiakerlied, das eben bis 1945 verboten war, Aber weil
weil es von jemandem geschrieben wurde, der nicht in das Regime gepasst hat. In dem Fall war es halt der Jud, später ist halt der Feldherr. Es ist halt, wie sie sich das vorstellen, die Wie Faschisten. die Leute glauben. So ist es. Ja, ich fiel zwei halbe Rappen, mein Zegel steht am Grab. Ach so wie die zwei Trappen, wenn's nicht bald gesehen haben. Ein Pätschen? Na, die gibt's nicht. Weil ich esse es noch nicht schlagen. Das Höchste war ein Schnauzer, sonst reißen sie mir den Wagen. Vom Land zum Lusthaus vor ist in 12 Minuten hin. Da springt der Kanzel in Galopp, da geht's nur rup, trupp, trupp. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann ja jeder werden, aber fahren, das können sie nur im Wehr. Mein Stolz ist, ich bin heute ein echter Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle noch findet. Mein Blut ist so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heute rechts wie ein Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre stehe ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigel waren alle fest beieinander. Und kommt's einmal jetzt einmal fahren und wäre dann begraben. Ja, aber dann spannt's mir meine Rappen ein und fiert's mich über den Kram. Dann lasst es sauber laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich bünd mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt's mir in der Weg, ein Kreuzung mit. Schatz, das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus. Und Leute, die so ins nur merken, ein Fiaker führen's hinaus. Und auf mein Grabstein da soll ich stehen, damit's die Leute deutlich sehen. Sein Stolz, er war heut ein echtes Wernerkind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Sein Blut war so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war heut ein echtes Wernerkind. Jawohl. Auch eine. Geschrieben für Alexander Girardi. Für Alexander Girardi, original. Und, Ja, mit 8 Strophen ursprünglich. und Gustav Pick ja im Prinzip ja sogar, was meinen Standort hier betrifft, gar nicht so unwesentlich, weil, wo war der? In Rechnitz. Ne? Ist er auf die Welt gekommen, glaube ich, nicht? Oder war das eine Heimatstadt? Nicht? Rechnitz. Rechnitz, ja genau. Und das ist da beim Geschriebenstein, also das ist so eine beliebte Motorradrunde auch. Rechnitz am Also da kommt man hin, Weingebirge. genau, am Weingebirge, richtig. Das ist dann schon die Grenze zu Grenze, Ungarn, ja. also da bist du Ja, schon ja. wirklich fast da. Und das ist also da so in diese Richtung, nicht weit weg. Und dort gibt es auch, also es gibt eine florierende jüdische Gemeinde, Ja. bis Bis zum in die Dritten Nazis Reich, gekommen bis sind, auf ja. 30. Und da gibt es eben da jetzt eher ein größeres Denkmal, nicht einfach nur Taufing, sondern irgendein größeres Denkmal, weil eben auch Gustav Pick als einer der bekanntesten Protagonisten sozusagen aus der Gemeinde, Protagonisten, sozusagen bekanntesten Kinder der Gemeinde sozusagen kommt. Und von da kommt der Rauner, ja. Und insofern ist Gustav Pick sozusagen auch hier zu dieser Klausel eine gewisse Parallelität. So. Was haben wir gelesen? Wir könnten den Marsch einfach umbenennen. Das hat man oft mit zum Beispiel Straßenbahn gemacht. Ja? Van der Bellen-Marsch wäre aber potenzieller Skandal. Na, vor allem, ich meine, nein. Es war wohl, man könnte ihn schon umbenennen, das hätte ja jeder jetzt gemacht. Außer ein paar politisch korrekte, woke, Volltrotteln,
Und damit würden sie sich auch zu erkennen Okay, geben. also die Leitzamplettmarsch Ja. mit Titel, ne? Richtig. Gibt es den Text auch Der dazu? Leitzamplettmarsch ist gut. Oder Ja. so? Radetzky lag in seinem Bett mit seiner Frau Elisabeth. Sie lagen beide Arsch an Arsch und bliesen den Radetzky-Marsch. Bravo, Michael Unker. Das ist natürlich große Poesie. Ja, da gibt es ja den Wiener Text. Nicht? Wenn der Hund mit der Wurst über den Eckstein springt und Genau. der Hund dann die Wurst in der Luft verschlingt. So irgendwie gibt es ja auch, ja, schau, die Achtel sind nicht die Achtel. Der Hintergrund vom Radetzky-Marsch ist auch wirklich fragwürdig, aber verbieten geht trotzdem nicht. Nein. Nämlich vor allem, schau, es ist ja so, da müsstest du hergehen, das ist ja wurscht. Der Kaiserwalzer von Johann Strauss, nicht? Das glauben immer alle, das ist von Franz Josef geschrieben worden, tatsächlich damals für den Kaiser Wilhelm, das war sozusagen als Geschenk, ja, wie der Wilhelm in Österreich war quasi. Und schau, der Michael Unger hat 6 geschrieben, wenn der Hund mit der Wurst über den Eckstein springt, jawohl, genau. Jawohl. Die können uns. Grüße, galant ausgedrückt, ich hätte es nicht so schön zusammengebracht. Ja. Aber wie gesagt, das ist also, wenn ich mit dem anfange, und vor allem, was ist Fakt, das ist geschrieben, die Musik ist wunderbar, die Kunst, da müsstest du jedes Gemälde zerfledern, die Sixtinische Kapelle müsstest du niederreißen und, wo fängt das aber her das auf? Ja, das ist das. Wo fängt es aber her Ja. auf? Das ist ja Wahnsinn. Der Das ist ja Garten der krank. Lüste von Hieronymus Bosch, ein sexistisches Bödel da. Nein, was? Ja. Geht sofort überschüttet oder so. Ja. Ja, oder wenn man dann sagt, weil die Geschlechterrollen da halt antiquiert sind. Also, na ja klar, das Bild ist ja auch antik. Volltrottel. Nein, wirklich, weil es ist also nur Volltrottel. Mir fällt leider nichts anderes ein. Ich würde es gerne wirklich verbal anders ausdrücken, höflicher, netter. Und mir fällt nur der Begriff Volltrottel ein. Und das ist wirklich in dem Fall jetzt der sanfteste, den ich hervorbringen kann. Nicht? Das muss man wirklich sagen. Zum Yamaha ist das alles auch gegastigt. Bravo. Bravo. Ja, jetzt müssen wir da nicht. Schau, der alte Schmidt von Lerchenfeld spazieren. Ja, sehr schöne Nummer. Was, da fährt der Bär einen eigenen Marsch? Der hat einen eigenen Marsch? Schau, Wolfsberg und Dürrifer, genau. 10 zu einer Hausstrecke meiner Jugend, der geschrieben steht. Na klar. Ja, klar. Ist da. Ich bin da jetzt gar nicht so oft, war schon einige Male in die Gegend, aber meistens fahre ich eher so in die Berg, ja, hat sich so etabliert, eher so in die Berggegend. Steirische ja. sozusagen. Ne? Nein, gar nicht, ja, entweder steirisch auf oder eben Richtung so jetzt einmal, so Glocknitz oder Buchberg oder Kalte Kugel sozusagen, hält da dort hin. Ja. Buchberg oft so die Runde. Ne? Gimpelgöller und Ja, aber da habe ich eigentlich seltener, aber doch schon einige Male. Ja. Geschrieben stehen, ganz leer. Also rechnet was habe ich gesagt? Rechnet oder? Ja. Und Alexander Gerard aus Graz, also nicht weit auseinander. Ja. Aber drauf haben sie es in Wien, Manfred. Aber ich habe gesagt, rechnet schon. Habe ich gesagt, gell? Ja, die Leute sind blöd, ja, das ist wirklich. Mein Vater hat den Radetzky-Marsch mit der Militärmusik bestimmt tausendmal gespielt. Na klar, Ja, sicher, ja. ist ein vollkommener Klassiker. Ich spiele das Bundeslied von Mozart, also eure Hymne. Kann man den Originaltext heute noch veröffentlichen oder ist das auch verrufen? Sicher kann man den singen. Aber es ist ja so, wenn du jetzt dahergehst, jetzt was sagst Mozart, nicht, der hat geschrieben, ja, was weiß ich, wie heißt das Brüderreich, die Hand zum Bund oder was, die Freimaurerhymne oder jetzt müssen sie sagen, ja, aber gegen Freimaurer, jetzt der Mozart, nein, das ist ja Wahnsinn. Nicht? Ich meine, wo fängst du an, wo hörst du auf, das ist ja irre. Aber interessanterweise auf den logischsten Zusammenhang ist noch keiner gekommen, dass ich einfach schlechte Musik vielleicht verbiete. Ja? Das hat noch keiner gemacht. Du hörst lauter Scheiß drin gemacht. Ja? Ja? Auf die Idee ist noch keiner gekommen. Ja, es ist gleich verboten. Warum eigentlich? Na, weil es schlecht ist. Ja? Aber gut, aber selbst das muss gewährleistet sein, weil solange es irgendein Publikum, irgendwas einer ist, der sich auch und Freuden dabei hat, hat es eine Berechtigung. Aber wie gesagt, einfach nur, weil das ist überhaupt, die überhaupt die spielen, oder die Philharmoniker, die spielen überhaupt eine alte Musik, das waren ja alles, weiß ich nicht, Machos oder keine Ahnung, was das ist. Also, nein, aus. Der Klaus kennt alle Kurven, manche sind so genial, da denkst du, die legen mir nieder, sogar zweimal hintereinander. Danke, Herr Freunde, dass dieses Thema definitiv nie verschwinden wird. Nein, das gehört dir. Genau, Brüder reicht die Hand zum Zum Bunde. Bunde, ja genau.
Aber schöne Melodie. Schöne Reichet oder reichet die Ist aber Text schön, also zum das Bunde. ist nichts Verwerfliches. Der Runde schwenkt die Hüte. Hebt die Becher, Müssen wir- schwenkt die Hüte. Zu Zu Weihnachten auf erst des den Text wieder Vaterlandeswohl, so irgendwie. Ja. Ja. Bravo. Franz Brandwein hat sich in den roten Wittlin rein. Wenn es um sexistische Texte geht, ist Mozart, das haben wir ja genau dort. Ne? Die meinen, das ist Was denn? ja, verboten. Ja. Ralfers Wundercheck super. In unserer Jukebox haben wir natürlich auch einen Radetzky-Marsch. Auf der B-Seite ist der Badenweiler Marsch. Weltklasse. Weltklasse. Na, und mir gefällt das. Man muss aber eins sagen, österreichische Märsche, Militärmärsche, sind halt wirklich nicht geeignet zum Kriegsführen. Weil es einfach, Die mit dem Radetzky. Ja, das das- ist das beste Beispiel. man, jetzt stell dir vor, Schlachtgetümmel, die heroische österreichische Armee schreitet voran, kommt ihm dem Schlachtfeld entgegen, die Blasmusik spielt, Das ist, am Arsch fängt auch alles, was ich so. Ja, Aber da was der Preis. Das ist ja mit der Marsch, ja. Das sind dann, ne? Da denkst du, Brüder lagert euch im Kreis, weil das mit dem verwechselt. Florian Lukas, du bist auch gescheit. Das war das. Brüder lagert euch im Kreise, trinkt nach alter Väter Weise. Es war ursprünglich, glaube ich, trinkt nach alter deutscher Weise. Deutsche Weise war es ursprünglich, ja. Und dann war genau, das war und das Brüderreich die Hand zum Bunde, wie geht das dann? Das kenne ich, kann ich nämlich auch, also kann das nicht. Es wollte ein Graf in seine Heimat ziehen, hat der Horst Wessel leider zweckentfremdet, ja. Ja, Ja. Aber ich meine, das sind natürlich Sachen, es gibt natürlich Märsche oder Musik jetzt direkt aus der Nazi-Zeit, also das wirklich konkret beschrieben ist, dass ich sage, na gut, würde ich trotzdem auch nicht verbieten, aber also dass der zumindest nicht unbedingt favorisiert Genau. wird, ist mir klar. Nicht? aber Das- alle Musik, die sich die Nazis angeeignet Naja, haben. klar, die komplette kann- deutsche Die Volkslieder. kannst du aber nicht, die kannst du nicht sagen, das kann man nicht mehr singen noch. Das ist nicht richtig so. Das ist, Nein, ist nicht der Fonte an. Das ist Gefraßzackel. Ausnahmsweise nicht der Ackerl, sondern nein, ist nicht der Fonte. Schlechte Musik verbieten wäre schlecht. Da gab es kein paar Platschen mehr. Das ist die erste Verwarnung. Die erste Verwarnung. Brüder, führt die Hand zum Munde, dass die Gurgel nicht verrost. Prost! Jawohl. da fällt mir der Sogar vom Odiner Kameramann, wie er gesagt hat. Das ist schlecht. Und trotzdem nicht leibend. Weltklasse. Das ist einer der Aussprüche vom lieben Wann Karl. hat er das gesagt? Wie wir mit zusammen gesessen sind, Arbeiter, und der andere hat da gespielt und wir plaudern ein bisschen so, nein, das ist schlecht. Nein, ich habe Und trotzdem nicht leibend. in dem Zusammenhang kenne ich nur die Aussage von ihm. Immer auch, wie man das haben wir vielleicht nicht. Da warst du nicht dabei, nicht? War ich Ja, allein aber mit dem ich nicht und jetzt haben wir zusammengesessen. Also zusammengesessen, wir sind nahe beieinander gesessen und es war Musik. Und der Hodiner schaut mich an und sagt, so kenne ich das noch gar nicht. Und aber mit seinem Blick, nicht, wo du gewusst hast, was er meint, das war leibend. Und ähnlichen Ausspruch ich vom Uli Bär am Otteringer Kirchtag, wir sind gestanden halt beim Sturm, haben uns einen Sturm reingehauen und auf der Bühne hat irgendwer gespielt, was weiß ich, und der Uli Bär hört, das ist also ein Rockklassiker und sagt quasi was Ähnliches, aber so eher in die Richtung, warte mal, wie? So gehört das war mir neu. Irgendwie so in die Richtung, aber quasi eigentlich die gleiche Aussage. Ja. Das habe ich sehr lustig gefunden. Und Volksweisen darf man sich nach Belieben bedienen. Ja, ne? Und das ist halt so. Und warum muss man dann immer alles so zerpflücken? Ich meine, wenn ich jetzt da hergehe und das Hakenkreuzlied singe, na, das verstehe ich, ja? dass das jetzt nicht, abgesehen ist vom Verbotsgesetz, das ist einfach nicht Ding. Es sei denn, es wäre jetzt eine historisch-wissenschaftliche Abhandlung oder sowas, dann vielleicht, ja? Quasi als Tondokument. Aber eben, wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, keine Ahnung, der Westerwald, ja,
Ich weiß, das ist nicht ein Lied, was wir oft singen und so, aber theoretisch, ich sage nicht nur, weil es die Nazis gesungen haben, oder weil das halt deutsche Militär, Soldatenlieder sind, Studentenlieder, Heimatlieder. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, was die teilweise aufführen. Da kommt ein Lied, der Text ist vom Fallersleben, von Goethe, von Schiller oder sonst oder Eichendorff. Ja, Und die Trottel kommen her, das ist ein Nazi-Lied. Nicht? Das ist allein schon aufgrund dieser historisch schwachsinnigen Aussage, gehört denen schon wirklich so in die Pfeifen gehauen, dass die Urwascheln die Seiten wechseln. Da kann man weißt? nur eins sagen, meine Lieben, lernen Sie Geschichte. Ja, Das ist ja so. Dann führt das Glas zum Munde. Ja, ich habe ausgetrunken und von dir gibt es nichts. Ich wachel schon seit einer Dreiviertelstunde wachel ich mein Glasl. Bitte schön. Brüder, reicht die Hand zum Bund. Melodie der österreichischen Bundes. Ach, das ist die. Okay. Brüder, reicht die Hand zum Bunde. Ja, stimmt. Das schaut aber ganz falsch. Aber der Florian Lukas, da muss ich jetzt nochmal sagen, wo war das? Ah, das ist ein gescheiter Bursch. Ich meine, weiß ich schon von früher. Mit Florian Lukas habe ich schon mitunter in der Studentenzeit das ein oder andere Glas getrunken. Kennen wir es der Vierteljahrhundert? Von Flaschen möchte ich gar nicht, aber Brüder, lagert euch in Kreise, habe ich gesungen, ja. Nein, ist ein Gescheiterl. Seemann, lass das träumen. Seemann, lass das träumen. Ja. Das ist so. Denk nicht. Ist schon recht. Das, Schöne Nummer, voll wahr. Musiker sagt, das ist wie der Werner, der den Text seiner Hymne nicht kennt, richtig. Ja. Vor allem das mit unserer Bundes das Problem ist vor allem ja die andere Melodie. Ja. Naja, eben, ja. Die alte Kaiserhymne, Klaus, die alte Kaiserhymne. Korrekt, ja, Volkshymne. Heiden. Tatsächlich heißt sie nicht Kaiserhymne, sondern Volkshymne. Das ist natürlich, also das ist mein persönliches. Also ich bin ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Monarchist, das will ich jetzt so nicht sagen. Aber Kann man so nicht. ich habe eine sagen, aber gewisse eine gewisse Affinität, da ist schon, das muss ich sagen. Ja, ja. Ach, das ist, also mir gefällt das Imperiale. Kann aber auch was tun mit diesen ganzen Moser-Filmen, was ich geschaut habe in der Kindheit. Möglich. Oder Josef Meinrad und Co. Aber nein, wirklich, aber das ist ja eine schöne Hymne. Die Deutschmeister oder so. Ja, Und jetzt ja. haben wir es wieder angeschaut. Ja. Ah, herrlich. Ich bin wieder, ich glaube, 30 Mal gesehen in meinem Leben und jedes Mal zerkugel ich mich. Ja, Hans Moser als super Friseur. Oder Michael Unger, die Erika darf man auch nicht singen. Was ist das? Auf der Heide blüht ein kleines Blümchen. Ja, das ist ja ein Nazi-Lied schon wieder. Es war für Ötter, wie die Nazi. Da hat der Hitler noch nicht einmal Schuhe geputzt. Hat es das Lied schon gegeben. Aber ja, so ist es halt. Wir sollten bei Gelegenheit wieder ein paar Flaschen trinken. Na, Florian Lukas, ich trinke nichts mehr. Vor allem Flaschen weiß ich nicht mehr, nicht, wie man sieht. Die heutige deutsche Bundeshymne, ja, Spaziergang, aber wirklich, da muss ich echt sagen, da krampft es für manche schon. Sie haben sie Wenn gestohlen. die deutsche Bundeshymne erklingt und es kommt meine Hymne, es trifft mich so stark, wirklich hart. Nein, aber es geht. Na, muss ich echt sagen, jetzt die aktuelle österreichische Bundeshymne, sie kann nichts. Punkt. Ich meine, vom Text her, das ist halt eine Hymne, ja. Aber es kann wirklich das sowas steht bei der von Formel Farben 1. nichts. Wenn Red Bull mit einem Deutschen vorher gewinnt, was, das ist schon Ja. Nein, es ist definitiv. Und ich habe gesagt, dann beide gespielt werden. weil wir heute auch geredet haben, nicht? Zum Beispiel Blaue Donau, an der schönen blauen Donau, der Donauwalzer, nicht? Oder der Kaiserwalzer, was auch immer. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, das wäre eine Hymne für Österreich, da regelten sie wieder alle auf, die wo es nicht an der Donau liegen, die Bundesländer, ist schon klar. Aber Die Donau ist der Hauptstrom ist der Österreichs. Hauptstrom, Das ist so. Aber abgesehen davon, man kann ja einen anderen Text schreiben. Nicht? Das ist ja kein, man muss ja erst einen Text schreiben, einen Hymnentext. Aber allein der Gedanke, dass man sagt, Österreich ist wahrscheinlich, ich kenne mich jetzt mit Hymnen nicht so gut aus, wahrscheinlich wäre Österreich das einzige Land der Welt, wo es als Hymne an Walzer Walzer hat. hat. Na, war das nicht geil? Das war geil. Ja. Was sagst du, überall voll und alle, die weißt du, die Marseillaise und die Italiener mit der, die geben alle Gas nicht und dann kommt der Österreicher. Das würde mir gefallen. Aber auf mich hurcht ja keiner in dem Land, das ist ja das. Auf mich hurcht ja keiner. Ja. Das Kelten-Wikinger Druidentum haben sie sich auch besudelt. Naja, richtig. Ja, ja, Die ganze germanische, sage jetzt einmal, die germanische Geschichte haben die depperten Nazis komplett zerstört. Also dieser Missbrauch. Ja. Ne? Ja, Rauschende Birken vom Ernst Mosch war bei uns in der Musicbox. Neben der Rolling Stones Rückseite war, glaube ich, Löffelpolka. Rauschende Birken. Das kenne ich echt nicht. Ja.
Der Hans Moser war Franzose, was? Jean Juliet. Hans Franzose. I am from Austria. Ja. Geht jetzt der Wiener Lied? Ja, Rudi Korbis, jetzt geht noch Wiener Lied. Für den Rudi machen wir jetzt endlich das. Hat er schon dreimal importiert, glaube ich. Ja, wenn wir unser Wehr betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunter am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebogen. Ein Bachhändel, ein guten Wein oder auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schau mal heim, wie's zugeht, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute und Grieder gemacht, Fabriken zugesperrt über der Nacht. Und Weber gewebt haben Seidenschein, steht einfach so zusammen's Fülle. Von Bachhändeln ist längst eine Spur, jetzt liegt da jeder hinterm Tor. Als höchste Blunzen, das alles hört. Die Leute haben ziemlich Geld, ja, ein Frittis auf der Welt, ja, ein Frittis, die Leute haben ziemlich Geld. Aber einer noch im alten Schlag, wie es einmal war, kommt keiner noch. Eine Kernfigur mit Stöben an, hernach der Schnitt vom Sonntagsgang. Am Kind verlangt Zylinder drum, nach links ein bisschen vierig schon. Das Manchester-Regel und Hosen gestört, ab Pfeifen hat nicht gefällt. So war der rechte Bürgersmann nicht stolz und nicht übertrieben. Doch schaut mal rein den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. Ein Giegel mit einem Tragerhut, die Gestalt die reinste Missgeburt. Ein Stiefel, keine Absitz dran, das Quandelhans vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind sie miteinander stier. Zum Auftragen jedens ein Masel fällt, die Leute hat so wenig Geld, ja, ein Frittis auf der Welt, ja, ein Frittis, die Leute hat so wenig Geld. Karl war jetzt, um 1880. 1880 diese Nummer. 140 Jahre alt, 143. Absolut aktuell. Das ist ein Wahnsinn, 143 Jahre alt. Noch nicht verboten. Ja, noch nicht. Jawohl. Nein, ist nicht so schief. Sollte am Ofen einmal schauen. Ja, unbedingt. Ist auch noch hübsch. Aber nur ein Wein, also mal Was Musik betrifft, hat Österreich ein Luxusproblem. Musik haben. Aber wie meinst du das? Das ist schon ausgegangen. Ich bin Spanl heute auch noch da. Wie war's das? Das würde mich interessieren, wie meinst du das mit Luxusproblem? Mit dem Gendern hat meines Meinung nach die Hymne vergackst. Hat man die. Für mich ist I Am From Austria. Ja, I Am From Austria ist wirklich eine gelungene Nummer, muss ich sagen. Eine gelungene Popnummer, aber ja, ist gut. Aber würde ich nie als Hymne akzeptieren, weil es wahrscheinlich eine Popnummer, also Austria-Popnummer ist. Aber ja, das Gender, das singt eh keiner. Also, ich meine, gut, wer singt schon wann? Die österreichische Bundeshymne, muss man ehrlich sagen, es ist halt in Österreich der Patriotismus nicht wirklich so vorhanden. Und wenn man singt, also ich glaube, dass die Leute alle eigentlich nicht gendert singen. So, pass auf, jetzt muss ich euch was zeigen. Ich muss euch was zeigen, das muss ich erst umspielen auf dem Computer. Aber über heute, wie mache ich denn das? Weil das ist zu lang. Oder kann ich dort vielleicht weiterfahren? Das ist ja wurscht, ich spiele es mal um. Weil,
Heute harte Forstarbeit hinter mich gebracht. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Das muss ich um. So, jetzt mal das eine. Harte Forstarbeit. Ich kann sich nicht vorstellen, was ich da angespielt hat. Heute ein Baum gefällt. Also ich habe ein Video gemacht, während mein Nachbar, der Peter, die Forstarbeit, die eigentliche Forstarbeit erledigt hat. So war es in Wahrheit. Aber auf jeden Fall ein Baum ist gefällt worden. Die komplette Böschung, also Büsche, dann auf ein paar Hohlerstauden, was da gewachsen sind. Da beim Flüssiggastank gehabt, ich habe da sowas, alles wieder so. Es liegt zwar alles jetzt noch herum, es wird erst mal, weil es schon finster geworden ist. Und ich gesagt habe, ich muss jetzt dann pavalatieren schon langsam. Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Das muss ich jetzt erzählen. Pass auf. Pass auf. Jetzt, wann das schon da ist. Hat ich gerade schon gesehen. Aber ich muss schauen, wie das weiter. Freilich habe ich es schon gesehen. Pass auf. So, zack. Ich muss weiterfahren, weil das dauert ja. Schau, da ist der Tag da vorne am Feld. Da setzt gleich mal. Wo ist denn das jetzt? Da. Warte mal. Schau, da sieht man jetzt gleich ein bisschen die Aussicht da. Ich bin das ist von der Terrasse von mir wieder. Das ist von der Terrasse. Und da drin, das ist die Rauchschlage kommt von mir. So, pass auf. Schneiden, ne? Da tut er schneiden. Und der hat mich im Borkenkäfer, der Baum, und jetzt müssen wir, so, jetzt schneidet er da noch ein wenig, ich tue das ein bisschen schneller dran, da, es gibt es. So, und pass auf, nochmal drei. So, jetzt geht er zurück und jetzt dann, pass auf, so ein wenig an und jetzt schon. Ja. Und er liegt, ja. Jawohl. Das ist leibend. Darum lässt man sowas am Profi machen, weißt du nicht? Ja. Mein Red? Ja. Das ist noch. Warte, wie kriegen das wieder hin? Und das war nur der Baum. Und dann haben wir die ganze Böschung, was wir da gesehen haben im Video, nach hinten, alles weg. Und es ist ja so, bei uns am Land ist es ja so, wir über Senkrum. Und man pflegt hier eigentlich den Brauch, dass wenn der Mann kleinseitig etwas von sich geben muss, dann verwendet man nicht das Wasserklosett, weil ja eben quasi dann viel Wasser in die Senkrum geht und es ist schneller voll, sondern man geht zur Hecke. Und jetzt, ich habe keine Hecke mehr. So ein Mauer da jetzt. So ein Mauer? Geht auch. Nein, man muss jetzt zum Baum gehen. Und das habe ich heute gemacht, oben habe ich auch dann diese Gebüsche gehabt, da waren dann noch lange nicht geschnitten, also furchtbar. Und wegen Städten quasi. Und ich bin auch in der Finsternis dorthin, um also quasi die Notdurft zu verrichten. Da habe ich gedacht, bis deppert, da ist kein Busch mehr. Man sieht bis zum Marvihof runter, nicht? Dort. Und ich dachte, dann gehst du halt zum Baum dort. Nicht? Gehst zum Baum. Und was ich nicht bedacht habe in der Finsternis, war, dass dort, wo die Büsche waren, die sind ja ausgerissen worden, das sind solche Löcher. Dann hat es mich gleich halbert fast, also es hätte sein können, dass... Der schaufelt sich sein eigenes Grab. Ja, quasi, das kann man so sagen. Kann man so sagen. Und kein Schiefer eingezogen. Also der Nachbar sowieso, der ist ein Viech, aber ich auch nicht. So, pass auf, jetzt muss ich nochmal zurück, weil jetzt habe ich ja gefragt, was er meint, wo wir in Musikraum. Was Musik betrifft, Österreich Lux. Achso, da war ich schon, warte mal. Jawohl. Wo bin ich denn da? Das ist wie Jammern auf sehr hohem Niveau. Ja, natürlich. Das meinst du, was Musikraum? Das stimmt schon. Aber es ist halt natürlich gerade so, weil man ist halt trotzdem, man ist eben verwöhnt. Das stimmt. Kann man sagen, ist auf hohem Niveau, das stimmt.
keine Frage, wir sind halt verwöhnt, aber wir sind natürlich auch das gewohnt. Und daher ist es halt schwierig. Schau, was sagt der Itchy Dissepause? Fuchsgrabenpolka ist erwählt. Alles von Mosch. Von 55 bis 56 ist wundervoll. Das kennst du besser, gell? Mosch. Ja. Typische bämische Blasmusik in großer Besetzung. Ja. Ja. Wunderschöne Sachen. Ja. Was schau, das sind Sachen. Auf der Vogelwiese und diese Geschichten, alles super. Wird das ja viel im Weinviertel gespielt, von den ganzen kleinen Dorfpartien. Na, ich sag dir schon, So, also, ja, kennt schon, aber natürlich, du bist da der Kenner mehr in die Richtung. Der Friesel sagt, wenn ich einmal Asyl suche, weiß ich schon wo, Klaus. Friesel, jederzeit. Dich weise ich niemals ab. Das ist mir ja klar. Muss nur aufpassen, wenn man sich auf die Gartensessel sitzt. Ja, das schon. Aber der Landtagsstrom, der Landtagsstrom, der Gartelsessel kalten 30 Jahre. Bis sich der Landtagsstrom Da war schon aufsitzt. etwas Müll in der Zwischenzeit wahrscheinlich. Aber ich meine, der Sessel, nicht der Landtagsstrom. Ja, genau. Agel Gasek habe ich gesagt, ich muss mal ja machen, ja, unbedingt. Wir hätten fast in der Nähe ein Haus gemietet, Spaziergang. Wo? Itchy diese beim Mappe nicht erschrocken, aber schon langsam gewöhne ich mich dran. Was hast du geschreckt? Erschrocken, geschreckt. So. Spielen wir was, ne? Immer was, ja. Ja, was denn? Was haben wir noch offen? Ja, Viel einige. noch. Der alte Schmied von Aber die Lechenfeld. Schmidt, ja, mit dem fangen wir an. Der alte Schmied von Lechenfeld. Am Oberstall ist auch noch offen. Oberstall ist auch noch. Ja, der Star war auch noch, also eventuell, aber Ja. den spielen wir oft. Aber ich spiele ihn mal gern, muss ich ehrlich sagen. Landtagsstrom, hast du eine neue? Redest du mit mir? Meinst du einen eigenen Gartensessel? Nein. Du hast mir da zusammengehauen und mit da gehabt, das war's. Eine Lücke klafft aus dem Portfolio der Sitzmöglichkeiten. Dann prüfe man das Sitzmöbel, bevor man sich draufsetzt. Ja, das ist eh drauf gesetzt, das ist eh prüft. Aber ich meine, Das war der TÜV. man sieht's, oder? Leider durchgefallen. Ne? Das ist Ich bin gesessen und im nicht. wahrsten Sinne durchgefallen. Das ist klar, aber dann wieder ein GS kommt, weiß es nicht. Nein, das ist ja V-Strom, Jesus noch. Jesus. Der nächste Fauxpas. Neues Jahr, neue Fauxpas. Die alten werden gestrichen und nicht nur so. Na gut, also. Das Fettnäpfchen lauern. Das Muss ist- ich doch schauen, nein, ich baut schon an, das war leiwand. Spazieren, das war lustig. Der Garten ist stuhl, ja. Nein, aber ich kann nicht. Rote Wettliner Kabinett vom Höslinger, der kann was, aber Franz Branke. Schmied. Der alte Schmied von Lerchenfeld. In C-Tour, das weiß ich. Weil draußen wo in Lerchenfeld ein ganz altes Schmieden steht. Als Bub hab ich dort oft beim Tag dem Schmied zugeschaut bei seiner Block. Die Fuhrleute haben die Resser gebracht, der Schmied gesehen bis auf die Nacht. Das Eisen kämmert und haben's Boden, die Funken sind dort lustig gestanden. Der alte Lied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohn, kein Kutscher bringt mehr draus zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber gefeiert ein Schimmel gespannt. Heute rennt die Zeit, sein Herz ist schwer, es gibt heute keine Fuhrleiter mehr. Still ist jetzt in der Schmiede dort, die Schmiedgesellen sind links alle fort. Kein Feuer brennt, kein Amos klingt, der Regen durchs alte Dachel rinnt. Der Schmied steht oft noch vor seinem Haus und schaut nach einem Zeigel aus. Und Tränen rinnen in sein Bord. Es ist hart, wenn man vergeblich wartet. Der alte Lied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohn, kein Kutscher bringt mehr raus zum Schlag. Einmal war
wird ein Schimmel gespannt. Heute rinnt die Zeit, sein Herz ist schwer. Es gibt heute keine Vorleib mehr. Schöne Nummer. Absolut. Hat auch sehr gerne gesungen, einer der großen Bassisten, doch sowohl in der Stimme als auch auf seinem Instrument, Rudi Schaub, hat den ja sehr gern gesungen. Mit ganz tief. Ja. Großartig. Der Schabrudi auch Ein mittlerweile. lieber Kollege der ganz alten Garde, noch mit 95 gestorben. Auch jetzt erst. Auch jetzt vor Weihnachten, ja. Hat heute das Begräbnis gehabt, ja. Ja. Den haben wir auch kennenlernen dürfen, ja. War ganz lustiger. Also, Hochgebildeter, feine Sprache, alles. Und auch wirklich ein Schmäh, aber ein Gott, Schmäh was gehabt, heißt. durch Na, und was durch. heißt. Na, was. Ganz leibend, ja. Ja. So, pass auf, was haben wir da jetzt da? Was haben wir da jetzt da? Wie das noch schon mal gesagt, es gibt keine schlechten Musiker, sondern nur schlechte Kutscher. Irgendwo müssen halt Lamas sein da in der Nähe. Naja, Lamas, ja, es gibt. Da gibt es tatsächlich, da Richtung Kirchschlag, da gibt es einen Lama-Hof. Lama oder Alpaka? Nein, es sind Lamas. Lamas, ja. Und auf Grumbach eine, Richtung Grumbach, da gibt es Alpaka, also ich weiß nicht, wie lange es schon gibt. Aber ja, der Welt, das war lustig gewesen. Stell dir vor, Spaziergang. Mosch ist ja kein Wiener. Genau, richtig. So ein schönes, hat mich sehr gefreut. Was ist Agligastik Gäste, oder was? Was Was ist los? Oder was ist das? 23 Uhr. Das war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Das gibt's ja nicht. Du bist dahin, oder was? Gehst du es wirklich am machen? Ja, mehr Matratzenmorddienst wahrscheinlich. Aber Das kann es nicht sein. So spät aber doch gutes Neues, Raffi. Raffi. Achso, haben wir noch was zum Trinken, oder? ich hol was. Und Na ja, jetzt hol ich von Markus Volker. Ja, war gut. Jawohl. 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 Richtig, der Manfred Graf, die drei Kolibris, ganz genau. Die drei Kolibris, das war ein Männerklang-Trio. Männer-Trio, Klang vom Feinsten, stimmt. Rudi Schaub war einer der Mitbegründer. Genau. War dann der Letzte, der dann überblieben ist von der Urbesetzung eigentlich, ja? Bis Genau. zum Schluss war. Ganz genau. Rudi Ratzer war früher am Akkordeon, auch ein großartiger Akkordeonist und Sänger und alles. Die drei Kolibris. Die drei Warum aber Kolibris, also in den 80er Jahren, glaube ich, war das wirklich große, 70er, 70er Jahre schon, 70er Jahre schon. Das ist auch Also große, waren große, die wirklich große bekannte Folge, Gruppen, also die waren wirklich mit Fernsehauftritten, also wirklich im ja. großen Wirklich, Stil. ja, absolut. Ja, Die ja. waren sehr gut, die waren quasi so wie die Spitzbuben, noch nicht ganz so auf Humor ausgehen, also schon, sie waren humorvoll, Aber mehr aber auf die eher die Qualität im Musik. dreistimmigen Gesang und so. Und Gut, sie haben die Spitzbuben auch die Ja, aber- Qualität, aber sie waren nicht, sie waren keine ja, in die Witzpartie Richtung in dem Operett, Sinn. also auch Ja. und so weiter. Nicht? Ja. Und viel Schlager haben und das. Weil der Schaub Rudi ist ja eigentlich ein gelernter Jazzer gewesen. Ja, Ne? alle. Ja, alle, eine ganze Partie. Ne? Und dann später waren die Kolibris, 27er Jahre. der Schaubrudi mit dem Gerd Heger und mit Bäumelherr. Das war die letzte Besetzung. Die letzte Besetzung. Genau. Ja, Welt. Also erst ein guter Klang und dann einfach Weltklasse. Ja. Bei uns gibt es Alpakas, Ralf von Ganz Sommerzeit. Fassian, grauer Burgunder. Schau, warte mal, bevor es weiter ist. Alexander Haus hat nur 10 Daumen hoch, das kann nicht sein. Bei mir stehen da 33 zum Beispiel. Aber guter Hinweis, Alexander Haus, also Daumen, haut's auf. Aufhören, nicht? Haut's auf, bitte. Wobei das, Für uns, wenn Daumen man den auf. Chat laufen hat die ganze Zeit, stehen dann, das schaltet sich nicht weiter. Da muss man ausstellen, das verstehe. oder und dann geht es. Ja, braucht man nicht, aber also ich hab da 33 stehen. Ja. Haut's auf. Bitte, wer noch keinen Daumen hoch vergeben hat, bitte macht es noch. Weißt du, wegen einem Algorithmus. Ja. Wegen einem Algorithmus. Apropos, schau, da muss man das so herstellen, dass man das auch. Sieht ein bisschen man es überhaupt? Naja, man sieht es, ja. Ah, okay, ja, passt. Dass man, jetzt sieht man es nicht besser, aber es ist gerade Es ist- zumindest. Ne? Apropos, Also, ja, was ist? Ja, das gehört so, das habe ich von meinem Neffen gekriegt. Geld allein macht nicht glücklich, du musst schon ein Motorrad davon kaufen. Mein Neffe hat mir das geschickt, ein guter Neffe. hängt Ja. da schief. Das gehört so. Und ich habe dem Neffen seinen Buben, habe ich auch ein Weihnachtsgeschenk geschenkt, eine Matchbox-Variante von einer Ducati Panigale.
Ducati. Schaut er selber und hätte schaut er nicht Ich zu. glaub, heute nicht, Jetzt ja. schaut er nicht zu, der Burli, der Tanzl. Tatsächlich, also ich habe gesucht ein Motorrad für mein wie alt ist der Theo? Ist das noch? 3 Jahre, 2 Jahre, 3 Jahre, so irgendwas. Und da habe ich gesucht, ein Motorrad. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Also im Internet findest du alles, aber jetzt wo ich in einem Geschäft, Ein Spielzeuggeschäft. und ein Spielzeuggeschäft, ja, naja, gibt es dir. Nicht? Hat es ja alles einmal gegeben, nicht? Früher, einstmals, als wir noch. Wir haben Junger Kriegst Mann, du ne? Mistelbach sogar. Also, Ja, das wirklich. Spielzeuggeschäft, ja. Naja, aber das heißt nicht, dass der das alles hat. Verstehst du? Das ist, Sehr viel. ja, hat viel, ja, habe ich mir ein Motorrad gesucht. Gibt auch Motorräder da. Und das, ja, ich habe auch ein paar gesehen. Die waren alle grauslichst. Da habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich gesehen, also eine wirklich halbwegs getreue, eine Ducati Panigale. Jawohl. Und was hat mein Neffe gemacht? Er hat gesagt, ich will überlegen, ob man es nicht einstieg und selber ins Regal stelle. Also die Buben wegnehmen sozusagen. Und für den kleinsten Buben habe ich gekauft so einen wunderlieben, super süßen kleinen Plüschhasen. Und den hat sie wiederum seine Mutter eingenäht. Der ist schon lieb, der liegt bei mir. Also die Kinder sind komplett leer Das ist ausgegangen. komplett leer ausgegangen, ja. Aber so sind es. Die Eltern von heute, gell? Also, jetzt zum Thema. Jetzt zum Thema Wein von der Mosel. Grauer Burgunder. Trocken ausgebaut. Ich habe ihn schon gekostet, muss ehrlich gestehen. Also, Das ist die 4. Flasche, was man einen braucht. wunderbaren Wein, das bereits seit 1624 in Familienbesitz ist. Puristische und elegante Weine mit einer faszinierenden Mineralität. Aufmachen. Markus Volker, herzlichen Dank noch einmal für aber das Markus wunderbare Volker. Weihnachtsgeschenk. Und wie gesagt, hoffentlich bis jetzt das schon wieder besser benannt. Das würde ich mir wünschen. Jawohl, Ulrich ist dabei. Ja, die AG Gastig. Rauchpause, Federnball, gute Nacht, Bussi aufs Bauch. AG Gastig, vierte Gott. Auch Bussi aufs Bauch. Ja. Lass das Raucherl schön schmecken und schlaf gut. Der Schürl muss den Party um den Hals hängen. Ja, genau. Das ist ja Wahnsinn. Nun denn, auf den Markus, wie viel? 2 Flaschen habe ich noch, ne? Von dem habe ich gesagt, glaube ich. 6 waren es. Ja, 2 haben wir eingehalten. ja. Und zwar wie. Ja, zwei sind noch da, glaube ich. Eine im Stück unten, ja, dann ist das und noch 2 da jetzt dann. Theoretisch. Theoretisch, ja. Theoretisch. Praktisch wissen wir es nicht, aber. Liebe Paulacisti, Sehr, das sehr wollte besonders an Markus natürlich. Bei Wein darf es nicht faul sein. Du, das mache ich wirklich gern. Ja, das habe ich auch. Das ist auch eines der Lieblingslieder geworden im letzten Jahr. Besonders in der Pavlatschen, ja. Das machen wir jetzt auch. Das spiele ich nämlich gerne. Eines meiner Lieblingslieder. Das beim Wein darf es nicht faul sein und die Kleckerlpartie. Und die Keckerlpartie, ja. Das sind so meine Ding, ja. Meine Favoriten des letzten Jahres. Den Hof hat ein Deutscher gepachtet. Was kann das sein? Das sind hiesige Bauern mit den Alpakas und unten der, ich glaube, das ist aber auch. Aber es gibt da mehrere so Höfe, wo so ein bisschen in so Lamas oder sonst was. Also irgendwie was ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgefalleneres drankommt. Bist du Keks, Weihnachtskeks? Nein, ich habe ich nicht da. Hätte ich da gebraucht. Ich habe noch ein paar. Also, Ich auch noch. ja. Eine Ecos Titanium Series FETIXX. So teuer wie ein Einfamilienhaus, aber viel schneller. Einfach gekauft, aber das ist ja das, wenn wir da zusammenlegen täten, wir täten uns alle irgendwann ein Einfamilienhaus leisten können, aber die glaube ich noch immer nicht. Jo, als Matchbox-Variante, aber da gibt es wieder nicht. Ne? Also beim weitesten Phase ist die nächste Variante, die wir uns gönnen, sobald der Patrick ausgeraucht hat. Ne? Schau ich mir nebenbei auch. So wie früher, erinnert dich, Spielreisel. Ja, 2 Backeln Chick sind verdampft Erinnert dich. im Oceanbecher. Wenn es schon so spät ist, geht sich das. Die verliere. Was mit einem Zug? Die verliere. Was hat der Finger hoch? Super Chat, Ulrich, 10 Euro von Ulrich. Freue mich dabei sein zu dürfen, Ulrich. Jawohl. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Sehr Unser Verein, aber was für eine zum Wohle. Ich danke dir vielmals. Vergiss
ist, dass ich Wasser trinkt dazwischen. Das haben wir da umgestellt, dass man es nicht Das sieht. muss nicht sicht, ja. Ich Und schaue, schau, ich selbst da steht, so auch ja. noch was drin. Ja, beim Messi war noch blau im voll. Melde ist nächste Woche Spaziergang, sehr anständig. Sehr anständig. Jawohl. Weltklasse. So, pass auf, ich denke aus, weil meine ist quasi schon da. Okay, so Dann nehme ich einen Schluck Wasser, weil ich ein anständiger Bürger bin. Komm her da. Komm her da. Wasser soll man trinken, weißt du, viel. Das ist gesund. Beim Wein darfst nicht fad sein, bei ein Lied muss schön stark sein, sonst hast du nur die halbe Referenz. Beim Plaudern muss lieb sein und beim Busseln nicht lieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Rutschen, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's da davon. Du bist voll dabei, jawohl. Beim Wein darfst nicht fad sein und beim Lied muss schön stark sein, sonst hast du nur die halbe Differenz. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln nicht lieb sein. Du tust das nicht, du willst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal dann schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegst du davon. Jawohl, jawohl. Geile Nummer. Aber was halt für mich wiederum spannend ist, kaum trinke ich einen Schluck Wasser, kriege ich einen Schnager, oder? Also, weil wird das Sodbrand nicht weit sein. Nein, ich nehme Magenpulver. Aber das ist ganz Wein, alles, macht alles nichts, kaum haben wir Wasser rein, weiß es. Ja, aber es stimmt, die Chris ist lustigerweise betont der Klaus immer, dass er ein Spritzertrinker ist. Aber am Montagabend habe ich hier noch nie einen Spritzen. Naja, ich trinke schon, Spritzer trinken wir schon hin und wieder, aber du hast vollkommen Das recht. stimmt schon eigentlich. Die Beobachtung ist nicht falsch, weil ist wirklich so. Ja, ist wirklich so. Ich bin ein Spritzertrinker und da bei der Pavlatschen oft, ja, wenn wir halt Bouteillen haben, das möchte ich nicht unbedingt
Aber darum, es ist halt, nicht, also wirklich wahr. Ich gebe den Aschenbecher auslassen. Ja, ist ja Das kein machen wir, Fehler weißt vielleicht. du? Also, Mach aber- du den könntest einmal Aschenbecher wechseln mal und zu anderen quetschen, Ja, weil man das- dann nämlich auch nicht die Häusl fahren Das ist mir gerade die Wunsch, ich hab's gerade gelesen. Die D-Tanzen auch noch, der Markus Prestoni auch noch. Das nimmt ja kein Ende heute. Lauter hagelige Nummern. Wirklich. Schön. Wirklich. Ach ja, ui. So kann wie schon was auslegen, irgendwas. Nein, eigentlich nicht. Nein. Ja, schade. Eigentlich nicht. Und wenn ich eins auslege, Auch nicht. auch nicht. Oh. Es rumoren noch die Knädel mit ein. Das wird nicht der Kinderkohl mit Zwiebel sein wahrscheinlich. Kann auch sein. Das ist weitaus mehr, ja. Schau da, was schau da. Ich schau nur. So eine Käseplatte war jetzt schön gewesen. Mama. Käseplatte. Käse schließt den Magen, das passt halt genau jetzt da. Sagt Muster wie gestanden. Nein, eigentlich nicht wirklich, ne? Der Judith ist das, was er Ja. da. Aber der Knoblauch wurscht. Nein, eigentlich nein. Spielt aber was, ist nicht der Knoblauch wurscht. Apropos muss ich sagen, das Wichtige, so ein Kernöl braucht er dich wieder einmal. Haben sie eins noch, das ist ausverkauft. Sag ich nicht, wenn es kein Knoblauch wurscht müsst. Nein, Knoblauchwurst mag ich jetzt nicht. Jawohl. Neue Komposition. Das war der eingefallen. Okay. Improvisation ist alles, aber da entstehen oft die schönsten Stilgeln dabei eigentlich. Abenteuer. Schöner Holzer, ja. Dann los. Sehr französisch angehaucht.
Leicht Musette. Musette. Also, Tango lassen wir oder es gleich da. Hört Pixner. Ja, genau, der dafür. Was Raffi? Zur guten Besserung, was hat der Raffi? Nein, ist immer noch beträgt. Das ist Immer da auch. Angeschlagen. Ja, Ja, Glasschirm dann. Ja, Da ist ein Knofi drin. Was ja. drin? Das ist, Wo steht das mit dem Raffi? Da. Was taugt euch mehr? Weihnachten oder Silvester? Bin zu Silvester gelegen? Bin krank, ja. Hey, das, ja, ja. Ja, Raffi. Aus der. Ich bin auch gehen zu Silvester, nicht? Aber Zweimal die Steirisch in derselben Ratschen. Kann es denn eigentlich noch besser werden? Ja, wir können ja Trittsmisch. der Trittsmisch spielen, ja. Ulrich, bist du da hier oder was? Weißt schon guten Ding. So frohes Neues, ja, ist es schon. Ist ja schon vorbei eigentlich. Ja. Siehst du, wir haben ja Wasser noch geschinken auch. Das ist ja auch kein Fehler. Ja, nein, ich hab noch. Hat er noch. Lieder wie der Patrick, der spielt keine alle nicht. Michael und Tja, aus einer Familie. Also drum. Das ist ein echter Gestrampfter, ja, spazieren. Schau, die Achteln kriegst. Mein Immunsystem ist nämlich im Arsch, ja, Raffi. Ja, das geht mir so. Mein Bruder, meine Schwägerin, seit 4 Wochen Dauerhusten, Rotzen, also. Aber wirklich mein Bruder, also das ist. Da redet man nicht weiter davon. Spült alle vor, was aus der Nase kommt. Markus Bristonik spricht ein Lob aus. Der Patrick Danke, kann es danke. halt, da kann man nichts sagen außer Chapeau. Danke, Markus, danke. Der Rutgermat. Der Rutgermat am Spirkomat, jawohl. Spazieren, sagt der Pixen ist im Februar in Wien, ist ein Pflichttermin, ja. Ja, nein, Pixen ist natürlich ein Ja, Wahnsinn. aber das ist großartig. Da spielen wir noch irgendwas, also Ja, nicht was? die Eis, sondern irgendwas, weil dann kann ich noch essen dazwischen. Achso, Ist der gut, der kostet mal diese. Habe ich noch ein Stück, habe ich noch. Na, aber klasse, ja. Die Judith gemacht. Also nicht die Judith hat sie gemacht, sondern ich vermute, aber aus dem Burgenlander Knofe wurscht. Oh, Wahnsinn. Die eigenen Tiere. Alles. Sogar der Knofe ist von einer vom Feld. Ja, Wahnsinn. Was spielst du? jetzt spiele ich was Bekanntes. Also das kennt man schon, weil du so schön tanzen kannst. Weil ich noch zusammenbringen. Jetzt laut, gut. Gustav.
Das Laubgasse liegt hinten da drauf, das ist auch noch leibend, weißt du? Aber klasse, habe ich schon ewig nicht gespielt. Ja. Ewig schon. Wahnsinn. So sind wir ein Jugend und da. Den Helikonpass, jawohl. Schau, die Achteln von eine. Die Achteln von eine. Ja, die sind mächtig. Was wäre mit alle drei? Mit Bis- unseren Zusatzstufen jetzt. Bis ober ins Kontra. Spazieren hat genug Punsch, um trocken im Hals zu sein. Welt. Da haben wir doch, wir machen die Heide auf jetzt. Ja, Und du isst so eine, warte. entspann dich, entspann dich. Naja, ab dem Mundl gesehen, Silvester war also sehr gemütlich und ich habe es trotzdem sehr genossen, weil ich von Schießen nicht so viel halte. Raffe, jawohl. Das gehört ja trotzdem irgendwie zu Silvester. Ja, okay, das wird so. Da wie alle viel geschossen sind, die Bauern rundherum. Also nochmal viel, da rundherum sind ja Viehwirtschaft sozusagen. Da ist nie viel Böller drin. Aber ich sehe halt da oben die Raketen, aber es waren heuer weniger. Das vor allem, es hat nicht lang gedauert, in so Ja. ein Kettlersbrunn, und wir haben gefeiert Silvester. Kleine Runde, liebe Freunde und mein Bruder, meine Schwägerin. Da war auch ein kleines Feuerwerk, es hat 5 Minuten gedauert, rundum und um, so ist geschossen worden. Und wenig Böller und wenig Krocher und hauptsächlich Feuerwerk. Und gerade 5 Minuten, wunderschön, auswärts. Ja, ich glaube, Böller waren nie da. Ein paar Raketen. Wird man den Ofen schon wieder zumachen vielleicht, oder? Fällt mir nur so nebenbei ein, aber Hab ich vergessen. verharzt das ganze Holz so gar nicht. Geht alles in den Kamin, nicht? Die Wärme. Genau passt, nicht? Patrick ist halt Ja, alter Harzer. alter Harzer. Sieht man eh, ne? Ja, wir haben auch noch eine, aber Aber doch, du isst jetzt. naja, das ist ja ein Snack zwischendurch. Also, hoffentlich kommt ich so eine Frackhosen, wo die mir passt. Dann ist man. Ja, das wird die Herausforderung. Das haben wir schon, aber nicht in Musikerfrack gezahlt. Da die andere nehmen. Ja, so. Also, das lesen wir auch, wie wir dort hingegangen sind. Das ist gar nicht. Also, kein Problem, haben wir alles. In Steyr war ein schönes Feuerwerk. Wieso? Ackerl, warst bei der Susi? Susi. Daniela. Schlögel. Ich war ja beim Essen ziemlich länger und war da. Daniela Franz, jawohl. In Wien war es ein nackter Wahnsinn. Mit dem scheiß Kugelbahn, ja. Das glaube ich bin jetzt schon jahrelang nicht mehr in Wien gewesen, so Silvester. Ja. Weil mich Nein. das nicht interessiert. Die Depperten, die da schon ja anfangen, die fangen ja schon zu Weihnachten an zum Böllern. Und eben von den Böller selber, heute, die Krocher, das hat nicht viel. Raketen, also so ein Feuerwerk, das habe ich schon gern. Also ich schaue mir schon gern an. Ich gehe jetzt selber jetzt kein Geld dafür ausgeben und wie gesagt, da herum sowieso nicht. Eben wegen die ganzen Stallungen. Aber ich schaue das an. Ich schaue mir das an, na herrlich. Bin mit meinem Onkel da gestanden, der Donauwalzer ist da drin. Die Glasl haben uns voll geschenkt. Haben wir runtergeschaut, 2 Krauch sind mit einer gegangen. Alles leibend. Ja, so stellen wir Silvester vor, weil mein Silvester spielt sich erst da am 1. Jänner. Neujahrskonzert und mörderischer Branch. Und da ist es ja was glaubst du. Und genau der kriegt. Den Branch habe ich heiraten lassen. Ich war aber auch noch gesättigt vom Essen am Ja. Abend und in der Nacht. Also, Na gut, nein, wir haben Silvester, wir waren da allein, wir haben da jetzt gefeiert, also wir haben eigentlich aber nichts sehr schön gegessen in dem gefeiert. Sinn. Und dann, nein, Branch haben wir uns gegeben, ja. Ich habe zum Neujahrskonzert heuer kein Flascherl Sprudel getrunken, ich habe einen Kaffee getrunken. Ja, 2 doppelte Mokka mit Milch. was hat er? Mario Kriegelstein, Weihnachten war schön, Silvester auch, aber am besten war mein Geburtstag dazwischen. Marion, du hast Geburtstag gehabt. Ja, wir haben sofort was, Sofort. da muss man sofort was reinhauen. Mario Kriegelstein darf sich natürlich ein Geburtstagslied wünschen. Also, wenn es geht, eins, was wir kennen. Unbedingt.
Hab mit 15 Kracher geschmissen wie blöd, jetzt bin ich ein bisschen, ja, ne, als Kind aber ich meine, wenn du jetzt ein paar Kracher hast, das macht jetzt nicht Ding, aber heute sind sie ja deppert. Was sollst du machen? Dafür ist ein Kirchen, ja, bei uns in Ternitz eben, nicht, wo ja mein Neffe wohnt, nicht, dort ist der mit der gestorben drauf, ja. Eine Kugelbombe, ja, was brauche ich? Eine Kugelbombe? Eine Raketen, wie man mal sagt. Raketen, das ist leibend. Absolut. Das ist was zum Ausschauen und ist halt lauter, oder geht es ja um das, das schön ist. Aber ein Knaller oder eine Kugelbombe, was macht außer einem Murz, ein Schäberer, nichts. Das ist wirklich für geistig Zurückgebliebene. Anders ziehe ich das nicht, weil was ziehst du aus, schmeißt du, bumm, leibend, das hat Geld gekostet. Raketen, sagst du, naja, schaut schön aus, die Ästhetik. Oder auch Geld kostet, das auch nicht. Aber nein, aber beim Reinen nur beim Ding komme ich nicht mit. Aber ja. Dennoch, ich würde das jetzt nicht so im großen Stil verbieten, aber halt, das ist, wir wissen ja alle, Schau, man muss den Menschen schon welche Leute anlassen. mit, Und ja. das ist immer gewesen und es gab vor 20, 30, 40, 50, 70 Jahren weitaus mehr Verletzte jedes Jahr und Tote. Das ist heuer, nicht? Also, und, ja. Ja, da ist, geht ja um das. Na, wenn es ja noch das ist ja freie Welt. Kannst du nicht den Menschen. Ja, so Ja, freie Welt, ja, kannst du nicht verbieten. Wenn der das ist ja sein Ding, ne? So, Silvester stand ich hinten am Dom wegen der Bummerin, war ja zweimal nicht in Wien, glaube ich. Silvester. Oder warst du nicht auf dem Pfad, oder warst du direkt am Pfad, wenn man doch bis deppert. Der Läusel, Maria Kriegelstein, ja, ist eh noch offen. Auch wenn es keinen interessiert, ich habe mich heute rasiert. Und da ist es mir passiert, ich habe mir die Kinnlade perforiert. Eine feste Ecken abtaschiert und jetzt sitze ich da und bliert. Stimmt ja, das war ein Weltreim. Bravo, Franz Brandl. Ja, Frau. Rotwein steht dir. Marion Kriegelstein hat sich schon was Den gewünscht. Läusel. Ziehen wir den vor. Ja, unbedingt. Unbedingt. Für die Marion. Sich freut. Zwischen Weihnachten und Neujahr Geburtstag haben. Das war als Kind sicher Arsch. Geschenketechnisch, meine ich. Am schlimmsten ist ja mein Onkel dran, mein Partneronkel, der Onkel Norbert, der hat am 24. Will du? Wie ist Jesu Kindlein, Ja. sozusagen. Na, mein ältester Bruder hat am 12. November ist von, oder? Im Dezember. Warte mal, Mein Ex-Schwiegervater der andere ist am 12. November. Das blöd, ich glaube am 20. Dezember. Ich weiß nicht mehr. Scheiße. Hoffentlich schaut er nicht zu. Bei der Hose ist auch geschmissen worden, ja? Ja, Fritzl, wir haben das alle gemacht. Selber gebaut früher. Sicher was gefährlich, aber ich meine, wenn es an Jugendlichen alles nimmst, was irgendwie, ich meine, schau, die Hermannshöhle, haben wir da, dann also so Richtung der Kirche, Ja. da gibt es die Hermannshöhle. Und die Hermannshöhle, die hat eine Bur entdeckt. Der ist im Wald gegangen und hat herum und ist da reingeklettert. Und hat das entdeckt einfach. Das war Abenteuer, ne? Das war Höhle entdeckt, ja? Das war pur. Ja? Irgendwo halt, was weiß ich, Zeitl her. Und heute ist es alles angesperrt und zugesperrt und Ding und so. Und ich denke mir, ja, ich meine, klar kann was passieren, aber du hast doch heute als Jugendlicher wirklich gar keine Möglichkeit mehr, irgendwo mehr oder weniger gefährlich leben ein bisschen. Nämlich, das gehört halt, das ist halt auch so. Klar ist alles schon was passiert, aber wir haben doch alle gemacht schon davor, dass wir überlebt haben, unsere Jugend im Vergleich zu heute. Ja gut, ich bin fast nirgends aufgekommen. Also insofern, das war mein Problem nicht. Aber trotzdem, was genug an. Ich bin mit dem Skateboard, mit dem Bernie, mit meinem alten Schulfreund, mit dem Bernie, mit dem Skateboard, mit den Skateboards, sind wir in Katamaran gefahren, weißt du, hinsetzen auf jetzt und die Hände am anderen. Und dann sind wir von Schloss Wilhelminenberg die Wilhelminenstraße runtergeschossen. Natürlich unmöglich zu bremsen oder irgendwie zu lenken, wir haben es irgendwie bis oben geschafft. Aber dass wir da nicht, mit einer mörderischen Geschwindigkeit, dass wir da nicht krepiert sind und dass uns da kein Auto angeschossen hat, oder sonst, das ist ein Wunder. Einfach nur ein Wunder. Das hat mit sonst nichts zu tun. Aber es gehört. Was willst du machen? Das gehört doch dazu. Wenn du alles nimmst, keiner darf mehr was machen.
Ja, was sollen sie denn tun dann? Ne? Muss man auch sagen. Aber auf jeden Fall, ja, Fritzler Statue mit 16, das kann man sich vorstellen. Der Böller baut. Jawohl. Ja. Und heute tut er das Sitzer-Motorrad weh. Aber nicht in Wunden, Klaus. Jawohl. Ja, am Pfad war ich früher am Abend im Graben. Wegen dem Punsch, ich verstehe. Jawohl, der Franz Bartel ist ein Haus- und Hofdichter. Was soll man da? Die Marion sagt, das war wie der Kölner Karneval. Durchgängige Party. Da meine beste Freundin und meine Tante auch in der Zeit Geburtstag haben. Ne, das war leibend. Bei euch geht's los. Weit geht ist ein Osterhaus, ne? Kommt bald. Chrissy sagt, Läusel, die 3, gehen wir, kalt ist nicht, jawohl. Und hat so die Bahn runtergehauen, ja, na klar. Ich meine, wie gesagt, ich bin nie weit geflogen, weil ich nicht weit raufgekommen bin. Ne? Okay. Aber, In allen Varianten. genau, und heute auch Musikraum, und heute gibt es Schilder im Wald, wie der herabfallende Äste hingewiesen, ja, beim Wind. Und das stimmt, das ist halt so. Fränkische Schweiz, Muckendorf haben wir aber auch, bei uns gibt es auch Muckendorf. Sind viele Höhlen noch frei zugänglich, eigentlich ein Irrsinn. Ja, Nein, gar nicht. eigentlich ja, aber auf der anderen Seite nehmen, ich meine, wirklich, wir haben unsere Jugendzeit gehabt und so bis deppert, wir haben nichts abbringen lassen. Und jetzt gehen wir her und sagen, nein, es geht alles weggesperrt. Stell dir vor, in unserer Jugend war das alles, was ich gemacht habe, gar nicht möglich gewesen. Stimmt. Das muss man echt sagen. Allein oben auf Muss man echt der sagen. Jubiläumswarten, da war ja der Bunker damals noch nicht alles zu. Aber Genau, eigentlich ne, haben wir, der klar waren wir drinnen. Ja, jetzt, Das Buben ist ganz kleine noch. Entschuldige. Jetzt ist das alles verstrengt zugemacht. Ja, gefährlich. Und Ding. Klar ist nicht ungefährlich, nicht? Das ist klar. Das Gefährlichste war maximal immer die Watschen, was kriegt. Test. Ich habe ja keine Die Test, Test. Meine Eltern waren das Ding, aber trotzdem nicht. So, was man jetzt sagt, Läusel, alle drei, ja, das habe ich da. Läusel, die 3. Auftrag. Was ist nicht, ja. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit den Gruber und den Meier. Alles war so festlich und so elegant, die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel hätt nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist das Essen gekommen. Na und schau, kaum wurden die Händel und die Fleischlein serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Oder so sich stierst auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat, und dass der Läusel nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lampada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht so, ein Stuhlbauer. Jesus, es ist so schade. Es ist so schade, es ist so schade. Weil da fällt der Läusel noch dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Und das hätte der Läusler sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Leich. Ja. Es ist so schade, es ist so schade,
Es ist so schade. Der Läusel ist tot. Hallo. Großartige Nummer. Monika Kuri. Absolut. Beste. Beste Glückwünsche zum Aber das Geburtstag. Gute, Marion. Liebe Marion, beste Glückwünsche zum Geburtstag. Auf das stoßen wir dich nochmal aus. Oje. Darum habe ich das so gesagt, weil ich gedacht habe, du schaust gerade, da ist da voll Flaschen vertuscht. Oje. Wirklich wahr. Eine Weltnummer, Markus Bestoni, danke schön. Die Achtel von einem, danke. Die Achtel von einem. Der Christina Maat mit dem, ja, aber die Strophen müssen wir da herhalten. Im Vita im Mödlinger Bach gestiefelt etc. Ne, ist so klar. Was? Läuft auf ein Betretungsverbot in den Wald? Ja, das kann nicht sein. Man sieht es da bei mir da, nicht wahr, am Land, ist es ja so, da weiß man, wenn der Sturm geht, dass man nicht in den Wald geht. Da weiß man auch, wann die Jagd ist, dass man an dem Tag nicht in den Wald geht. Ne? Na, das ist Für da uns kein auch. Problem. Das ist da kein Problem, weil das sagen sie ja vorher auch. Ja, da, Also, ja, meine ich, da weiß Ja, man's. aber Weiß da man, ist, das da ist ist, ganz einfach. ja, aber der Käse passen sie wieder auf. Aber sicher ist man geht nicht überall. Ein Querschläger ist oft einmal tödlich. Ja? Das ist Nicht nur Querschläger. Was sagt der Raffi? Man hat schon immer das Gefährliche gemacht, weil es halt verboten war und das ist heute genauso, glaube ich. Und das gehört halt auch irgendwie dazu, aber man sollte keinen anderen Menschen verletzen. Ja, aber man muss halt selber ein Risiko eingehen. Und in der Jugend vor allem. Wir sind alle vernünftig, aber ich meine, schau, aber der Unterschied, wenn ich Motorrad fahre oder wenn ein junger Motorrad fährt, ist halt, ich bin halt viel vorsichtiger. Ich bin nicht zwangsläufig deswegen besser oder so, sondern ich bin halt vorsichtiger. Der Junge, der will sich halt ein bisschen, ja, ist halt so. Ja. So, was habe ich da jetzt da? Marion Kriegelstein. Mario Grillstein, jetzt einmal auf dein Geburtstag, weil der Patrick endlich was eingeschenkt hat. Alles Gute. Alles gell? Gute zum Geburtstag. Quasi ein Christkindl. Quasi ein Christkindl. So, jetzt muss ich schauen, die Mega das Tag schon. Ja, der Rutgermatt, aber du hast die Oma auch was. Der Christina Maat mit dem Rutgermatt, dem Steuermatt, alle drei. In diesem Großformat spielt der ganze adäquat mit seinem Apparat eine Trarerei. Ja, aber ich muss das dann da aber singen können. Ich gebe dir mein Handy da. Nein, pass auf, nein, das hilft mir nichts. Ja, der Rutgermatt, der Steuermatt, die spielen ganz akkurat alle zwei. Die Pavlacisterie in der Pandemie ist vor der Harmonie ganz unschlagbar. Genau, das ist die Wurst. Nein, den nehmen wir. Achso, und die anderen Strophen muss ich mir auch herlegen. Wollen natürlich immer noch das nicht wieder mal auf die Gitarre. Ja, aber Das gescheit. Lied spielen wir seit 28 Jahren. Ja, aber ich kann es halt nicht. Willst du einen Knopf wurscht? Nein, danke, wir müssen nicht singen. Ah ja, das soll ich Oh, gerade das nicht hätte ich wurscht, eine. Ach Gott, nein, das auch Botschal macht mir, was? Aber Gott sei Dank nur manchmal. Ist ja gleich weg. Ich beiß die Losen. Ja, also, ich will noch ärgern, vielleicht mit wem. Ich weiß nicht. Erst auf zum Beißen. So. Wir haben es gleich. Aber das ist gut, gell? Das ist gut, ein Stückchen das ist schon genug wieder. Mächtig. Ich muss mir dann ab nächster Woche bin ich ein bisschen wieder auf Schonkost, einfach so. Und siehst du, das habe ich jetzt Ich spiele es schon wieder. Nein, ich hab wirklich die Feiertage überhaupt nicht. Schonkost und noch einiges an Wein, Bier und Schnaps und dergleichen. Also. Ich war mörderisch brav. Ich habe nie angesoffen, dass ich auf alle Viere und so, nein, nie, aber trotzdem war es genug. Ich schlägt mich, Ach, so weit war es nicht. Oh. Nein, ich war ganz. Also wirklich nicht mörderisch viel gegessen, aber sehr gut gegessen. Und am 6. Jänner bin ich aber im Triad, Wörderisch Leibades Heimlokal da bei uns. Gehört glaube ich sogar gemeindetechnisch so Grumbach.
Das geht zugrunde. Glaube, Ja, ja. Und also wie ist da gleich bei Botschen raus, dort rauf, gehen wir schon gut. Ganz liebe Leute. Ganz liebe Leute, super, super Kuchel. Und da bin ich mit meinem Monkelein. Habe ich eingeladen, also wäre ich eingeladen, muss ich erst noch sparen. Bitte, das war jetzt vielleicht sicher selber. Nein, warte, sicher selber, tue ich mal ein schmartes Ding nochmal ein. Muss ich sparen, ich muss mein Monkelein ausführen. Also ich muss nicht, sondern ich möchte, ich habe das schon gesagt, habe schon reserviert. Und da haben wir einen Chefstable, haben wir da am 6. auf die Nacht. Und der ist da quasi in der Kuchel. Das ist echt leibend. Ist ja leider nie ausgegangen. Zu Ja. Ja. Wir reden seit Jahren. Ja. Besprochen, ja. Aber ja, es ist halt Hat sich- Pandemie sich- dazwischen. sich- Pandemie dazwischen, das war also Also haut eine bitte, ich möchte mit Mucki einladen. Also tue ich auch, aber war leibender, wenn wir Gerstl hätten. Also, da hat ein Nuller dazu, wenn es was Ja, später genau, ist. so am Lokal, hallo. Ja, nein, aber es ist natürlich. Und da wollte ich wieder mal gesagt haben, dieses Insert. Und nein, da gefällt mir es voll. Das Glaub wird ich, wirklich ja, echt absolut leibend. Wirklich echt leibend. Absolut, ja. Das gefällt mir. Und ich war sicher, also die Pandemie war ich nicht, also 2 Jahre locker nicht. Jetzt ist die Pandemie, ist aber schon 2 Jahre her wieder fast. Ja. Also kannst du sagen, also 1 Jahr her, jetzt kannst du sagen, ich war sicher 3 Jahre nicht dort. Und das ist eine Schande. Ich meine nicht, dass ich Bei mir ist über 4 Jahre. in einem Heimlokal ein- und Über ausgebe, 4 Jahre. so kann man es auch nicht leisten. Aber hin und wieder stehe ich auf das schon sehr. Und der Triad da in Kronbach ist wirklich. Weil es so eine schöne Sache ist, Haubenlokal, aber trotzdem sehr bodenständig das Ganze ist. Das ist Absolut. das harmoniert zusammen und war fantastisch. Das ist ja der Bahnhof, wo sie die Veronika her ist, das ist eine Frau quasi vom Küchenchef, vom Uwe. Das ist ihr Elternhaus. Also ein Bauernhof und herrlich hergerichtet. Bei sagen wir immer Küchenchef Uwe, bei mir ist der Küchenchef eigentlich der Roman. Das kannst du nicht sagen. Der Uwe ist der Küchenchef. Der Uwe hat aber Das nichts sind die dagegen, nicht. wenn man das sagt. Das sind die nicht. Die zwei harmonieren super. Von Anfang an. Der Roman ist schon lange dabei. Ja, ja. So, aber jetzt genug davon. In was spielen wir das? Da ist in G. In G. Spielen wir es in G. Bitte schön. Danke, ja, genau. Und die Neberfahne und die Toyotenhane und die Zitronenrese, alle 3. Die sind in Stadt gegangen und wollen einen Go gefangen. Dabei sind sie am Mühle gegangen, alle 3. Die sind in Stadt gegangen und wollen einen Go gefangen. Dabei sind sie am Mühle gegangen, alle 3. Und der Stravanzer Hansi und der Granoten Franzi und der Chile-Wickel, alle 3. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen einen Hasel fangen. Dabei sind sie nicht gegangen, alle 3. Die sind in Stoten gegangen und wollen einen Golden fangen. Dabei sind sie nicht gegangen, alle 3. Die sind in Stunde gegangen und wollen einen Golden fangen. Dabei sind sie nicht gegangen, alle 3. Jetzt hast du 3 Strophen vermischt, gell, weißt du? Das kann ich auch, was leid. Wie? Das ist wirklich mal laut, ja? Und der Grammatanzer Schani und die da Goldenei und der Rienegel, alle 3. Die sind zum Hingler gegangen und wollen einen Golden fangen. Dabei sind sie am Meier gegangen, alle 3. Die sind zum Hingler gegangen und wollen einen Golden fangen. Dabei sind sie am Meier gegangen, alle 3. Und die Krawotentone und die Hefenfrone und der Spinatpferdl, alle 3. Die haben im letzten Sommer an die Wasser weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle 3. Die haben im letzten Sommer an die Wasser weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen,
und der Pavlaschenkanal, pass auf. Jojo, der Rutgermatt und der Steuermatt, die spielen ganz akkurat, ohne Zawa. Die Pavlatschisterie in der Pandemie ist voller Harmonie, ganz unschlagbar. Die Pavlatschisterie in der Pandemie ist voller Harmonie, ganz unschlagbar. Ich suche da mal raus den Text, warte mal. Und nochmal. Jojo, der Christina Matt mit dem Rutger Matt und dem Steurer Matt, alle drei. In diesem Großformat spielt er ganz adäquat mit seinem Apparat a Trarerei. In diesem Großformat spielt er ganz adäquat mit seinem Apparat a Trarerei. Alle drei, mit alle zwei Zusatzstrophen von der Maggie, jawohl. Ich hab die 3 Strophen habe ich reingebracht, ja. Also 3. Gut, ja. So, Kann ich auch. ich beiß nicht mehr. Wichtig ist nur, dass es nicht stockt. Weißt, das ist, Das ist wichtig. das ist, Oh weh, schau, was ich alles schon ver... Na, warte mal, da war ich schon. irgendwas Wichtiges übersehen? Nein, oder? Wenn man wieder mal ein Botellen Veltliner trinkt und der Glase mit dem leeren Glas winkt. Bravo, Franz. Na, die Achteln, schau. Das Haus vor Meierhöfen 9. Ja, das ist bei mir da gleich. Also wirklich gleich da. Meierhöfen. Ist der untere, also, ja. Aber da hat keiner Lamas oder sowas. Da gibt es nichts dergleichen. Aber Meierhöfen, auf Meierhöfen schau ich oben. Da musst du durchfahren, dass du zu mir raufkommst. Oder dass du zum Marvihof Das weiterkommst. gleiche Haus, was du angeschaut hast. Nein, das war Schützenkasten. Nummer 7. Schützenkasten war das, genau, ja. Aber durch Meierhöfen fahren wir fast quasi durch. Wenn man zu dir fährt, ja? Ja. Richtig, ja. Ja. Applaus. Danke, Buben, sagt die Maggie. Oder ist es unten auch Meierhöfen? Nein, das ist Ungarn. Nein, es kann aber auch. Nein. Es ist auf einer Bundesstraße, also auf einer breiteren Straße, zweispurig. Also, eine breitere Straße mit Mittellinie gewesen. Oder ist es innen quasi so eine Landstraße oder mehr oder weniger einspurige? Weil das könnte sein, dass da unten, weil da gibt es sicher Lamas. Oder Alpakas, aber ich glaube, das ist der Lamahof. Ja, freilich. Das wird zum Meierhöfen kehren. Von Kirchschlag auf der Bundesstraße her. Der Leiwand. Geh wieder. Das kann gut sein. Ja, muss ich nochmal starten jetzt. Okay. Ja genau, ne, die Krise sagt nochmal, die 2 Sonderstrophen mit den Matten stammen von der Maggie. Ja. Der Wolfgang Godin. So. Schon wieder. Geht schon wieder? Ja. Geht Gott sei schon wieder, Dank. danke. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, du tust Tetris spielen oder Nein, irgendwas, nein. da werde ich nicht da die, Ja, ja. die Live-Show haben. Ja. Ja, der Titel ist gleich weg. Der Rick, ja, das ist schon. Okay, scheiße, das ist weg. Okay, von 2. Schade. Ist ja gut, die ist super. Die ist so weit. Die ist so weit, gell? Aber wirklich. Die heißt nicht nur Knoblauchwurst. Da ist ja Knoffelwurst drinnen. Ja.
Wahnsinn. Wahnsinn. So, was haben wir noch offen? Heidelfrau. Zum Beispiel. Ist mal ja Schon, den Mopeds da haben wir auch noch offen. Jesus, nein. Jesus, nein. Fehlerfrei. Denk an, zweimal schon gelungen. Ja. Ich kann sagen, ich habe von 40 Aufführungen 40, Zwei. 400 wahrscheinlich. Nein, so oft haben wir noch nicht gespielt. Aber jetzt habe ich von 40 Aufführungen. Habe ich 2. Also Korrekt. alle zusammen, nicht nur Pavlatschen Aufführung machen, sondern auch so vielleicht auch. Ja, aber so oft haben wir noch nicht gemacht. Aber oft. Aber es soll jetzt 50 sein. Aber doch zweimal fehlerfrei. Ja, die beste ist immer noch die Karl Lentner Version. 10 Minuten hat es gedauert. Die war Wahnsinn. So, Und die Puppen hast du 20 Mal verloren. Wahnsinn. Gleiche Strophen in verschiedenen Varianten. Habe ich dann gesungen. Dann habe ich gesagt, das tut mir leid, ich komme nicht mehr rein textmäßig. Wir arbeiten uns jetzt am Schluss und fertig. Du, weil die Merke gesagt hat, die anderen Strophen von alle 3, es ist so, dass er überliefert ist, alte Stickel. Aber der faire Wunsch, dort schaue ich schon, der faire Wunsch und der Poldi Müller, die haben da viel gemacht miteinander. Faire Wunsch kennen wir ja als Komponist von Stütz meine Rosenstall, heute kommen die Engel auf Urlaub nach Wien, auch das Wein. Schon? Also der faire Wunsch war ein Wahnsinn. Und der hat das, und die haben das quasi zusammengestellt, ja. und halt ein bisschen, wie soll ich sagen, neu arrangiert und so. Also es ist, das Lied ist tatsächlich eben nach einer alten Volksweise, wie man so sagt. Da steht, unter teilweise Benutzung einer alten Volksweise. Und das haben die dann geschrieben. Im 58er Jahr wurde es als Copyright beim Ludwig Grenn Verlag, Ludwig Grenn, ja. wurde das dann sozusagen fixiert. So, da wird das an. Ein unangenehmes Geräusch darf haben. Ja, Ist schon aus. der Kühlschrank will auch mitreden. Ist ja so. So, ich bin bereit. Bereit, ja. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Auch jeder tut sie freiwillig grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür haben wir hier was ins Kerberl rein. Ja, bei der Zinse, hier da gerne. Schatzenleser, Heiselfrau, am Friedhof in Stadtland. Die Handschrift Goethe schiert so blau, jetzt singt sie, ja, jetzt singt sie, oh Stadtland. Sie kennt alle die Mittel, das im Fernsehen bewähren. Duftende Hakle und Kose und Skert, fröhlich tut sie heiß und putzen, weil man will sie ja schließlich benutzen. Dafür haben wir hier was ins Kerberl rein, ja bei der Zinse, hier da gerne reißen wir die Hände in die Höhe. Was meint er? Schatzenleser, Heiselfrau, am Friedhof in Stadtland. Die Handschrift Goethe schiert so blau, jetzt singt sie, oh, jetzt singt sie, oh Stadtland. Jetzt geht's auf den Markt. Die gute alte Klangspielung von Legat. Ja, oder noch älter.
Der Hochspüler. Hochspieler, also. Legat war natürlich ein. Aber der hat natürlich durch die frohe Fallhöhe des Wassers, der hat aufgerammt. Ja, das war ein Kercher in der Muschel. Der hat kerchert. Das nicht so wie heute macht mit der Knocke, der kann nicht runter. Ja. Das war bei dem nicht der Fall, mein Lieber. Die kriegst du schon Hände in die Höhe, verweigere ich. Nee, jetzt war ich gerade voll im DJ tun, nicht? Und da verweigerst du. Häuselfrau wird mal ein Ballermann-Hit. Michael Unger. Ich muss sagen, ich wünsche es im Patrick vor allem. Und so Ja, ich hänge nur mit Verlag drin, ich bin ja nur mit kleinen Beteiligungen, aber ja, hast recht. Ich wünsche es uns, dass ein Ballermann aber irgendwie auf der anderen Seite habe ich Angst vor dem Tag. Nicht nur du. Ja, der Raffi sagt die Leiertänze bitte. Auch die Monika wird sich freuen. Ja, natürlich, ja. Monika hat auch ein breites Spektrum eigentlich. Da schreibt es nichts mehr. Ich sag nur Heiselfrau, Läusel, Habibi. Was ist denn noch von ihr? Warte mal. Ja, aber allein die 3 Lieder, das ist schon so gestreut Ja, so weit. dann haben wir ja du, also Knopf, das ja, sind das schon du, Bekannte, die das auf der CD. Du Knopf ist, du Bof ist, das von ihr. Ja. Ja, gibt es ja 2, 3 sind noch, glaube ich. Was wir noch für gemacht haben. Ja. Der Manfred, Ja, zieht. an der Kette ziehen, ja, das ist wirklich leibend. Weil du hast da ins Spiel gehst und du hast gedacht, Alter, hoffentlich hält das alles. Bis da. Ja, das halt. Das war schon wild, gell? Das war nur so zum Und Teil du hast das auch- 3 Real. Ja, und was, aber das war ja, wenn du Das außer das, jetzt. du hast einmal eine Sekunde nichts gehört, nichts. Vor allem, du hast ganz schön laut sein müssen bei dem. Ja, Das war, Und dann hast du nichts gehört. Und aus dieser Stille, aus dieser Spannung kam irgendwann. wie wenn du da Schleißen aufmachst, Ja. der Talsperre. Ja. Du hörst schon ein bisschen aus, und kommt noch immer nichts, Und du hast gewusst, da kann sich kein Urinstein bilden, Nein. weil es einfach mechanisch weggescheuert wird. Wie und der so. Code nach Urinstein. Na, herrlich. Herrlich, ich schau, mein Handy wird schwach. Mein Handy wird schwach. Glaubst du, das? Ich meine, ist wurscht, aber lassen wir es aber zum Schluss. Ja, ich brauch's dann auch wahrscheinlich. Ne? Also lad einmal du ein bisschen auf. Wir könnten uns ein zweites KW auch annehmen. Aber Geht man auch eigentlich, aber wir wollen nicht übertreiben, gell? So. Das muss zum Oktoberfest ist. Taschlermarsch ist jetzt auch gewünscht. El Bandi Musikraum, jawohl. Babusch. El Bandi, das war legendär. Mit der Ferguson. Die Ferguson war das. ja, genau. Die Ferguson. Das ist alles keine Klospüle mehr. Die gute alte Ferguson. Quusch. Ja, legendär. Legendär, Ja. absolut legendär. Ja. Absolut. Wir sind ein Schluck nicht mehr. Ja. Wir sind ein Schluck nicht mehr. Danke Musikraum für diese Erinnerung. Weltklasse. Quusch. Eine echte Ferguson. Ein Highlight für mich persönlich war wirklich auch El Bandi, wie einer so heiß war und er wurde von der Familie sozusagen gezwungen oder unter Druck gesetzt, eine Klimaanlage zu besorgen. Und er hat am Second-Hand-Markt eine besorgt und so ein unglaublich, das ganze Wohnzimmer voll. Drauf ist gestanden Property of Erwin Rommel. Und er ist da gestanden und alle gesagt, was ist das? Er hat gesagt, das ist eine echte Kaiser. Deutschlands Stolz im Zweiten Weltkrieg. Die Klimaanlage, ja, Weltklasse. Dann hat er es eingeschaltet und im Stadtviertel ist es Licht. Das kann man, ja. Und dann kommen mit Heigabeln und Fackeln. Das war noch große und Fernsehunterhaltungskunst. Meiner Meinung nach, aber bitteschön, wer bin ich? Aber herrlich, aber natürlich die Ferguson. Weil die Leute, die halt El Bandi nicht kennen, die werden sich jetzt denken, Alter, von was redet der kleine Blade da? Tut mir leid. Ist ja so. So, aber jetzt haben wir gesagt, Ruf und Leier. Die Tanz waren noch vorher eigentlich. Ja, also weil es ist Aber auch Taschlermarsch. 3 Instrumental Ruf und ist Leier. da okay. Das kann ich euch zumuten. Nein, da müssen wir auflockern. Ne? Das ist ja. Sagen wir nur mit welchen du anfängst, das ist Da was. mit die Ruf und Leier haben. Das schau ich. Und C-Dur.
Bereit? Ich weiß das nämlich. Gratuliere. Schön Stegel, zusammengestellt auch und zusammengetragen. Also ähnlich wie mit den alle drei eigentlich. Von Auch für einen Wunsch? Franz Kemmeter. Vom Kemeter, ja, vom Franz Kemeter. Kemmeter. Der große Franz Kemmeter. Also Ja, groß. ja. War groß, also wie Jan 86, gell? Quetscher auch nicht. Ja, kam Kemeter ganz wichtig. Hat es ja gegeben, die Kemeter Schrammeln. Kemmeter, Faltel Kemmeter Schraben, ja. Ja, also war schon, was stimmt. War Nein, auf allen Platten, was Hans Moser damals war, wo ist da? Erich Kunz, Luzi Beierl, bis hin zu Mitzi Starice, Rudi Hermann, waren die immer Faltel Kemmeter Schraben, Ja, die ja. Begleitermusiker. Ja, also Kemeter war wirklich. Und auch den Soundtrack, wie man heute sagen darf, von Schrammeln, von dem Film, die Musik ausgespielt Wo hat der Kemeter gemacht? Faltel Kemmeter Schraben. Ja. Na, schau dir was an. Ja, ja. Schau dir was an. Großartig. Ja, Das ist also quasi kann man sagen, der Soundtrack, also die waren Ja, die ja. Musiker da von dem Ja, Film. Also alles, ja. was da gespielt wird an Musik, an Schrammelmusik, ist alles alles gemacht. Kemmeter, ja. Ja, verstehe. So war Immer, nicht gewusst. immer in Kombination mit Paul Holbig, nicht die zwei. Ja, genau, ja. Aber immer die gleichen. Und der Hans Faltl war Wiener Philharmoniker. Aha. Hans Faltl, ja. Na, das wäre auch nicht gewusst. Ja. Das sind Details, die wir auch nicht gewusst. Aber das ist spannend. Ganz ein Und- spannendes Leben, ja. Und ich meine wirklich, also die Ruf und Leier sind so wirklich tolle Sehr Stücke. guter Stieg. Und haben wir direkt gut gespielt eigentlich. Ja, ehrlich, ist schon lange nicht wieder, aber. Den einen oder anderen Gigs kleinen hätten wir Gigs auch. habe ich gemacht, aber schau, die Achtel von eine, das heißt, es gefiel. Darf ich mir noch was wünschen? Ich hätte so gern das Werner Kmiert. Nächste. Aber ihr macht es mir Riesenfreude damit, man diese Instrumentalstücke anwünschen. absolut. Muss ich ehrlich sagen, ja. Absolut. Grüße, Werner Bringt mich Kmiert. gleich wieder in die Dinge, dass ich mir ein paar noch mehr wieder mal Ja, nicht so. vorkrame, ja. Was Wien ich mir, bleibt Wien zum Beispiel. absolut. Und was ich mir auch gedacht habe, das wäre doch super, also das würde ich mir wünschen, obwohl ein bisschen außer Konkurrenz, dass wir uns ein Stück einlernen, was der Kronprinz Rudolf geschrieben hat. Das war halt schon lässig. So viel sind das nicht. Nein, es sind. Zwei oder drei. Nein, das sind Für die Schrammelmusik. 12 Lieder. Oder Nein, auf der CD, die es da gibt. Ja, die sind ja von ihm. Nein, gar Ja, nicht. Da ist ja. der Mondwalzer drauf. Das Achso, ich glaube, das sind mehr. Nein, Nein, aber nein, es ist ja wurscht, vielleicht, weil das war schon lustig, wenn du sagst, das Lied hat der Kronprinz Rudolf für die Schrammel geschrieben. Wo hast du das? Auf der Ja, ganzen Welt, ja, dass stimmt. das in dem Fall nicht Kronprinz, okay, war nicht der Kaiser, aber das
das war der angehende Angehende Käse, Käse, ja, da ja. war der Absolut, Nachfolger. ja. Also halt, hat halt nicht hingehauen so, aber das war der Nachfolger vom Kaiser, der da kommt und der schreibt für Volksmusikgruppen. Schreibt der ein Lied, das hat es auf der ganzen Welt nicht gegeben. Das war irgendwie leibend. Aber ich weiß ja nicht wie gut, aber ich glaube, er hat ganz passabel oder ganz schon geschrieben. Ja, absolut. War nicht schlecht. Absolut, war nicht schlecht, ja. Oder war ein großer Fan der Schrammel eben. Und das war eine leibende Geschichte. Wobei man sagen muss, die Schrammel, das waren alle Studierte bis hin zum Tänzer, nicht? Also Ja, das nein, das war alles. Johann und Josef Schrammel haben wir beim Helmesberger Richtig. studiert, ja. Den wir wiederum kennen, Konzertmeister den wir natürlich. wiederum Also damals kennen. hat sie noch nicht Konzertmeister geheißen, sondern Kapellmeister. K&K Hof Musik. Er war quasi der Konzertmeister der Wiener Philharmoniker damals, die auch noch nicht Philharmoniker geheißen haben, so, aber das, ja, das Hofopernorchester. Ja. Hofopernorchester. Und das Genau. wissen wir ja eben auch, Hemmelsberger, wissen wir auch spätestens, wer aufmerksam Gestern, das Neujahrskonzert also, ja, dort bedacht hat. Ja. Da wurde auch Hemmelsberger ein ihm gewidmeter Gewidmetes Marsch, Walzer oder Walzer, Marsch, ja. weiß ich nicht mehr, aber gespielt. Und das ist natürlich spannend. Ne? Zum Werner Gmiert gibt es aber auch einen Text von der Trude Matzig. Ja, stimmt. Von der Ja, Trude die kenne ich auch. nicht, ich kenne aber den anderen. Ja, nein, den kenne ich schon, Den, aber der Gerhard hat singt da. ja, Wie Gott hat gemacht, das Paradies. Ja, Das in seiner Pracht. genau. Aber Gott hat gemacht, das Paradies, das in seiner Pracht da gestanden ist. Und so weiter, weiß ich nicht. Ja. Aber das kann nicht sein, dass es von der Matzig ist vielleicht. Der Text. Aber es ist so, Ja. ich habe also ich bin nicht so, auch bei Wien bleibt Wien, ich meine, klar, man kennt diese Texte in das Herz von einem echten Werner, das mir es Ursprünglich war es eigentlich der Marsch extra und dann gab es nämlich noch das extra Lied, das Herz Genau. von einem echten Genau, War natürlich in der Nacht geschrieben. Nicht? Ja. Ist man arbeitet ja als Komponist selber auch natürlich ressourcenschonend, macht man. Natürlich. Das war nicht nie ein Geheimnis noch. In allen Ja. Musikrichtungen seit Absolut. Jahrhunderten. Absolut. Aber das waren dann einzelne Lieder und ich war nie so ein großer Fan von instrumentalen Stücken, die man dann quasi, wo man Text eingesetzt hat. Weil wie gesagt, das waren dann eher Lieder, wo du gesagt hast, ich nehme aus so einem Das Marsch, das Trio oder. Ja genau, ich nehme einen Teil aus. Ja, meistens ist Trio, ja. Und den verwende für ein Lied. Für ein Lied, ja. Okay, nicht? Aber ja, war ich nicht so der Fan. Aber man kennt es eben, wie gesagt, vor allem vom Herz von nicht. Richten wir ja, genau. So. Na gut, was will ich einen Schluck vornehmen? Bitteschön. Wasser, ich sollte Wasser trinken. Wobei Herrgott der Star war auch gewünscht, das könnte man kombinieren. Das wäre nicht gemiert. Mit Herrgott der Star machen wir das so, aber oder? sicher. Da fangen wir an vielleicht mit. Fangen wir mit den D-Tanz an. Ich stehe vorher. Ja, Ne? ich habe es gerade gedacht. Weil wenn das, einmal ich das her, eiert schon sehr jetzt, ja. wenn es einmal ich her, dann ist schon. Das, Ja, und geht's und geht's aber herum und ein bisschen ein Missstand. Das war ja schade. Das soll man schon aufhören, das ist ja. Nicht, wir wollen ja gar nicht überstrapazieren. aber zu lange wollen wir eh nicht machen, aber ein bisschen da haben wir schon da. Die Seiten kein gewechselt hast. Merit, Überlege ich mir, ob ich die nicht mitnehme morgen. das habe ich gekauft. Das ist nicht mehr schön. Entschuldigt, aber die sind schon, das klingt wie eine Blechschirmgitarre, aber ist diese Gitarre nicht, das sind die Seiten. Was soll ich da sagen? Ich muss mit der spielen. Ich höre das die ganze Zeit. Ist du gescheit, jetzt haben sie, ja, das Und jedes Mal, wenn ist ich so, spiele, ja. denke ich mir, naja, hört das nicht Bei der der Patrick, wir haben bei dass der das schon nämlich längst gehört? einmal nur die Griffbrettsachen gewechselt und die Kontra nicht einmal dazwischen. Und das merkt man natürlich jetzt. Ja. Man Jetzt merkt, wird man das merkt nur- schon länger, man merkt schon länger. Das ist ja noch so ungut. Man merkt schon länger, ja. Nein, die werde ich da mitgeben, mit Freuden. Ja, passt. So. Die Tanz.
Gratuliere dir. Zu meinem Applaus gehört, aber es ist Ja, keiner Kann er kommen, na klar. Der kommt, der ist schon da, ist gewaltig. Aber natürlich jetzt nicht hörbar. Ich habe nach dem Ton, wo ich jetzt gehört habe, habe ich heute noch mal die Dance gespielt von mir da. Haben wir gedacht, das ist eigentlich. Es ist, Ja. Das ist schön. Jetzt will ich schauen, jetzt wird der. Johann Schrammel. Johann und Josef auch, wie bei den Streußen. Eduard haben keinen gehabt mehr. Stimmt, ja, stimmt. Ja. Die gleiche Geschichte, dass der Johann Schrammel immer über seinen Bruder Josef gesagt hat, dass er der weitaus talentiertere war. Obwohl er im Quartett die zweite Geige gespielt hat. Aber die zweite Geige gerade in der Schrammelmusik ist um nichts leichter als die erste. Absolut, absolut. Was mir mal grundsätzlich gefällt, unabhängig von diesem Stück, Spaziergang, Mann, der Bunsch haut eine. Das ist mir schon mal leibend. Taugt mir schon mal. Ja, Gott sei Dank. Warte mal. Den Spaziergang mit Taschlermarsch müssen wir noch machen. Ja, das ist mehrfach gewünscht. Ja, machen wir unbedingt noch. Markus Bristonik, mit viel Rubato, Manfred Kraft. Mit Jawohl. viel Rubato. Jawohl. Profit, na ja, gutes nächstes Jahr, liebe Grüße, Georg Scherer. Georg Scherer. Georg, servus, Klasse. grüß dich. Und weil der Georg Scherer da ist, muss man jetzt schon mal vorweg erwähnen, wer auf Facebook aktiv ist. Der Georg Scherer war so knierwach und hat eine 16er Burm, oder besser gesagt eine 16er Burm Pavlatschen Fangruppe ins Leben gerufen. Schaut's nach auf Facebook, ich werde es eh noch teilen, auch noch, und da ist 16er Burm Pavlatschisti, eine Fangruppe, wo wir uns eben da, ja, quasi auf Facebook austauschen können. Wer also von euch auf Facebook ist, unbedingt dort natürlich melden. Ganz leibend, danke Georg für deine, das ist auch Unterstützung, eine gewaltige. Und das was? ist mörderisch leibend. Was für eine? Der einfach Gruppen macht, Ja. ja, na gut, jetzt sind wir nicht viel Leute, kann man sagen, ist nicht viel Hocken, aber trotzdem. Das gehört gemacht und das ist der Georg Georg macht. macht's nämlich, ja Ganz genau. leibend. 16er beim Pavlatschisti, die Gruppe, die wächst. Das ist unser Neujahrsvorsatz. Georg Scherer, das ist unser Neujahrsvorsatz. Ne? Die Gruppe wächst. Die Facebook-Gruppe wird wachsen. So. Traumhaft, sagt Markus Personik. Krise sagt, na ja, okay, die sind auch schön. Na schon, gell? Schaut, diese Bubbles. Also das muss mal gesagt sein. Klaus und Patrick, ihr seid zwei unglaublich gute Musiker. Das ist aber ganz lieb von dir. Danke. Das ist ganz lieb von dir. Und da versuche ich jetzt dir zu Ehren, wirklich den Namen richtig auszusprechen. Iklitschi Bubbles. Iklitschi Bubbles. Genau. Ich danke dir vielmals. Ganz tolles Lob von dir. Ja, Mega Bamber, dann sagt söhrlich ist Spirkissimo, sagt der Georg Scherer. Jawohl. Werner Wichtig hat die Achtelleine und Florian Lucke stinkt den Iklitschi Bubbles. Zu hohe Kunst, danke dir. Musikraum sagt Weltklasse, ist das aber. Wolfgang Kroatzka zur später Stunde. Servus, Wolfgang! ein ganz Jawohl. lieber Kollege auch. Ja. Ui, Leiband. Schau, Markus Bestonik, mit glasigen Augen ist schwer schreiben, aber danke. Das ist auch ganz lieb. Danke herzlichst. Jawohl. So. Friesler Startguss ist eh schon gemacht. Was ist schon gemacht? Schon wieder was verpasst, irgendwo übersehen. Habe ich schon wieder was, ist eh schon gemacht. Friesl, Weltklasse. So, jetzt, Patrick, wir müssen weiter im Text. Wir müssen Weiter im Text. Dann machen wir dazwischen dann den Marsch. Machen wir den Taschler. Beim Taschler Beim heißt das. Taschler. Der Marsch. Vor 10 Jahren schon Beim hinter. Taschler. Ja. Ja, vor 10 Jahren geschrieben, nicht zu verwechseln, eben mit dem Lied, was ich geschrieben habe, Genau. für Taschler. Deswegen habe ich das eben bewusst nicht der Taschler oder was auch Genau immer. so nicht geneigt. Nein, aber klein in der Kirche, dass man weiß, das ist die Mit andere der Nummer. Abrechnung, also sind dann nicht da, Computer sind nicht ausgehen. Ja, eben genau. Da kriegt der Fabian auch nicht. Ja, Das ja, 1000-mal das gespielt ist und ja der Claudi, das ist gespielt worden, meinst wieso gibt's ja nicht? Ja, genau. Das Ja. kann so Na, nicht drin. immer können passieren. Ja, Das aber ist- das ist eben Erfahrung des Musikbusiness. Ja, Nenne ein Lied nicht so ähnlich wie ein anderes. das Das ist kann ja gefährlich ganz sein. schlecht. Das kann gefährlich sein. Also klein in der Kirche, aber das ist eben beim Taschler. Beim Ein Taschler. heurigen Marsch von Patrick komponiert. Bist du bereit? Ja? Ist ja versucht. Konzentrier dich. Ich weiß nicht, was ist das für Ton am Abend? C sogar, in C. In C, aber wie Ausnahmsweise fandest ist du so das einfach an? geschrieben von mir. Ja, das lasse ich die Solo spielen, ja.
Gelungen! Weltklasse! So was fällt dem hier rein. Ja, das du Nur kann manchmal. es nicht mehr überstehen. Schau da was. Großartig. Schau da Olmestaff. Grüße euch später, aber doch auch am Start. Heute mit einem Tropferl Servus vom Lenz Moser. Keine Ahnung, ob der gut ist. Ja, Gift ist er nicht. Sagen wir's Ist er so. nicht, aber Weltklasse, leider, dass du dabei bist. Ne? Super. Schau da was an, dass die. Da geht's zu. Die Achteln haben ein wunderschöner Heurigenmarsch. Chrissy, gebe ich dir recht. das, Und der Patrick wirklich gut gemacht. Ein schöner, wirklich leibender Heurigenmarsch. den habe ich in 10 Minuten geschrieben. Das ist mir das Lustigste überhaupt. Also, Ja, das passiert ja oft. das passiert mir. Das ist- passiert ja oft mit sowas. Absolut hochkarätige Unterhaltung, um nicht zu sagen ein musikalischer Hochgenuss, sagt der Markus Bristolnik. Markus, danke dir. Danke Ganz dafür. herzlich. Danke dafür. Chrissy sagt bravo Patrick. Jetzt rauchen wir aber eine Arbeit dazwischen. Also War ein Gusto-Stückerl nach dem anderen werfen wir heute hinaus zu euren Füßen. Herrlich, mir macht das aber Spaß. Jawohl. Da haben wir es wieder, nicht? Bravo Patrick, ja, super Patrick, ne? Nicht? Da haben wir es wieder, nicht? Ja, klar, nicht? Ich spüre nur Gitarre. Der Zupfer! Der Zupfer. Zupfer! Voll Der Zupfer. Ja, mein Lieber auch. Der Zupfer, ja, super Patrick, das wirklich leid. Oder der Zupfer, der Liebe, ja, super, ja, eh. Schön, euch auch im neuen Jahr alle wieder zu sehen und zu lesen. Allmeister, Weltklasse. Danke, Ski. Freut auch alle Pavlacisti, sicher ganz gewaltig. Da brauchen wir nicht nur, dann müssen wir eh weiter, weil da haben wir noch. Herrgott, der Stand wäre nach mir. Ja, das steigt nicht, ja. Ja. Absolut. Das sind noch einige Sachen nur noch von vor Stunden. Aber ich glaube, wir waren schon brav, oder? Jetzt ganz ehrlich an unsere Pavlacisti, wir waren schon brav. Wir haben schon, haben schon abgearbeitet. Also im, Ich glaube schon, ja. sag ich mal, nicht? Oder gibt es Beschwerden? Gibt es Beschwerden? Können wir alle blocken. Die größten Hits werden in sehr kurzer Zeit geschrieben, Spaziergang. Ja, das ist oft so. Oft so, ja. Ja. Ja, so war auch, gell? So eine Zigarette, also ich spüre mal Kaffee. Das kann man fördern, nicht? Das eigentlich. Ja. Viel nachlegen mal, leg nach. Hm? Geh mal nachlegen. Ja, da warte, bleib hinten, ich bin Ja, schneller. schneller du Drops. Nicht nachlegen. Oh je. Ist noch gut, überhaupt? Ja. Ja, schon. Geht schon. War einer Scheiler wirklich jawohl. Habe ich heute einen neuen Baum geschnitten gekriegt. Der braucht noch ein bisschen. Der braucht noch. Ein Jahr. Ist ja Fichten. 2 Jahre. Ein Fichten, die schon, wenn du aufwandst, das gleich hier und kannst die Fichten nächsten Winter hatzen. Oder so mal noch heiß wird. Nächster geht vielleicht, ja. Geht schon nächsten Winter. Nächster Winter. Die nächsten auf jeden Fichten Fall. geht schnell. Kann ich nichts sagen. Aber ja, das ist wieder anders. 16er, bravo Klausi, sehr gut gezupft. Danke Chrissy. Siehst du, bist der Schatzl, danke schön. Das, Die kann ja leicht Leihwand spielen. Mit so einer Gitarrenbegleitung. bravo, jawohl. Jawohl. Ja, ist gut. Hört sie das? Hört sie das? Das ist der Ofen. Ja, wir können ja reinschauen. Wir können ja reinschauen, schau her. Und zwar, warte mal, Kamera, ist schon so viel Strom? Wird schon sein wieder. Ja, das wird schon 27%. Ja, das reicht für das jetzt. Für No! das jetzt reicht aber pass Legen wir auf. es wieder an. Pass auf. Patrick, du musst vorausgehen und musst an die Tür. Also ich komme als Kameramann hinten nach und wir müssen das sozusagen jetzt inszenieren. Warte mal, das muss ich so machen. Kameramann Klausi. So. Warte mal. Patrick. Jawohl. Achso, ich sehe jetzt natürlich nichts. Logischerweise. Ich kenne das, ja. So, eben. So, warte mal. Jawohl. Yes. Warte schauen. Warte schauen. Natürlich. Warte schauen. Du bist nicht blöd. Bist du blöd? Das so. So. Na? Ich meine, was ich meine? Öl. So. Wie war das? War sicher Welt? Eine Weltgeschichte. Die Baum in die Trockenkammer und der Baum brennt genauso gut. Ich habe eine Trockenkammer, du bist gut. Die braucht so viel Energie, da brauchst du Herzen auch nicht mehr noch. Neues Shirt, Patrick, sagt der Ja. Dirk Scherer. Zeig schön in die Kamera. Jawohl. Hat's auch. Selbstverständlich erhältlich bei uns im Shop. Und ist eh klar.
Es geht weiter. Es wird weiterhin also weitere Motive geben und dergleichen. Also wir werden daran arbeiten. Wenn Sie Ideen uns her damit natürlich, ist auch kein Thema. Ja, auf jeden Fall. Ach so, ein alter Ofen, Michael Unger. Der ist mir nicht alt, den habe ich tatsächlich neu gekauft gehabt. Vor 6 Jahren, 7 Jahren, ja. Na, 10 Jahre. 10 Jahre, ja. Die Zeit Ist schon- ist ist ja schon- alt ist schon auf. her, Ja. ja. Ich wollte schon Motor ausstellen. Nein, ist ja nichts. Beim Obern habe ich schon gewechselt. Jawohl. Super schön. Fritzl Startguss. Ja, Fritzl, was das? Nächstes Mal, wenn du in Österreich bist, musst schon mal. Also müssen wir das schaffen, dass wir da in der Klause. Ja, schon. Ah, Ding. Wenn ich auch Zeit habe, Ja, war schon unbedingt. gelassen, mal. Ich muss ja das schaffen. Es ist so, wenn ich mit Fritzl, was sozusagen. Motorradtechnisch unterwegs. Nein, nicht Motor. Kann ich dabei kochen zum Beispiel? Das ist eine Idee. Zum Beispiel. Das ist eine Idee. Du kommst mir fahren. Kommen an, der Punkt ist der, na, was ich sagen wollte, wenn ich mit Fritzl Startguss einen Abend bei Wein verbringen würde, bei Bier ist eigentlich wurscht, ja, dann ist es so, dass ich, wie soll ich sagen, ich brauche einen Joker. Weil nachdem der Fritzl mich ganz klassisch unter den Tisch sauft, war das gut, wenn man bei mir daheim saufen. Und da kann ich, verstehst und so halt. Ne? Ich So war verstehe, eine ich Idee. verstehe, ich verstehe. So eine Idee. Ein Weltrundgang, schau, sagt die Maggie Pemberton. Der Ofen ist ein Kuchelhex. Jawohl. Feier, ich weiß, dir geht genau wie mir. Feier. Alter Ofen, den Neichen hat er in der Garage. Bravo, Mann. Du, ich habe ein neues Projekt. Kein Motorrad, aber ein Brennraum, ein gewaltiger. Und zwar, das war ja leibend. Wie ich das Haus gekauft habe, da waren einige Sachen da. Die Vorbesitzerin hat das gehabt 10 Jahre und hat da jetzt nicht was da von Maschinerie oder was benötigt. Die hat den Garten gepflegt, das Haus selber. Aber die Werkstatt und das Ganze war das Ding. Und von den Vorbesitzern, also das ist jetzt 20 Jahre her, von denen war noch einiges da und das hat sie nicht drin lassen. Und da habe ich gefunden ein Stromerzeuger, ein Aggregat, aber original das sicher, 25 plus. Also wir haben schon gesagt, wahrscheinlich so wie es Das ausschaut. schätze ich lauter Betrieb Gute schon Leute, Drei, wo ja. ich will es 30 Jahre sein. Ja. Findest du es Vom im Papier her, Internet vom gar nicht Druck, mehr das nichts? ist so, ja. Ja. Also gute 30, 35 Jahre alt mindestens. Ein Stromerzeuger, ein Aggregat, der Motor von Briggs & Stratton, Einer der alten. Weltklasse. Und der Stromerzeuger selber von Endress, von der Firma Endress. Und den tue ich gerade restaurieren, weil das Orgel war, wir haben das einmal angerissen, da war Sprit drinnen. Also der Sprit ist auch 30 Jahre alt. Und wir haben einmal angerissen und das funktioniert. Der Zeh ist angesprungen. Das ist angesprungen. Und dann habe ich natürlich gesagt, so, okay, passt. Jetzt wird natürlich, was der jetzt tue ich halt alles reinigen und so weiter und dann kommt ein neuer Kraftstoff rein und eine neue Glühkerzen und den Tank tue ich ein bisschen entrosten, weil da ist ein bisschen was drin und Luftfilter oder was. Also diese Sache, jetzt richte mir den Herrschi, wie kriege ich ein neues Öl rein, frischen Sprit und wenn ich das herkriege, reißen wir wieder auf. Das ist mein Projekt jetzt. Wird auch Wurst und stottern mit einem modernen Sprit. Wahrscheinlich. Ja, der bockt das. Das ist noch ein alter Motor. Und der eine Nachbarbub, der hat den gesehen und gesagt, was willst du haben dafür? Ich sage, ja, nicht verkäuflich. Also das ist echt eine Weltgeschichte. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Kann das Prospekt eh Das Prospekt, sag ich erst. Du könntest damit mit dem Handy hingehen, ne? Hätte ich auch kennen. Ich sag keiner, nicht? Das ist, Aber das klingt schon ist, so. jawohl. Briggs & Stratton, Jawohl. der Motor. Ein Wahnsinn. Der Motor. Jawohl. Anhand der Zeichnungen, und das ist 30 Jahre alt, ja. Ja, sicher. Das ist eine alte Beschreibung. Das sind noch so. Das ist einfach Da die Zeichnungen noch so. Weltklasse. Sieht man es? Weltklasse. Und wirklich, und absolut in super. Das- Also ich habe den Luftfilter auseinandergenommen und es ist tatsächlich, also den Luftfilter muss ich Das halt ist da ein nicht haben. Asynchrongenerator. Ja. Und aber den Luftfilter, den Schaumstoff habe ich nicht weggehauen müssen, weil der Bresel, zerbreselt. ja. Aber der Papierfilter ist rein weiß. Also das Ding ist nie gerannt, ja. Nie wirklich. Und ja, also jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was ich, aber das ist meine aktuelle Brennraumaktion. Schauen wir mal, ob was wird.
ob es noch was Herz in Zukunft 12 PS, das ist darum heißt. Ja, ja, aber mit einem Starkstromanschluss. Nein, die sind ja auch in Rausentraktoren und überall waren die verbaut. Ne? Das ist über 300 Kubik Einfach oder was? umdreht hat der? da an die Kurve, Ja. anders Ding und Ja. ist ja so drinnen gelegen. Ja. Über 300 Kubik das Ding. Allein wenn der Go-Kart selber bauen mit dem, das kann nicht. Sicher. Aber der Stromgenerator hat einen Starkstromanschluss. Vom 12 PS, ne? Das ist auch Wahnsinn. Geht was weiter. Also, hätte man das auch gesagt. Und, was sagen wir, macht doch im Sommer Pavlatschen-Treffen in der buckligen Welt. Die Pavlatschis, die kann ich nicht, so viel Wein habe ich nicht. So viel Platz im Kühlschrank habe ich gar nicht. Ja, so ist der Klebten auf der Kontergitarre. Das ist ein Kompliment. Ich danke der Raffi, ich danke dir. Der Fritzl, schau, das machen wir mal, Klaus. Und ein bisschen kochen kann ich auch. Der Fritzl, das wird aber wirklich, das war aber leibend. Das war echt leibend. Das machen wir mal. Heraus, bucklige Welt, was glaubst du, was los ist? Dann holen wir so einen Landtalstromer, dass er uns noch die restlichen Wo Saison sitzen wir denn dann? noch hinmachen kann. Dass ich mir endlich eine neue Garnitur kaufen kann. So, jetzt der Patrick, haben wir was im Auftrag? Herr wird erstaunt, wie einer gemietet. Ja, das Den war Schluck nehmen wir vorher. Haben wir einen Wein? Nein, der ist aus. Das ist aus? Der ist jetzt aus. Ja, das ist die Flasche leer. Ja, wir haben einen Flaschen Kühlschrank. Gott sei Dank. Ich bin schon geschreckt jetzt. Wir haben uns sehr moderiert heute. 2 Flaschen runter. Ein Flaschen Wein, ein Du. Flaschen Sprudel. Aber Und ich dann- spür's das ist aber ein- trotzdem schon. Das liegt aber vielleicht an den letzten 4 Tagen. Nein, das ist unser Jahresvorsatz. Wir wollen heuer ein bisschen weniger trinken. Geh, mach mal keinen Schaum. Na was, der 2. Jänner, solange du nie ein Jahresvorsatz gehalten. Was? Langsamläufer. Mit viel Drehmoment. Wahrscheinlich. Ist es? Ja, ist wahrscheinlich so. Das ist ein Weltgerät. Ich tue nur reinigen und im Prinzip viel mache ich nicht. Ich tue ein bisschen was auswechseln. Im Badenzug beim Joker muss ich nein, also da ist keiner mehr oben. Aber sonst. Der Badenzug wird einer weggerostet sein in den letzten 30 Jahren. Das ist wahrscheinlich, ja. Aber. Nein, das findest du nicht. Technische Sachen stehen da. Aber ganz hinten hast Na, Langsamläufer ist er nicht einmal. Weil die alles Horsepower. Bei 3600 Umdrehungen hat er die 12 PS. ja, das ist schon ganz schön eigentlich. Das maximale Drehmoment entwickelt er bei 2500. Ja. Naja. Aber rennt eh schnell wie eine Rasenmähermotor. Das ist ja eine Rasenmähermotor im Prinzip. Im Prinzip, ja, im Prinzip. Und nein, ich wäre Auf Schneefräsen auch drauf und so. bist deppert, das zahlst du nicht, den Hund, das ist ja Wahnsinn. Bist du deppert. Aber ich wär Der berichten. Motor allein schon, aber das ist der Generator dann dazu, was so schwarz Ja, nein, ist der Motor auch, der ist auch nicht. Das ist nicht so. Oder der Generator Das ist natürlich, der ja, Generator, klar. Ja, Du hast da das ganze ja. Wicklungen drin. Ja, und das ist alles der dazu. Elektromotor, der Gewicht. Ja. Das ist- Aber, ja. Wir können noch saufen. Ich hätte bravo. Genau, Olmestaff. Lieber erst um 12 zu Hause als um 11 im Krankenhaus. Das Richtig. stimmt, das ist völlig richtig. Ja, der Manfred Graf, genau. Gute Vorsätze. Erst 2. Jänner. Das Jahr zahlt sie wieder. Weltklasse. Na gut. Klausi, wie geht's dir eigentlich? Schlecht. So klar, aber ist mir so arschkrank. Ah ja, Falsch reagiert. Falsche Donner. Ja, nimm die richtige. In Untergring traust, In ein uralten Haus, in ein Hof in der Speckbacher Gossen, da ist ganz verstaubt, seiner Zierde beraubt. Ein Herr da stand ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt. Mein Kittrell und meine Stollen. Denn die größer Buben wollen auf die Stollen wie die Langen.
als Kittrill hätten's mir gestohlen. Gut aus Stadt, du nur allein, Hast mich als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist dir als Frau dazu gestanden. oft hab ich gemeint, Und mich an die gelernt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. ja, das ist schon lang her, Von dem Haus steht nichts mehr und untergrin hat sich verändert. Hätt wird überall gebaut, alles alte zerhaut, auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus, und wie ich so hingeh zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stein, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag die Hand und bieg dich zusammen, sind deine Schmerzen groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost.
Jawohl, jawohl. Ja, jetzt brauche ich einen Strom, habe ich gerade gesehen. Was ist Strom? Danke, euch gefällt's. Ja, Strom. Nehmen Sie mal hier mal ein bisschen. Ja, steck an, steck an. Schau. Schau, gesoffen oder was vielleicht? Nein, noch nicht, aber ich spüre es schon gewaltig. Das andere, so kann man es auch sagen. Nein, angesoffen, ich spüre es. Ich spüre es halt schon. Ne, passt, aber es ist halt mit dem Stundel können wir uns nicht verabschieden. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Wir haben 37 Zuschauer, das ist ja schon wieder mehr geworden. 29 bei mir. Ja, bei mir schon 37 schon. Das ist schon wieder dazugekommen. Und das würde ich mir nicht verzeihen Die können. Mitternacht müssen wir schon backen. Ja. Ah ja, stimmt. Jetzt haben wir 3/4. Aber es ist also das. Hast recht. Ich Hast hole recht. meinen Guter mein Wein, guter mein Wein. Egal was man isst, gut gewürzt muss es sein. Würze ist die Würze des Lebens. Bravo Franz Brandwein. Bravo Franz Brand. Bartig auf der Schrammel. Jawohl. 2 Flaschen Punsch oder Spaziergang schon drinnen. Einmalig. Einmalig. Was haben wir? Sehr schön gesungen. Musikraum, danke dir. Das war ein Instrumentalstickel. Achso, die Der Herrgott, in irgendeiner Stadt. Ich danke schön. Ich habe gerade gedacht, Alter, wir haben gar nicht gesungen. Stimmt, nein, nimm mir alles zurück. Entschuldigung. Wir bleiben beim Grauburgunder von Ja, der Mosel. Der Raffa hat sich eine an Cola rum. Das ist auch nicht schlecht, ab und zu muss ich das sagen. Cola rum? Nein, das brauche ich nicht doch so auch, unbedingt. Ne? Krautfleisch oder Reisfleisch? Bringen wir schon zusammen. Vielleicht ein paar Tiroler Knädel mit dem. Ich tue da ohne Suppen. Kotelett mit viel Knofe und geräschte Erdäpfeln bringen wir schon hin mit Botön, Doppler Rock. Spaziergang, bravo. Bravo. Absolut leibend. Absolut leibend. Wobei man sagt, das Essen zu Silvester, weil wir jetzt auch bald Mitternacht haben, war bei uns auch ausgezeichnet. Also, wir haben wieder ein klassisches Raclette damit gemacht, seit vielen Jahren. Allerdings, das Fleisch, was wir aufgelegt haben, das war eine Fasanenbrust, eine geschossene, das selber. Also nicht von mir, aber von der Katze, verdammt dumm. Es war Rehsteaks kleine und ein Wildschweinsteaks auch noch. Also man kann ein Raclette auch ganz köstlich. Racletten für Männer. Für Männer, ne? Racletten für Die Männer. Damen auch begeistert, weil war ja eine Jägerin auch drin. Das ist Bravo. die Karin. Mein Bruder macht jetzt auch den Jagdschein, ja, nicht? Ja. Und ich bin ja schon Vergenusszwerg, ich bin wieder, und ich bin erklärt, seit 25 Jahren segieren mich manche. So fällt jetzt gar nicht, wenn der Oli dein Bruder macht, machst du ihm sofort mit. Gell? Mir fehlt aber die Zeit. Ne? Ja, ich habe ja auch gesagt, ich mache ihn gleich mit. Ich hätte ihn schon länger gemacht. Ich habe gesagt, ich mache ihn gleich mit. Ich Aber meine, das geht ja nicht ums Schießen, sondern da ist ja, ich die kenne das Ausbildung. ja alles durch meinen ganzen Freundeskreis und Verwandten. aber es ist ja super Ausbildung einfach. Man lernt so viel. Absolut. Und ich habe auch gesagt, nein, ich mache jetzt sofort den Jagdschein. Ich habe nicht Ich hab dann weder Zeit auch Lust, wer nie eigentlich zur zum Jagd Jagen noch, gehen. das Und ist Jagdschein, jetzt das hätte mir schon nicht taugen. Aber ja, wir haben uns das angeschaut, es fehlt die Zeit. Ich hätte mir auch gleich mitgemacht. Das Machen war nicht die Zeit, aber nach der Zeit nachher, wenn ich den habe, ich möchte natürlich schon Jager sein dann. Das Ja, ist so. aber es ist alles Das ist machen, was das tun, ist ein bisschen für uns schwierig. Weil Das sind natürlich doch diese gewisse Kurse, das ist alles am musst du Abend. einhalten, das ist am Abend. Ja, das ist am Abend, da ist das spielen wir, das ist schwierig. Schwierig. Und da so ist irgendwie, und da musst und vor Mit allem, unterhalten mit den ganzen ja, und Jagen, vor allem, das da musst du ist jetzt schon auch, wenn du sagst, ja, du triffst ja mit Freunden oder was und dann die nehmen die mit auf, das stimmt schon. Aber das musst du alles planen. Und das geht bei uns noch nicht. Das ist noch nicht so drinnen, wieder. Bei uns zeitlich. gleich viel werden welche Plätze frei auch. Also, Ja, das ja. kostet im Jahr auch ein bisschen was. Es ist so, Ja, also, das du musst ist mal auch, 1500 musst du mal rechnen im Jahr kostet das. Das ist ja so. Weil du musst dich dann beteiligen, wenn du bei der Gesellschaft dabei bist. Da gibt es Penalen zu zahlen für die ganzen Wildschäden, die entstehen. Das Ja. muss man zahlen, das muss gezahlt werden. Ja. Der Jäger haftet ja dafür, dass er dafür schaut, dass ihm nicht der Weingarten angefressen wird. Jedes Wild, was da fahren wird und so weiter, das kostet alles, das muss man alles zahlen. Das darf man alles nicht vergessen. Das auch. Ja, aber das ist nur, wenn du die Aber- Jagd hast halt. Ne? Das ist im Beispiel bei uns, ist das so, du kommst in die Jagdgesellschaft rein und Ja. du zahlst mit dem Verein. Ja, aber da liegt ja jeder zu. Das ist ja ein Sportverein. Im Prinzip ja. Aber Genau trotzdem, so ist es, trotzdem ja. musst du dann, Genau musst so dann ist es, ja. filmen. Aber ich finde Das es einfach, ist- dieser Gedanke vom Hegen und Vom Pflegen, Hegen, das ja, gefällt ja. mir schon Ja. grundsätzlich. Trotzdem, aber wie gesagt, das ist für uns wirklich zeitlich Ja. ein Problem. Und die müssen dann so eine Waffen kaufen. Das ist ja schon, das. Warte mal. Da tue ich einblenden, sofort Schmattes.
Wir bitten euch um innige Unterstützung. Patrick und die wollen uns bewaffnen. Mein Bruder ist schon. Der Bruder hat schon. Der hat schon die Da war ja Puffen. mal. Der hat schon die Puffen. Wie sagt er Flinte? Oder? Na, das ist ein Gewehr. Nein, Flinte. Das ist eine Flinte, was er hat. Ich habe immer einen Bogen. Habe ich, nicht? Ich kann mit Pfeil und Bogen. Mit dem auch nicht wirklich. Wobei, Was? der ist durch die Dings durchgegangen, meiner. Sicher. Die Hitten. Naja, aber mit dem war drin ich. schon. Mach ich Meter, aber halt treffen die nicht, weiß ich was. Also, Zum Wohle einmal so eine Sehr zum Wohl, Prost. Prost. Trifft man, solange er noch kalt Jawohl, ist. jawohl. Ja, so das was denn. Sehr zum Wohle. Also wie gesagt, wenn ihr ein Hirschfleisch haben wollt, müsst ihr uns einen Jagdschein finanzieren. Haut in ein Schmattes für die Bewaffnung der 16er Buben. Der Wahnsinn. Nein, da kommen wir einfach nicht dazu, es geht nicht aus. Ja, die Puffen kosten ziemlich viel Kohle. Der Spaziergang, das muss schon, also ich sage jetzt mal so 2000er. 2000er Musst du mal rechnen, jetzt sind wir irgendwo beim Anfangsding. Ich meine, ja, okay, Recht, aber es gibt Jahre, mit denen mit solchen Waffen ihr ganzes Leben jagt. ja, na gut, aber ein Glasl und so, ne, kaufen sie dann Glasl dazu. dann dazu, Aber ein das Glasl ist ja das dazu, eigentlich teure. Ne? Der Aber, Hager hat mit 3 Waffen sein ganzes Leben. Ja, der Vater, ja nicht klar. einmal. aber es ist halt so, das ist schon etwas, wenn das einer gut und gern macht. Wir kennen ja ein paar. Ja, alles gut. Wie viele? Ja, von früher her. Von früher her, also, ja. die tun mir wirklich Jagd und so. Und Ja. das taugt mir sehr. Also das ist eine ganz große Geschichte. Aber ich habe insofern sehr viel Respekt vor der Jagerei, dass ich sage, naja, es Hetz und Jux und Toleranz. Also den Schein, den ich wirklich gern machen, weil einfach, du lernst so unheimlich viel dabei. Aber ich tät ehrlich, ich tät nicht. Ich tät eigentlich nicht jagen. Und alles, was da lernt, die Karin vor 2 Jahren die Prüfung erst gemacht hat jetzt. Ne? Mhm. Und also auch, dass wir 12 Eichenarten haben im Weif und so Sachen. Verstehst Die du? musst du alle kennen. Das müsst ihr wie auf der Bocke. Ja, weißt du, wie lange das dauert hat, bis ich kapiert habe, Wie dass, viele Anten dass haben es wir in Laub Österreich? und Nadelbäume gibt. Das sind so verschiedene. Und dann habe ich mir endlich gemerkt gehabt, Nadelbäume sind, ist leicht zu merken, das sind die im Winter noch immer Nadeln haben. Nicht? Und die Laubbäume verlieren es. Und dann sagt auf der BOKU, auf der Universität für Bodenkultur, ich hatte die Ehre, dort ein Semester zu verbringen, sagt der Professor, was ist das für ein Baum? Und ich sehe keine Bladel, nichts, sage ich nur ein Laubbaum. Dann war es ein Das ist ein Lärchen. Lärchen, nicht eine abwerfende. Nein. Und ich dachte, verarscht. Die Lerche wirft ihr Laub ab. Ja? Aber weil ich immer Pfuscher war und sowas. Weil ich immer Pfuscher war. Mittlerweile bin Ja, ich in die der schönen- Botanik etwas Die besser. schönen Aber, Austricke der Jagd und nicht. naja, Also man gerät nicht auf einen Hochstand auf und gerade wieder runter, sondern das heißt aufbaumen und abbaumen zum Beispiel. ja, richtig. Aber das ist so wie beim Militär, wo du sagst, eine Waffe zerlegt man nicht, zerlegen tut mein Feind. Eine Waffe wird auseinandergenommen. Ja. Ja, das ist genau alles. So, pass auf. Genauso, denk an die Fahrprüfung. Anhalten. Ja, Stehen bleiben der Uhr. Ne? Ja, genau. Das ist, das ist es so, ja. Marion Kegelstein, 2 Flaschen Punsch darf ich heute nicht trinken, ich muss morgen zum Augenarzt. Doppelt 10 kommt da nicht so gut. Wobei, ich meine, du tust dann überraschen, den Augenarzt. Das ist A, B, B, C, D. Die Puffen kosten. meinen Sie den oder den? Ja, genau. So. Schmattes für die Jagd, Olmes dafür, genau. Wie kann man beim Biathlon Zweiter werden? Man hat ja ein Gewehr. Richtig. Ja, aber das ist ein Luftdruckgewehr. Oder halt so Kleinkaliber. Nicht? Da kannst du nicht wirklich einen ausschalten. Nicht? Das ist ein Luftdruck. Luftdruck nicht, nein, das sind sie keine Luftdruck, aber Aber ich glaube schon. die schießen schon echt. Schon, nein, das sind Kleinkaliber. Ja. Pfeil und Bogen ist in Jagdwaffe in Europa nicht erlaubt, das weiß ich. Ja. Aber was ich nicht verstehe, weil ganz ehrlich, wenn ich mit dem Pfeil und Bogen auf Jagd gehe, glaub mir's, das geringste Problem hat das Wild dabei. Und der Flurschatten, den Der Flurschatten, das ist das. Na wirklich, das ist ja, weil mit dir. Du musst findest ja keine Brombeeren mehr, sind alle Nein. durchgestochen. Nein, weil ich weiß es von einem Bekannten, der da im Ausland, also ganz regulär und auch da in solchen Verbänden ist und die mit Bogen jagen gehen, auch fischen. Fischen, das ja, ist dieses genau. Yukon-Fischen, was da machen. Das ist ganz interessant und der hat gesagt, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Sportart, also in Wahrheit, ja, weil du mit dem Bogen, egal wie stark der Bogen mit Dingen, du musst wahnsinnig nah ans Wild ran. Das heißt, entweder du setzt dich wo hin und bist dort mucksmäßig still für Stunden
oder du pirschst dich eben ans Wild ran, ohne dass du es verjagst. Große Kunst. Und dann musst du eben wirklich, aus relativer Nähe, wir reden da von 20, 30 Meter, vielleicht 40 bei einem Compoundboden, mehr ist es nicht. Aus dieser Entfernung musst du schießen, das ist wahnsinnig schwierig. Also darum, wenn ich mit Feuer und Bogen schießen gehe. Mit einer Feuerwaffe auch genau das gleiche auch. Was du am Hochstand sitzt, schießt nicht auf 100 Meter auf Naja, eine Wildser normal. ja, verwütet, Da hat man ja die Kehrung auch. Man wartet so lange, bis das Tier wirklich Nein, aber das schießt schon weiter als dann 30 schießt man- Meter. Oh ja, das schießt schon weiter. 60 Meter ist super. Das super. ist klar. Warten wir. Aber für Nein, das nein, muss warten du wir nicht, oder bei ein der Gams, wir müssen ein Ja. Gams schießen, da hast du ja die Glaseln und alles. Für was brauchst du dann das Glasel? Was du Nein, aber da- ich weiß das vom ist Jager, dass man wartet schon so, dass Ja, das ist natürlich der weil Idealfall, man möchte das Fleisch ja auch verwerten. Ja, nachher und so. Also na das logisch. ist- Aber es ist trotzdem, es Und ist das schon, Tier sollte ja relativ schnell tot sein. das ist halt auch wichtig. Ja. Das ist halt wichtig. Das gehört ja dann zur Ethik dazu. Jagen wollte ich nicht, könnte nicht auf ein Tier schießen, das mich anschaut, aber essen tue ich es gern. Ja, na, das bringt die schon zusammen, weil eben ein gewisser Respekt war. Aber ich war halt kein Jager. Also mich entwickle eigentlich in erster Linie tatsächlich diese Ausbildung interessieren. Ja. Und das, ein Schulkollege ist ein Büchsenmacher. Doppelläufige kostet 20.000 handgemacht. Ja klar. Ja, handgemacht braucht man gar nicht. Das ist Ich sage ja, 2000, das sowas ist der lässt man sich- Einstieg. Das lässt man sich dann schenken meistens. Aber ich bekenne natürlich Plan B, vergisse Jagerei, wir werden Weinbauern. Auch diese Möglichkeit bestünde vielleicht einmal bei mir. Jo. Pfeile werfen werden wir noch Wollen wir üben. nicht Ja. über Rudi Weiser, reden? genau, Rudi Weiser, das ist Leibwand. Ja, Ja, tickt genau. Da kommen wir mal zu dir nach Natschbach. Auf dem Bogenschießstand. ja. Aber der Rudi muss das wissen. Aber bei uns ist ja ihm verboten. Aber es gibt ja ein paar, aber es ist wirklich, also mit Pfeil und Bogen jagen, das ist wirklich nicht so einfach. Da geht es nicht ums Zielen und Schießen. Das ist wirklich du musst so nah ans Wild ran, ja, und du musst halt dann sehr leise den Bogen spannen. Also das dürfte schon wirklich eine harte Geschichte sein. Ja. Aber generell muss man das sagen, so eine Jagd ist nicht so, dass da wild übereinander geschossen wird. Ich war schon als Treiber auch oft genug dabei. Nee. Und bei der letzten Jagd in Eibesball, in Kettlersbrunn, waren glaube ich 80 oder 90 Jahre letztes Jahr im Jänner, die jetzt aussteht am 7. Die Schwarzwildjagd, die Wildschweindeln. 80 Jahre und glaube ich 3 Wildschweindeln haben sie geschossen. Wirklich? Ja, mit samt Treiber, also Erst 3 Wildschweine mit da waren und da in Kugelus Ja, ausgeflogen, den Wild gegriffen. das glaubt man. Mit Schwitzkosten. Man glaubt so. Nicht mit Schwitzkosten. Schweindeln sind Bis halt die Mutter kommt. Der Weltklasse. Nein, aber es ist einfach spannend. Da wo Spaziergang gesagt wird, werde die schlagen, kennst du mit Holz aus. Ja, ich kenne mich schon. Mein Nachbar hat mir heute, weil ich habe einen Lerchen auf meinem Grundstückel, und mein Nachbar hat mir heute auf die Bahn gesagt, da ist ja noch ein Tiererbaum. Und ich schaue so und sage, Alter, das ist ein Lerchen, die gehört so. Und er grinst. Und ich sage dann, hast du glaubt, du kannst einen Wiener aufziehen? Ich sage, War kein Unterkrieg. sicher nicht. Aber du, bis vor ein paar Jahren hast du mir das eingetragen. Jesus, na, der geht weg, der ist hin. Das kannst Tier. Das ist ein Lerchen. So, was haben wir da noch? Wo bin ich? Biathlon. Die Munition hat das Kaliber. Schau! 22 LFB. LFB, ja. Was ist das? Kaliber sagt er da, ne? Ja. 22? Also 0,22, nicht? Oder wie? Wie Ja, sagt man? 22er Kaliber ist das. 22er Kaliber. Mit Bogen wäre es noch Sport. Ja, das stimmt, aber es ist wirklich schwer. Es könnte aber in einem Einzelzimmer mit Gittern vor dem Fenster enden. Ja, das stimmt. Klaus, hast du ein Buch über das Thema Wienerlied? Du Raffi, da gibt es ja viele Bücher. Gibt sehr viele Bücher. Puh, ja. Keines, das ich jetzt speziell empfehlen möchte, sondern hat ja jedes Lied, Wienerlied-Buch, das es am Markt gibt, ich meine, die haben voneinander angeschrieben. Also es ist vom Diemann Das Dichtel. Neueste, was gibt. Wirklich das Neueste? Das gibt es heute ja schon. Oder das ist 30 Jahre? Nein, das war ja in 5 Jahre. Lidshow ist in die Lidschow. Präsentation, Aber das ist das Neue. ist länger her. 10 Jahre, aber es ist nachher ist man nicht Sicher bekannt, 10 dass man Jahre es her. ja. Ja. Ernst Weber und Diemann Dichtel, ja. Aber es sind ansonsten über das Wienerlied gibt ein paar Bücher, die werden wahrscheinlich noch existieren. Antiquarisch oder in irgendwo Neuauflage. findet man es schon, ja, aber
Aber es gibt keins, wo ich sage, das musst du lesen, das ist leibend. Ja. Margarete Egger, die Schrammeln hat es geheißen, das Buch. Das ist auch vor 20, 30 Jahren rausgekommen. Das ist auch sehr interessant geschrieben. Ja. Ja, aber wie gesagt, das sind alles. Fakten auch drinnen. Weil und egal ein bisschen wer, Schrammeln es waren auch. alles Historiker, die bis Ja, jetzt ja. geschrieben haben. Der Deutsch, nicht, war halt noch interessant. Ernst Weber, die Artikel, Geschichten auch. Ernst Weber natürlich. Nicht? Noch mehr als der Walter eigentlich. was Ja, Wiener- ja, auf jeden Fall, aber ich Wienerisch, sage, was Wienerisch wenn angeht. man so schaut. Volksmusik generell Walter Deutsch natürlich. Ja, aber im Prinzip sagst du richtig, der Ernst Weber, wenn du eingibst, Professor Ernst Ernst Weber, Weber, ja. in Google und die Literatur, der hat ja 4 Artikel auch geschrieben. Also der Ernst Weber, Enorm. ganz ein leibender Kerl, haben auch schon viel gesoffen miteinander mit dem Herrn Professor. Ja. Weil man, Und gute Gespräche. Ja, absolut, Ja. ja, sehr, Tagelang sehr und gebildeter nächtelang. Mann. Ja, Sehr gebildeter Mann, Ganz wirklich leibender sehr Kerl. gebildeter Mann. Seine Frau auch. Das Absolut. sind beide ganz großartige Leute. Ich glaube, wir waren eher die halt das Ganze auf ein anderes Niveau gezogen haben. Das würde ich gar nicht sagen. naja, das ist auch ein Weinliebhaber. Aber Auch sonst in leiblichen Genuss definitiv, nicht abgeneigt. definitiv. Riesennetz gehabt, aber sehr, sehr gebildet, sehr, sehr gute Gespräche gehabt. Also wenn du googelst nach Professor Ernst Weber und Wienerlied in dem Zusammenhang, dann findet man sicherlich auch noch über die Bücher hinweg zahlreiche Artikel. Ja. Und das kann ich empfehlen, ein absolut leibender Historiker. So. Ein Buffes Bücher wie Quetschen, definitiv. All my stuff, definitiv. Definitiv. Naja, Ja, sicher, na klar. Ich mein, ja, klar, die billigste Buffen mit einer teuren Quetschen verglichen nicht, aber es ist, ich sag mal, die billigste Buffen, wie es kriegen, wie gesagt, um 2000 Euro, da bist du dabei und da kriegst du schon, bei der Quetschen bist du mit 1200 auch dabei. ja, bei, Also Walter und so Akkordeon, also mit so Ja, Tasten und ja, so ja. Schulinstrument. So. das vielleicht, ja. Waldorfschule, bravo Musik haben. Was sagt der IGTC Bubbles? Ich stelle mir bei eurem Herrgott von Stahr Balletttänzer vor. Sie tanzen mir Nacht im Regen auf der menschenleeren Straße. Er im Trench, sie im eleganten Kostüm. IGTC Bubbles. Leiwand, ich freue mich total, was du für Ideen hast. Ich meine, es ist schräg, aber es ist leibend. Er im Trench, sie im Kostüm. Wie im dritten Mann sozusagen, Ja. nur in Farbe. Mitternacht ist vorbei, sehe ich gerade. Wirklich wahr? Ja, dann, 0:04. Von 3. Jänner, Sehr zum Wohle. möge der 3. Jänner uns allen Glück bringen. Ich gleich wieder was spielen. Rudi Weiser, gibt es Wienerlied-Noten für die Quetschen? Für die steirische? Gibt es sicher. Gibt's sicher, ja. Gibt's. Also du meinst Griffschrift wahrscheinlich, gell? Gibt's, ja, ja. Aber da weiß ich nichts. Weiß ich aber auch nicht. Also, Gibt es hundertprozentig. Aber ich weiß nicht, wo man Griffschrift und jetzt abgesehen Internet schauen. Im Internet, Internet aber Griffschrift, steirische Wienerlied eingeben. Findet man, was Ja. wenn man will. gibt es sicher was. Gibt es ganz bestimmt was. Man darf sich nur nicht dann wundern, wenn die Lieder trotzdem anders klingen, weil gewisse Halbton-Kombinationen, also die gingen auf der steirischen trotzdem. Also das, was sehr. das Wienerische Zum Teil. ausmacht, kannst du eigentlich auf der Steirischen nicht spielen. Nicht wirklich, ja. Ja. Das ist das. Das ist das, was wir gesagt haben vorher auch mit dem Ivasa jetzt Heisel. Das geht sich zum Das Beispiel ist, aus. ja, aber das ist sicher mal Das anders genau geschrieben so worden, eben einfacher. Bin überzeugt davon, ja. Und ist dann irgendwann einmal erweitert worden. Ne? Ja. Aber ja. Der Michelbauer hat sowas, Wienerlied. Michelbauer. Okay, ja. Wie weiß der Michelbauer? Michelbauschule, Harmonikaschule gibt es da. Ah, ja. ja. Ja, da wird sicher was. Mit 5 Fingersystem auf der Steine. Ja, schon lange gibt es das schon. Ja. Hat sicher was. Hat sicher was. SD Rogers, jawohl, gescheuert. Aber Rudi Weiser, das auch. Ich muss auch schießen kommen, also, ich habe gesehen, hinten, weil hinten ist die Speedway-Bahn in Anspruch, ne? die berühmte, Die ja. berühmte Speedway-Bahn. Und da, wenn ich daneben schieße, fliegt der Pfeil nicht weit. Auf die Speedway-Bahn. Einen von diesen Speedway-Fahrern und österreichischen Größten haben wir sogar kennengelernt. Wirklich? Und wo haben wir den kennengelernt? Beim Baz Franz.
Ein Speedway-Fahrer war das? Ja, der eine, ja. Nicht der Laute, sondern der Der Laute, sympathische. Das ist ein Speedway-Fahrer. War ein Speedway-Fahrer, Ja, ja. das weiß Ja. ich gar nicht mehr. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Der Kann mich hat nicht die voll erinnern. Geschichte, das ist ein Nachspruch, eben, das war das Ding. Und ihn dort noch gegeben, wo er noch gefahren ist, auch in Litscha oben am Herrensee im Winter, waren Speedway-Rennen. Ne? Ja, okay. Ja, So, die so, S-Speedway, die die Speedway, S-Speedway, ja. Gut, wir aber spielen was Wienerisches. Aber was? Machen wir eh immer. Nicht? Also, Ja, die Kleckerpartie, weil ich habe gesagt, das ist ein Wunschlied von mir eigentlich. Ja, Oder genau. nicht ein Wunschlied, sondern das ist eins, eben neben beim Weiters nicht Phase ja, und die Kleckerpartie. eine der Entdeckungen des letzten Jahres. Ja, genau. Muss ich wirklich sagen. Ja, im Februar für die Wiener Lied-Gala, anlässlich des Todes Vor einem Jahr haben wir uns das angeschaut. Die Nummer. Genau. Genau. Das ist ein Jahr her. Ja, Ja. jetzt, ja. Wie der Horst Gmeiner gestorben ist, haben wir das für die Gala uns einstudiert. Und das machen wir jetzt. Genau. Wie wir kleine Kinder waren, haben angestellt allerlei. Da war für uns die größte Freude, ein Haus da eine Leiterei. Der Hausmeister ist rausgerannt, der wischt hat er mich nie. Ich hab ihm lange Nosen gezeigt, vom Haus da vis-à-vis. Ein Kleckerlpartie war das Höchste für mich. Leider kennst so eine Freude nur als Kleiner. Ein Kleckerlpartie, der was leid, der war ich. Du wenn's groß bist, ist alles dein. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfe gekriegt. Das war mir die Garde wert. Das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters einen zischt. So war das nie. Der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerlpartie. Der was leid, der war ich. Du wenn's groß bist, ist alles dein. Bitteschön. Und habe manches Mal so meine Schimpfe gekriegt. Das war mir die Garde wert. Das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters eine zischt. So war das nie. Der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerlpartie. Der was leid, der war ich. Du was groß bist, ist alles dein. Du was groß bist, ist alles dahin. Jawohl, finde ich eine leibende Nummer. Swingt, ist echt wienerisch. Ich finde es echt wienerisch. Also, mir gefällt mir nämlich die Aufnahme vom Horsti. Absolut. Vor allem, die quetschen nämlich drauf. Die haben 3 Spuren eingespielt. Also der Rudi Kanderer hat 3 Spuren eingespielt, damals hintereinander. Echt geil, muss ich sagen. Also, Ja, ja. kannst natürlich allein jetzt so nicht ganz bringen, aber ich bemühe mich sehr, das auf einmal zu bringen. Das ist wirklich leibend. Ja, Also, das ist absolut, absolut. Also ich finde es leibend. irrsinnig modern gespielt auf der Quetschen für die damalige Zeit, muss man wirklich sagen. Also voraus Viel Strom. den Jahren. Brauchst du nicht mehr. Man braucht schon wieder, aber ist ja wurscht. Sehr wurscht, ich mache eh keine Aufnahmen mehr. Ne? Aber was weiß man? Was war Was weiß man? Hast du? Nicht, dass ich dir aussage. Nein, Bist du, was sieht man nicht? Oh, jetzt habe ich irgendwo hingedruckt. das Stopp oder Druck. Nein, geht noch nichts. Yes. Schon 45%. Na bitte, na gut, da kannst du ja. Okay. Da kannst du ja noch. Geht schon wieder. Zuerst haben wir nur 15 gehabt.
Anonymes Pummerl ist nicht zu schwer. Das geht sich auf der steirischen aus, wenn man ein bisschen was erweitert hat bei den Tönen, ja. Also, warte mal. Andreas und ich haben es schon gespielt zum Beispiel, ne? Und trotzdem ist es wieder vereinfacht. Ne? Das ist Ja, es ist vereinfacht, na klar. Du bist einfach eingeschränkt auf einen diatonischen Instrument. Aber jetzt habe ich da gerade zum Beispiel, pass auf, der Rafi, was kostet eure neue CD, wo ihr drauf seid? Kann den Sampler schon bestellen. Also was kostet die CD, weiß ich gar nicht. 35? muss ich nachschauen. Müssen wir nachschauen. Ist eine Doppel-CD, müssen wir nachschauen. Rafi, bestellen kannst du bei uns. Also einfach schick uns eine E-Mail oder erinnern uns da. Erinnere mich dran, ja. Wir müssen nachschauen. Du, das ist nämlich der wir sind nicht so nachlässig, was das betrifft, aber das ist einfach in einer Zeit ein Geschehen, wo man beide halt dann Viel Sachen passiert. aus vielerlei Gründen dann einfach eben ja, das nicht gemacht haben und da Corona nicht und also, wir waren nicht einmal bei der CD-Präsentation, weil ich Corona gehabt oder du hast. Nein, da war ich Corona. Nein, da hast du Corona dann 3 Wochen später gehabt, ja. Genau. Also das ist, aber die kriegst bei uns, ich glaube 35 kostet. Raffi, was du willst, wir schicken die zu, und aber so in der Größenordnung. Aber schick uns bitte nochmal trotzdem morgen irgendwie eine Nachricht am besten eine E-Mail. Oder Schick mir WhatsApp, Raffi. auf den Patrick, ja. Ja, wir machen das eh immer so. Mach's eh so, ja. Schickst den Patrick ein WhatsApp Genau. und dann ja. Aber ich glaube, das ist der richtige Preis. Ich glaube 35 Euro, ja. Ja, es sind 2 CDs und ja. Allerdings Pummerl. Brauchst du das Moll-System? Was? Ja, schon. Ja. So wird die steirische eigentlich von Haus aus. So wie die steirische hat ja von Haus aus nicht die sogenannten Übergangsbässe gehabt, sondern die haben immer Mollbässe in der zweiten Reihe drinnen gehabt. Das war das ursprüngliche System eigentlich, ja. Ein bämisches System. Das ist in Wien entwickelt worden. Die steirische Harmonik ist eine Wiener Erfindung eigentlich. Aber es ist Von Bämmern entwickelt worden. aber es ist halt ein eingeschränktes Instrument. Eingeschränktes ist das Instrument, das ist so, ja. Man kann sich helfen, Absolut, also, ja. ich kriege alle Töne auf, nur wenn es ein paar Ja. Verrenkungen machen muss, dann hat sie nicht mehr den Sinn. Also ein Den Sinn, diatonisches genau. Instrument ist Genau. einfach für was anderes gemacht. Ich Genau. sag's immer so, ne? Ja, genau. Und in dem Fall, na gut, dann machen wir das Pummerl. Machen wir Gmeller-Medley. Ich mach Mellermädel, ja. Oder machen wir einfach das Pummerl. Oder was haben wir noch? Machen wir das Pummerl. Machen wir einfach mal das Pummerl. Machen wir das Bummel einmal, ja genau. Ja. Zwei große Buben, die schupfen Gräser. Ein kleiner bleibt bei einer stehen. Das Milchgeld oder in seinem Handel spielt mit und ist gleich daher. So hat es mit dem Buben begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab es nicht zu Herzen genommen, drum ist er nichts Gescheites geworden außer mir. Anna hat immer das Sommer. Anna muss immer verlieren. Ja, ich hab mein Leben lang das Sommer. Weil ich vom Krieg kein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt. Ein Gespürwein, ich war dabei. Hab die mit dort mit ein paar Freunden. Zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, aber später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren. Mein Weib ist fort mir über die Nacht. Anna hat immer das
Stiefkind bin. Weil ich vom Kind Ist ja noch einer. ein Stiefkind bin, das ist so lang noch. Wo ist noch einer, ja? Jeder Mensch, der lebt sein Leben, der eine bockt, der andere nicht. Und hat man sich dann erst besonnen, dann ist es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Krieg verlassen, da sucht man noch am festen Halt. Man sucht und sucht sein ganzes Leben, auf einmal ist man grau und alt. Einer hat immer das Wunder, einer muss immer verlieren. Ja, weil ich hab mein Leben lang das Wunder, Weil ich vom Krieg ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Krieg ein Stiefkind bin. Sissi. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann. Ich erinnere ein Kinderl, dem Vater davon. Da war ein kleines Weiberl, schon grau und betagt. Die hat zu dem Kinderl in der Wiegen eine gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange der Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde die Mutter lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Mein Vater, der war als nächstes dran. Der ist vom Schicksal gebrochen, dem Leben davon. Aber da war wieder das Weiberl, schon recht grau und betagt. Der hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange der Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde den Eltern lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Und die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich heute am Buckel. Heute bin ich ein Mann. Schon lang ist das Weiberl, die Oma nicht mehr. Aber ihr Großmutterkind, das liebt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja daher ist sie so. Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange deine Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde den Eltern lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Großartig. Jawohl. Großartige Nummern. Lieber Jawohl. Horst Gmiller, danke dir. Absolut, absolut. Dankeschön. Da hat schon was weitergebracht, mein Lieber. Der Dankeschön. hat schon was gebracht. Was haben wir da? Naja, vom Glück ein Stiefkind, sehr sympathisch, ja. Ja. Sollen wir noch was spielen? Oder? Das ist schon langsam, oder? oder? Schon wieder zum Schluss. Ja. Eigentlich schon, ne? Ich rauche mal eine auf. Ich rauche mal Sicher eine selber. auf.
Und da gebe ich Ihnen einen Schluss noch Ja, das Spiel. viel. Ja, na, Patrick, nein, das fällt mir auf, ja. Wildcat hat auch die Achtelleine. Marion Kriegelstein vom Musikraum. Markus Pistole ist so gut geholfen, Patrick. Was war das? Da wieder geholfen haben. Guck mal. Der Wolfgang Kudin hat die Achteln, bloß Herzeln, bloß Applaus. Die Marion, die Achteln, bloß Herzeln, Itchy, diese Bubbles. Ich glitschi. Ich muss immer glitschi diese Bubbles. Ich sage mal Ja. ich glitschi diese Bubbles. Wie gesagt, bei mir ist der Franz, aber nur, dass die anderen wissen, wie ich meine. Mann, ich sing mit, Spaziergang singt mit. Markus Bestonik, herrlich mit der Achteln. Jawohl. Naja. Du, Patrick, was wir komplett natürlich versäumt haben, Was haben wir versandt? aber komplett. Eine Vorausschau So, in das Jahr. das ist ganz einfach eine Vorausschau. Liebe Zuschauer, schauen Sie auf unsere Social Media Kanäle, schauen Sie auf unsere Homepage, da finden Sie alle Termine des Jahres. Das ist was wirklich mit ihrem gewinnst dann kriegt. Ne? Das kannst du dir auch vorstellen. Naja, starke Geschichte im März. Ganz klar. Wichtige Geschichte. Wichtige Geschichte, die 16er Buben fahren nach München, um 5-6 Tage lang für die Brettelspitzen aufzunehmen. Jawohl. Bayerischer Das Rundfunk. Bayerischer Rundfunk. Wann wird das sein in der Zeit, wo wir in München sind? Für die deutschen Freunde ist ja das nicht unrelevant. 7. bis 12. März sind wir in München. Am 12. fahren wir heim. Am 12. haben wir also von 7. bis 11. sind Aufnahmen, Proben, Zusammenspielen, Kennenlernen und so weiter, wie das halt bei so einer Produktion ist. Nicht? Richtig. Ist aber nicht den ganzen Ist Tag. nicht Das den heißt, ganzen Tag sicher nicht. so seinerzeit, wir freuen uns. Ich nehme an, die Mege, wenn es da sein wird, natürlich, dass wir uns da treffen werden. Aber auch andere Publicist, wir freuen uns. Wie gesagt, wir haben keine Ahnung, wie wir Wie wir zeitlich jetzt das sagen, oder ob ein Teil wie Vormittag das oder Teil Nachmittag ist, das kann immer so zwischendurch auch sein. Das, Richtig. man kennt sowas. Das Genau. brennt, ne? Aber ich würde mich freuen, wenn Aber- wir vielleicht ein paar deutsche Freunde treffen würden. Also wie gesagt, wir sind in München in der Zeit und Habe vor, auch mir etliche Museen dort anzuschauen. unbedingt. Weil es hängt dort nämlich so viele alte Meister, und Die die Pinakothek schon ist so ein Fix. lang gesehen Ja. wollten. Und das ist, Pinakothek steht absolut auf dem das obersten. ist gerne am Vormittag oder was, da Ja. braucht man ein paar Stunden. Das steht ganz Zum oben auf der Beispiel, Liste. zum Beispiel, Also ja. ja, das steht einmal ganz oben auf der, und dann gibt es halt noch einiges. Und wie gesagt, wir würden uns, weil ich weiß ja nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das dort abbrennt oder wie das dann ist am Abend oder so. Dieser ist ja Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir einige Paparazzi dort irgendwie treffen können. Wir, im Prinzip, ja, ihr habt über die Social Media Möglichkeiten oder im Patricks Telefonnummer steht bei uns, oder ich kann's überall, einblenden. überall, ja. Wenn man sagt, Herst, pass auf, schau her. Das ist in Patricks Nummer. Man kann mich anrufen, WhatsApp, bin auf Telegram, ich bin auf, wie heißt das andere? Also, ich bin Wie heißt das andere? Wie heißt Signal, Signal, ja. Signal. Überall Ja. erreichbar. Aber wie gesagt, aber die E-Mail und die Telefonnummer sollten genügen, dass man da, wer sagt, ich bin auch da oder ich kann leicht nach München kommen, machen wir was. Wir können nur jetzt definitiv nicht sagen, Ich habe noch keinen was, wo, wann, wie. Drehplan Also und wir haben da Programmplan und nichts. so Ja. noch nicht. Aber wir sind das Flugzeugmuseum, sagt der Spaziergang. Ja, zum Beispiel. Ja, Schau, Spaziergang sagt, Patrick, du bist nicht eins Konrads, ihr seid besser. Fängt an mit Patrick, du bist nicht eins Konrads und dann sagt er, ihr seid besser. Also nicht? Ich bin's schon gewöhnt. Ich bin halt da irgendwo nebenbei. das ist mir doch in der Versenkung. Wahrscheinlich, das kann sein, weil so klar das bin. ist Ich bin so klar. also, War zugedeckt von Mikrofon, Live-Lotion Ja. und Ja, nein, Freischachtel ja, und so. ja. Sonstig. Spaziergang, wir danken Ja, dir herzlichst danke und, dir. und wie gesagt, du kriegst den Bund schon los. Du kriegst den schon los. Das Flugzeugmuseum, ja, das weiß ich nicht, ob man das jetzt so ratzt, muss ich ehrlich sagen, aber ist sicher eine spannende Geschichte. Na, aber wie gesagt, wir werden jetzt nicht nur Museen, aber schaut das blöd aus. Aber wie gesagt, die Pinakothek, die steht ganz oben. Viktualienmarkt natürlich. Viktualien, der haben wir endlich in Ruhe zu zweit. Weiß, wie Da haben wir seine, Vormittag weil mit der zwei Papier Weißbier dazu, reinziehen. geht schon. Na herrlich, das wird Ja, wild. Das wird wild. Und wie gesagt, vielleicht der eine oder andere findet dann zu uns irgendwie, mal sehen, ob sie das machen lässt. Musik haben, das steht mir da. Und
wie gesagt, wir haben da keine Organisation, wir wissen auch nicht, wie es rumgeht, aber das ist auf jeden Fall etwas, worauf wir uns sehr freuen. Und es wird eine leibende Geschichte, weil es eben über quasi eine Woche geht. Ja. Und ich sage jetzt einmal, ja, der Aufwand dort für die Dreharbeiten oder für diese ganzen Arbeiten wird jetzt nicht den Tag in Anspruch nehmen. Also das werden wir hinkriegen. Über keine Ahnung, wo wir da residieren werden. Das findet sich alles noch außer. Werden wir dann aber auch posten und werden wir wirklich schauen, dass wir mit deutschen Freunden zusammenkommen oder mit Leuten, die halt in München sind. Gibt ja den einen oder anderen Österreicher auch, der dort in der Gegend daheim ist. Aber wie gesagt, da werden wir schauen, ob wir da irgendwie mal zusammenkommen können, ganz gemütlich. Das war halt echt eine leibende Geschichte. Und ja, das ist einmal das. Dann die Bälle ist eh klar und ansonsten Darstelltermine stehen fix. Dann Röstkeller, Lentner. Lentner ist fix. Mit dem lustigen Hermann haben wir Zweimal. zwei Auftritte beim Selic, das ist auch schon fix. Auch schon fix, genau. Blueschammel, Blueschammel, 4 Termine fix. 18. Jänner der erste. Der erste jetzt am 18. Jänner. Mhm. Wer uns gemeinsam mit Uli Bär und Co. sehen will, in leibender Fusion von Wienerlied und Rockmusik. Wir proben sogar vorher. Wir proben. Wir haben sogar einen Probentermin zusammen geschafft. Wolfgang Kowatzka, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, heute halt Menschen. Dann natürlich im Juli wieder das Schrammelgang-Festival. Heuer sind wir am 2. Wochenende. Nicht am 1., sondern am 2. Muss ich gleich dazu sagen. Im August die Landpartie, ein neues Wienerlied-Festival. Absolut, wichtig. Ganz wichtig, ja. Werden wir auch noch innigst bewerben. Ja. Innigst bewerben. Am Sonntag trifft die ganze Partie, weil die Ja. Landpartie veranstaltet auch ein Neujahrskonzert mit Ja. Silvester Janipa, mit dem Wiener Kabinettorchester. Ich freue mich wirklich am Sonntag drauf. Die sind sehr gut. Die sind sehr gut, absolut, ja. Ich freue mich drauf. Im Schloss Jedenspeigen. Ja. Das Konzert ab 10 Uhr fängt das an. Von 11 bis 12 ist dann der erste Teil und dann ist von 12 bis 1 Pause mit Mittagsbuffet. Dort kann man ein bisschen was essen, dort ein paar Weindl verkosten aus dem Leihviertel. Von 11 und von 13 bis 14 Uhr geht dann der zweite Teil weiter. Weltklasse. Große Ja, Freude drauf. ich muss jetzt eins dazu sagen, bei der Landpartie bei diesem Festival, wir haben tatsächlich den Vorteil, dass wir da schlafen können. Es wird großartig sein. Es wird eben Silvester Janipa, es wird der Rudi Kuschel da sein, der Fredi Gradinger da sein. Die Strotter Die Strotter sind da, der Oliver Mar wird da sein, Drehorgelspieler, um nur einige zu nennen. Also Und das Leibende ist, sie machen wirklich, sagen, pass auf, einen Tag, wir machen ein Wienerlied-Festival, aber wir machen Wienerlied. Also nicht allzu moderne Interpretationen, sondern einfach wirklich Wienerlied. Und das in den Weingärten dort. Und das ist ja am klasse. Sierendorfer Kellerberg überall verteilt. Das ist Weltklasse. Schlechtwetterprogramm gibt es auch, also es ist kein Problem, wenn es regnet. Also, So, pass auf, was haben wir da jetzt? Ich bin am Hotelflieger, also der Spaziergang. Übrigens, meine Frau mag den Klaus, Kompliment an die Frau Gemahlin, vor allem, weil er das auch allein kann. Was war denn da? Na, die Pavlatschen. Allah. Glaubst du? Sicher. Das ist gemeint? Natürlich. Ganz sicher. Ist das gemeint, der Spaziergang? Der wächst sich gleich einen halben Meter. Also, Da merkt man quasi. man senkt nur 2 mm und die. Schau, aber herzlichen, also küsst die Hand an die Frau Gemahlin und lass sich im Putsch gut schmecken. Du frisst der Stadtgast. Die Museen in München sind leibend und das Museum in Schleißheim ist auch sehenswert. Das sagt mir nichts. Muss ich ehrlich sagen, das sagt mir jetzt gar nichts. Holmes davon habt ihr im Januar die Fake-Pavlatsch nochmal. Das ist der 30. Der 30. Jänner. Montag, 30. 30. Jänner. 30. Ja. Also der hat Der letzte Montag im Jänner. Das spielen wir in der Hofburg beim Jägerball. Ja. Beim Jägerball! Das haben wir da. Und da werden wir Fake-Pavlatsch machen und es ist ja so, ich sag's gleich, also wir werden das hinkriegen, aber ich sag's jetzt wirklich ganz vorsichtig, weil einfach so viel tut, wenn es nichts wird, dann wird es einfach rausfallen. Ich fürchte, das wird einfach im schlimmsten Fall so passieren. Aber es geht sich aus. Aber ich glaube, wir kriegen es hin. Übernachtung bei mir und wir machen die Fake-Pavlatschen von. Ja. Wir werden Nehmen das wir auf bei uns. im Jänner, genau. Wir werden uns zusammensitzen, werden bei dir Fake-Pavlatsch machen, werden uns ein paar Töne reinhauen und werden fröhlich dahin schlummern. Machen wir Fake-Pavlatschen mit einem Gast vielleicht. Vielleicht, ja. Andi? Schon wieder der Andi? Nein, das wird das dann schon. Aber schauen wir mal. Nicht, aber Schauen wir mal, das werden wir uns anschauen. Spazieren, ja, die Solo-Pavlatsch, Mann. Also, sofort erkannt Küsse, natürlich. Küsse an deine Frau Gemahlin, lieber Spaziergang.
Schließheim, da ist doch die Concorde. Und mir sagt es wirklich nichts. Schau, die Maggie sagt, seit 1984 lebe ich in München, kann den Buben einiges zeigen, das weiß ich. Ja, das glaube Das ich. ist also ich glaube, also Maggie, und in der Zeit bist du in München, wenn ich das richtig verstanden habe, wir werden uns da ein bisschen fürchte ich, werden wir die da ausnutzen müssen. Das wird so sein. Da habe ich gesagt, die Pinakothek, das ist für mich persönlich wirklich eine Pflicht damit. Dahlmeier ist viel mit Pflicht. Dahlmeier, Muss man. ja. Das ist. Meiner Fakten brauche ich nicht, weil wir in Wien auch schon. Aber na, Dahlmeier müssen wir durchschauen, so ein paar Personen. Na, Huber, zum Huber müssen wir schon. Zum Huber muss ich Pfeifenhuber, wissen wir. Man will oder nicht, das muss passieren, allein schon in Erinnerung an alte Zeiten. Und 3 Tabake muss ich mir von holen, das weiß ich. Ja, Nehme wirklich? ich mal mit. Der eine, der Virginia, der hat früher anders Kasten, der darf ja so nicht mehr hassen. Darfst du nicht mehr sagen Der wahrscheinlich. Virginia Flake ist das. Also Ich glaube, der der ganz leicht. keine Werbung machen. Das darf man schon. Sicher kann man das sagen. Dann muss ich mal mit den Louisiana Flake muss ich mitnehmen und den Diablo Nero. Die 3 sind Diablo Nero definitiv. Die 3 sind Pflicht einfach. Das ist. Aber Pfeifenhuber, es ist so, weil im Unterschied zu Deutschland, wir haben in Österreich ein Tabakmonopol. Das heißt, es gibt die Tabake, die es halt gibt, und in Deutschland ist es so, dass die einzelnen Tabakhändler oder wie auch immer man das sagen will, Hausmischungen. auch eigene Mischungen machen dürfen. Das geht in Österreich nicht. Wobei sie es nicht selbst machen, sondern sie lassen es anfertigen bei den ganzen Genau. DTN und Ja, Hans Bei den Wiedemann. großen Hau, Geschichten. bei den kleinen, die es in Deutschland ja gibt, 3. Ne? Aber es sind quasi, Also also wie die Kopf. Hausmischungen, die kriegst du nur dort. Also das ist, oder, naja, also Das sind Hausmischungen, die dann auch in anderen Tabakläden unter einem anderen Namen angeboten werden. Ne? Da gibt es zum Beispiel den Virginia Flex, kriegst du in Hamburg auch, heißt er nur anders. Also Ja, heißt er nicht Honey Dew Flake, darf er nicht Ja. mehr heißen, Honig Ja. darfst du nicht mehr nennen. Da heißt er halt dann Sweet Honey Dew oder so. Oder? Ja. Ist aber der gleiche Tabak. Ne? wirklich wahr. Ja, absolut. Ja. Diese Aber es ist immer noch speziell, also man kriegt es nicht in der Trafik. Genau so ist es, ja. Und das ist, also das ist Pfeifenhuber auf jeden Fall. Und dann Auf ist jeden es so, Fall, ja. wir hatten ja ein im Nachhinein gesehen, leibende Geschichte, tolles Erlebnis. Wir haben gespielt in München. Wo haben wir da gespielt? In der Drehleier. In der Drehleier, Über die Die Mägel. Megi, ja. Aber wir haben gespielt von mit Pullach. Das ist da bei München, das hat dann ein alter Münchner zu mir gesagt, ein Pullach! Da sind die ganzen Preisen daheim. Ich habe gedacht, ja, scheinbar ist so. Und da waren ganz liebe Leute, wirklich, die haben uns dort hingebracht. Und die haben sich dann bemüßigt gefühlt, uns München zu zeigen. Und das war Horror. Ich habe ein Gichtseichen gehabt. Ich denke Gott, ja wirklich. Ja. Ich habe einen Hatschen können. Und das sind mit uns am Sonntag durch München marschiert, über die Wiesen, über den Asphaltplatz. Den der Platz, nicht, der Wiesen. da brach liegt, das Ganze. Alter, ne? und ich bin da nur Kaschwit, alles weiter. Dann waren wir am Viktualienmarkt. Ja. Na, gerade, dass wir eine Weißwurst rausreißen haben können. Das ist, Ich kaufe mir so ein Weiß, da was reden wir jetzt von der Bier dazu. Da gibt noch 2 bestellt. Okay. Furchtbar. Es ist So, was, einfach überall durchrennen, weißt du, so geschwind. Das war kein Genuss. Und dann muss ich sagen, da hat uns die Maggie dann gerettet, ja. Weil da haben wir nicht gewusst, wenn wir dann in der Trailer spielen, da haben wir dann die nächsten 8 haben wir dann bei der Maggie verbracht, die Ja. letzte. Ja. Und da haben wir gesagt, Gott sei Dank, jetzt treffen wir die Maggie. Und Gott sei Dank. Und die Maggie ist wirklich eine sehr anständige, zarte Dame, aber wirklich mit der kann man Hetz haben. Mit der kann man Hetz haben. Und es war alles gerettet. War vorher, das war so anstrengend. Das war so mit meinen Gichtseichen. Wir waren bei der Maggie, obwohl Maggie ist eine Vegetarierin. Ich habe mir ja doch. Aber sie ist mit uns Stötzen essen gegangen, das war leibend. Sie hat dann einen Salat gegessen, aber irgend so ein Hitten war das da halt, wo wir da eingeworfen haben. Also es war sehr leibend, ja. Nein, das war. Warum und die Jahreszeit, über die Wiesen da grenzen sind, kilometerlang. Patrick, Spaziergang. Die Meinung meiner lieben Frau. Patrick, der Professor, Klaus ein Original. Das ist leibend. Ja. Ich habe nicht Ja. einmal studiert. Aber ich meine jetzt ehrlich, Er hätte Spaziergang. studiert. Ich meine, Original, ich bin der Studierte, verstehst du? Ich bin der vom wie heißt es? Vom Papier her. Vom Papier her. Ich habe das Ding. Ja, ich bin. Diplom, Ich bin das Diplom. hängst, Ich bin das hängst. Tu die her. Kann der Kamerakind auch schicken. Geh da. Nein, bis du das runtergenommen hast. Geh da. Das tut mir leber.
verstehst ich? Kamerakind Klaus. So, jetzt da, warte mal. Warte, ich du Kamerakind musst muss gehen. ich machen, Du weil musst du gehen. musst das Ding. Du musst gehen, warte mal. Kamerakind Patrick ist schon. Du musst nichts tun, du musst einfach nur nichts tun. Das tut aber. Also, Nein, das du sagt musst mir nichts nichts tun. an, ja. Du kannst auch in die Quere gehen. Ist besser, ja. Ist gescheiter, genau. Ja, Und jetzt, genau. genau, Finger weg. Also, warte mal. Bitte, wenn Sie vorschreiten zum Diplom. Schreib dir mal vor, ja. Dankeschön, Herr Das ist immer Assistent. einen wunderbaren Christbaum einmal, ne? Ja, genau. Da ist das Hochneukirchen. Da musst näher zugehen, näher zu. Es kann ja keiner lesen. Sicher nichts, ne? Ja, warte, ein bisschen runter. Nicht so viel. Aus. Universität Wien. Siehst du das? Bachelor of Arts. Geh wieder zurück. Mal peinlich sonst. Bravo, Patrick. Bravo, Patrick. Weltklasse. Nicht so einfach, wenn man nichts sieht. Ja, nein, ich weiß. Steht gar wieder. Ja, steht gar das ist flach. Also auf jeden Fall das Original. Freut mich auch, dass ich das Original. Der Patrick, der Professor, das Original. Aber das haben wir früher schon. Also das haben schon. Sehr früher, ja. Ich möchte jetzt sagen Schulzeit, aber in unseren Anfängen war das immer, der Patrick ist mehr der Gescheite. Das war aber wirklich lustig in der Rosensteingasse sogar, wie ich war. Schon sehr alt dann zum Schluss hin. Ein junger Professor, der gerade erst kurz angefangen hat, nicht viel älter als mir, die ist schon in der 5. Klasse, also schon oben gefahren, nachdem er schon zweimal repetiert auch hat. Mich begrüßt am Gang, haben mich begrüßt in der Früh. Grüß Gott, Herr Kollege. Das ist der größte überhaupt. Der Herbert war nicht dabei, wer war dabei? Der Dolber-Rudi, glaube ich. Irgendein anderer Professor, der hat sich unter. Großartig. Schau, die Krise. Die Krise ist schon wieder arg. Die sagt, ich traue mich wetten, dass Klaus zum Pfeifenhuber einkauft, aber dann ohne Zigarettenpapier, das er in Österreich nicht bekommt, das Geschäft verlässt. Das kann da passieren. Das Maskott ist das. Maskott, ja. Das kann wirklich passieren. Leider, Krise kann ich da nicht einmal widersprechen. Das kann wirklich passieren. Das Ich freue mich stimmt. nur, wenn ich beim Pfeifenhuber bin, dass ich nicht nur mit Tabak heimgehe, sondern mit 3 Pfeifen auch heimgehe. Naja, na Pfeife haben wir keine gehabt. Ich habe so viel Aber Pfeifen. da, Aber Zigarren da und muss irgend das sowas. spezielle Stück, der macht das auch seit vielen Jahren, sogenannte Estate-Pfeifen, sprich gebrauchte, also gerauchte Pfeifen vor 30, 40 Jahren, 50 Jahren sind, die werden wieder aufgearbeitet, Ja, die ja. haben, und da kriegst du natürlich dann Dinge, teilweise zu Preisen natürlich wunderbar, sind wie neu hergerichtet. Nein, ist schon klar. Ich habe so Und viel wenn man Pfeifen. natürlich eins ausspricht und erst Pfeifen mache, Ja. ich habe jetzt 160, also geht ein Stückchen mit. Ich habe nicht so viel, aber ich habe andere, für das ist nur ein Skigerauch, ist eigentlich ein bisschen schwach. Aber ja. Wie war das jetzt? Bachelor of Arts, Bachelor of Arts, also europäische Ethnologie habe ich studiert. Volkskunde hätte man früher gesagt. Ja. So, der Klausi war Scholar, ja genau. Ja, Mega ähnlich. genau. Du, pass auf, der Rudi Weiser, wo finde ich eure ganzen Termine? Auf der Homepage stehen nur einige. Und auf der Homepage stehen alle öffentlich. Alle öffentlichen. Alle öffentlichen. Die nicht öffentlichen publizieren wir nicht. Also Geburtstage, Hochzeiten und Co. Geburtstage, Die filmen Hochzeiten, Feiern aller Art. Also, Also das heißt, es geht nicht so, dass man sagt, so wie es manchmal einige gemacht haben, erst, ich habe gesehen auf der Homepage, am so und so vielten spielt es nicht, da habt ihr Zeit, da könnt ihr bei mir spielen. Ich sage, nein, das geht so nicht. Da spielen wir schon bei einer anderen. Wir spielen entweder anders oder wir haben andere Termine, es gibt ja auch Privatleben. Also es ist so, auf der Homepage stehen alle öffentlichen Termine. Die stehen dort. Und ja, wie gesagt, alle anderen nicht öffentlichen Firmenfeiern oder sonst was, Geburtstage, Hochzeiten dergleichen oder sonstige Engagements, die geschlossene Gesellschaften sind. Salons und so weiter. Genau, ja, das ist also alles, was nicht, was eine geschlossene Gesellschaft ist, steht nicht auf der Steht nicht Homepage. drauf, ja. So, ja, was haben wir da? Auf Art, sowas wie ein Künstler. Ja, das hat mir so taugt. Das Bachelor of Art, man dachte, das Studium hat null mit Kunst. Ein Mit Volkskünstler für einen Künstler. Ja, heutzutage alles. Das ist ein vollkommener Schwachsinn. Die akademische Welt ist ein vollkommener Schwachsinn. Kleiner Nähe von Bitzinger, richtig, Maggie Pemberton. Also dieses Geschäft, von dem wir schon gesprochen haben, das Frack und Ich Co. rufe dich morgen an, Maggie. Ja. Also wo der Pizza, wir haben die Staatsoper in Wien, ja, die Staatsoper. Und dann gibt es eben die Albertina, das ist schräg vis-à-vis. Und dazwischen ist ein Würstelstandl, der Bitzinger. Weltklasse. Weltklasse. Und dann ist eben da ein Haus, da ist dieses Frack und Co. Geschäft drinnen, wo du Fracks und Co. bekommst. Und in diesem Smoking, Haus, das wird dann nicht am 3. Stock, Stresemann. ist das Institut für Europäische Ethnologie und dort habe ich studiert. Also
fertig. Viel studiert habe ich viel und überall, aber dort habe ich fertig studiert, sagen wir es so. Dort habe ich einen Abschluss gebracht. Und das war wirklich so, dass ich beim Würstelstandl, da hast du gekriegt entweder was in gespritzt oder was in einen Plastikbecher oder im Glas und du hast einen Einsatz zahlen müssen. Und die war natürlich stammgut, ich habe natürlich für nichts einen Einsatz zahlen müssen. Ich habe gekriegt mein Glasl mit Lercherl, damals mit Moritz und mit Lercherl. Die Trier sind von alle. Wir haben runtergegangen, beim Bietzinger, ich habe den Lachsofen mit Lercherl. Also kurzfristig, da hat er gleich daneben Augustiner Keller kann er nachschauen. Man geht um ihn nicht. Aber wir haben ja tatsächlich, wir haben schon schön was gepackt. Ja. Und dann gibt es halt eine Geschichte, wenn die ich nicht erzählen darf, öffentlich. Weil das muss jetzt verjähren. Dann soll sie erst, wann ich am Mittwoch dort war. Ja? Glaubst du, dass da wer Ding? Nein, aber es ist. War das damals schon Frag und Co? Das ist jetzt. Ja, Frag und Co. war das. War das schon? Das ist schon so, es gibt schon viele Jahre Ja, jetzt. nein, dann, naja. Das ist ja schon viele Jahre her. Aber die Geschichte kann ich nicht, die kann ich nur persönlich erzählen, bei persönlichen Treffen. Geht leider nicht anders. Was wir machen? Ist so. Was ist eigentlich der Alpackerl? Jawohl, bravo Georg Scheller. So, was sagt der Franz Manfrein? Dichte Wolken bedecken den Himmel und im Tagesverlauf kann es ab und zu auch ein paar Regentropfen geben. Nachmittagstemperatur um 9 Grad. Ich weiß nicht, ob ich morgen hakeln will. Ich verstehe Franz Manfrein. Ich kenne das Gefühl, aber ich kann da nicht helfen. Tu dir nichts aufwärmen am Standplatz und dann siehst du eh. Nicht? Ich meine, das ist Aber schau, Raffi sagt, Patrick ist für mich ein Gourmet. Was bin denn ich? Raffi, was bin denn ich? Ich meine, alle, die reden immer von dir mit Gourmet und Gourmand. Immer lesen nur, der Patrick, der Professor, ein Gourmet und so weiter. Und bei mir, ja, original. Das ist die Frage, was besser ist. Was Ja, ich weiß nicht, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, beim Bietzinger, das war schon legendär. Und ich meine, dieses Institut war schon super. Erstens natürlich nicht viele Studenten, du warst relativ privat eigentlich. Also, eine schöne Bibliothek, ganz alles gemütlich. Und ich meine, die Hörsäle, die es gegeben hat, mit dem Blick auf die Albertina und von der Bibliothek aus, wenn du gesessen bist, gemütlich auf einem Tisch gesessen hast du umgeschaut zur Staatsoper und immer auf die Albertina, es war schon würdig. Also es war einer der schönsten Studienplätze, die ich gehabt habe, und ich habe viele Studienplätze gehabt. Geh auf! Ja, wirklich. Die Boko natürlich im 19. 18. Boko war sehr würdig. schön ist. Boko war würdig, Das ja. alles auch schön ist. Ne? Aber da war ich zu jung einfach. Das war wirklich mit 18. Das war wirklich mit 19. Mit 19 war ich auf der Boko. Du hast uns gerade kennengelernt. Genau. Ja. Und ich habe das Problem war das, ich habe mir das echt gedacht. Du hast doch gesagt, du studierst jetzt auf der Boko, der Leihwand, super. Genau, wenn Wald- und Forstwirtschaft. Forst- und Waldwirtschaft, so immer. Das Problem ist nicht, ich habe Allergie auf Gräser und Pollen. Ne? Sprich die Exkursionen im Frühjahr. Das war Wahnsinn. Kann man Bist vorstellen. Der Optimal. Professor hat gesagt, das glauben Sie, was haben Sie denn? So, ich bin allergisch auf Gräser. Schauen Sie mal, was ist denn das für ein Bad da? Glauben Sie schon, das ist das Richtige? Ja, ich hoffe, Herr Professor, ich hoffe. Und das war, wie gesagt, das war dann wirklich unglaublich. Und nicht für ein Baum, und ich habe gesagt, ich sehe keine Blauen. Allah, Bam. Das ist ein Lerchen, der Trottel. Naja, gut. Habe ich lange Jus studiert. Studiert weniger, aber Ja, inskribiert hast du. Hallo, ich habe ein paar Inskribiert Prüfungen. hast du. Ich habe ein paar Prüfungen gemacht, wisst ihr? Das Latinum am Anfang. Latinum habe ich 3-mal gebraucht. Hast du so eine gute Novi für Lehrerin gehabt eigentlich? Ja. Da war eine Frau nicht so. Ja, bei mir nicht. Aber das war, nein, aber vom ersten Abschnitt doch einige Sachen erledigt. Aber mit einem Nachhinein war ich überrascht, wie viel ich da gemacht habe in der Zeit, in die paar Jahre. Das ist recht. Da habe ich schon recht wenig gemacht. Also habe ich nur eine Übung geschafft. Einführung. Einführung habe ich geschafft. Das war die schwerste Prüfung. Und die habe ich geschafft, das war kein Problem. Nein, ist ja wurscht. Also Juristerei habe ich studiert. Dann habe ich mal kurz war ich auf Musikwissenschaft. Musikgeschichte, glaube ich, oder? Musikwissenschaft. Wissenschaft, Musikwissenschaft. Und, aber da waren wir schon im waren wir schon im Hauptberuf. Und da habe ich dann gesagt, das geht sich nicht aus. Mache ich nicht.
Und dann später, wenn er gesagt, pass auf, Volkskunde, Das geht nicht. Und ich habe eben von vorherigen Stunden schon relativ viel gehabt. Was Das du heißt, auch ich habe mir sehr viel anrechnen, anrechnen, klar. fast alles anrechnen lassen können. Also insofern ja, war es keine verlorene Zeit. Aber ich war, also als Student war ich wirklich ein Nierten. Also muss man echt sagen, war ich echt ein Nierten. Aber gut. War ein Hetz irgendwo. Der Augustinerkeller hat am 1. August zugesperrt. Echt? Aber nicht für immer, oder doch? Ich gehe ins Jazzland oder zum Heurigen nach Grumpolzkirch. Der Bitzinger lebt vom Wüstel schon, hätte ich auch gesagt. Der Augustinerkeller hat er zugesperrt. Der Franz Bartlett sagt das auch. Augustinerkeller? Okay. Der arme im untersten Keller, da war noch ein Tisch, so viel. Okay. Wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht, ja. Der Florian Lukas, schau, Klausi, du bist einfach eine Urgewalt. Ist das ein Kompliment? ein Kompliment. Nehmen wir das Kompliment. Aber was für Florian, jawohl, bravo. Übrigens im Mödling gibt es hin und wieder einen Jazzheugen. Ja, gibt es viel, so Jazzheugen-Geschichten, so gibt es Ja, der Franz Breitschein bis jetzt hat er nicht mehr aufgesperrt. Der Bitzinger lädt vom Würstelstand. Ja, Ja, kann das nicht kann sein. sein, ja. Das ist schon Ja, arg. klar. Ich wollte mit Besuch aus Deutschland hin. Zum Augustinerkeller. Es war leider, also dort haben wir ja gehabt unsere Aufnahmen zu. Klingendes Österreich mit Sepp Forcher, ja. Klasse. Ah, großartig. Klasse. Und das ist schon Legende. Das Filmteam war ja Salzburg. Steirisch-Salzburg ist es. Steirer sind es eigentlich. Steirer. Genau, also Steiermark ORF ist das Salzburg eigentlich, und Steiermark. Eigentlich Steiermark ist der Hauptdings, ja. Gewesen. Ja. Und es war so, also das ist jetzt eigentlich nach den Aufnahmen gewesen, aber es war dann bei der Präsentation von dieser Ausgabe Klinge des Österreich mit Sepp Forcher, das war damals, glaube ich, 650 Jahre Nationalbibliothek, war eigentlich Ja, genau, das diese war der Ding. Dings, ja. Und da war eben dann die Präsentation, auch in der Nationalbibliothek, war toll, wir haben nicht eingeladen und Ding, super. Und da haben wir gesagt, na, was machen wir, dann gehen wir noch was trinken und es hat gerannt. Und ich sage zur Filmcrew, und die haben sich nämlich schon an uns kennt, gell? Die haben sich original alle liegen und stehen lassen und gesagt, du, was tät's denn jetzt noch machen? Und da habe ich gesagt, aha, wir werden da jetzt habe ich gesagt, pass auf, nicht lang herumspielen, wir gehen zum Bitzinger. Weil der Würstelstand hat keine Sperrstunde. Ja, da waren wir noch die Dreharbeiten ja auch schon. Da waren wir vorher schon, ja, da Also waren die wir schon haben eingespielt. gut, Aber ich gesagt, pass auf, das ist zwar nicht gemütlich zum Sitzen oder sonst, das ist ein Würstelstand, aber wir wissen, wir können dort gemütlich trinken, essen und bleiben, weil der hat keine Sperrstunde. Also bleiben wir gleich da, das Wetter war schön, also es hat geregnet, aber es war warm. Es war warm, ja. Es war wirklich warm, ja. Und dort war also wirklich Vernichtung. Also das komplette Filmteam war ziemlich ausgeschossen, inklusive uns natürlich, aber es war sehr lustig. Und das war nachher Mit und die. Taxi angefahren. Wir sind mit dem Taxi angefahren, ja. Mit was sonst? Mit der U-Bahn nicht. Oder mit der Straßenbahn. Ich bin ja mit U-Bahn gefahren, glaube ich. Ich bin hergekommen mit dem Auto. Ich bin vorhin beim Volkslandberg gestanden in der Oper dort. Und zum Auftritt, also zu der Aufnahme, ne? Und dachte, ich will nicht lang dauern, wir sind da ein paar Stunden fertig und fahren wieder heim. Naja, das war nicht so. Dann hat die Mama angerufen und gesagt, du, Mama, darf ich in Unterkring schlafen, ne? Das Auto ist der Fuhrschein, dann in die Parkschein reingefahren, und der war 8 oder 9 ist da gut, was soll ich denn? Der Vater hat mich dann zum Auto geführt, zur Oper. Ich war um 12 Uhr zum Mittag, am nächsten Tag. Er war legendär dort beim Bitzinger. Absolut. Absolut. Es war wirklich, die haben sich gefreut. Die haben gesagt, super, das haben wir nicht damit gerechnet. Nein, aber es war witzig. Und bei den Aufnahmen selbst war es wirklich so, dass es war mir mal live gespielt. Also, es ist so, also du hast diese Sendung Klinge des Österreich, Kennst du schon. Kennst du schon. Ja, aber wir kennen es noch nicht. Vielleicht kennen es noch nicht. Was weiß man? Und auf jeden Fall war es so, Man mikrofoniert lange. ja, na, mir haben gesagt, wir müssen live spielen, ich kann kein Playback. Ich kann keins und ich will Ich keins. will auch nicht. Also. Also. Und dann habe ich gesagt, machen wir, ist kein Problem, aber es ist so, wir müssen es so aufnehmen, dass es gut klingt und gleichzeitig, Darf man die Mikrofone nicht sehen? richtig, Weil weil, die anderen fast alle Playback spielen. Ne? genau. Und dann schaut es blöd aus, wenn eine Partie Mikrofone hat, die andere nicht. Und jetzt hat es dort gedauert, ja, eine Stunde auf jeden Fall, plus, Stunde plus, bis wir so weit waren, dass wir aufnehmen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, dürfen wir noch ein paar Töne haben, weil die haben wir natürlich schon austrunken gehabt in der Zeit. Und ich da habe war- aber nicht gedacht, dass die schon mitfilmen und das wirklich verwenden wollen, auch zum Einschneiden, zur fertigen Produktion. Dann habe ich mir gedacht, das sind jetzt nur die Probeaufnahmen zum Einstellen, zum Einpegeln der Mikrofone und so weiter. Ne? Ja,
Rechen ist der nicht, dem hat Rechen, keine, rechen. aber auch keine Regieangabe. Ja, absolut. Null. Keine Ahnung. Ja, da Ich habe aber schon drin. gedacht, die ganzen Komparserie, was da gewesen ist, die sind alle vom Weinglas gewesen und keiner hat getrunken. Ich habe mir schon gedacht, was sind das für Luschen, nicht? Aber dabei wurden die gebrieft. Wir nicht. Und wir haben getrunken und sagen wir, mit Sepp Das Forcher. hat auch mit drin. Ja, eingeschenkt. Sepp, willst du einen Schluck? Ja, Achtel, liebe. Passt. Und dann halt irgendwann habe ich gesagt, können wir noch ein paar Töne haben. Und auf einmal war komplett still und der Techniker, was vor uns da gesessen ist, ruft Viere zur Tontechnik oder was dort wieder gesessen ist, was weiß ich, weil der von der Regiewagen Regie- war ja unten irgendwo. Und hat das Originalzitat: Die 16er Buben haben uns die Requisiten weggesoffen. Soffner! Soffner! Naja, gut. Und damit haben sie gesagt, wir dürfen nicht. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann stellen sie uns wieder Flaschen her. Und dann hat jeder von uns Eine extra Flaschen ein gekriegt. Bouteille gekriegt und ein Glas, und das haben wir hinterm Bugel haben wir hingestellt. Man sieht es wirklich nicht bei den Aufnahmen. Nein, nein. Am Bankel hinten. Hinter uns. Und die Komparsen waren echt angefressen auf uns, weil die haben so gesessen, weil wir haben nichts trinken dürfen und wir haben dort uns, also wir haben nicht mit einer Bouteille, was wissen, aber wir haben dort noch halt genossen. Das war im Augustinerkeller. Im Augustinerkeller, ja. Im Keller im ersten Stock, also ein berühmter Keller, die immer nicht oben sind und aufgegangen. Aber das war ganz leibend. Und das war halt dort, und wie gesagt, beim Pitzinger war ich halt zu dem Zeitpunkt auch noch, das war noch nicht so weit weg von der Uni, also von der Uni-Zeit. Und da war ich, ja, da war ich gut angeschrieben. Nicht? Die haben mich gekannt, die haben gewusst, das ist ein guter Gast. Was sagt der Franz Brandwein? Der hat zugesperrt, bevor seine Alte noch mehr Geld aus dem Fenster wirft. 20.000 € für einen Servierroboter. 20.000 € für ein virtuelles Aquarium im Eingang. Na, schlechte. Wirklich wahr? Sind das so Ding? Naja. Die Chrissy ist super. Man soll nur einmal sagen, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. So viel wie die beiden reden, rede ich in einer Woche. Ja, das ist aber. Riesig leibend. Ich find's leibend. Aber Grisi, schau, wir haben halt die Absolut, ganze ja. Woche gar keine Zeit zum Reden. Vor allem, es ist ja so, wir haben uns schon so lange nicht gesehen, auch wir haben uns viel zum Erzählen wieder. Ja, Da haben wir noch gar nicht angefangen. ja, wir haben ja nur die Bablatschen, nicht? Überall sonst müssen wir die Goschen halten, das ist ja so. Also Rodas fährt es wieder geradeaus. Genau, jawohl. Servierroboter, das ist ja Wahnsinn. Die Alte hat einen Gläscher, sagt der Franz Brand. Das habe ich schon von mehreren Seiten gehört. Ja. Gibt es in der Lugner City irgendwann. Der Servierroboter habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das ist nichts Neues. Das ist so ein bisschen schräg, aber das gibt es nicht. Das. Ja. Aber der Höhepunkt im Köller liegt. Ja, wirklich. Ja. Warum? Hat man gesagt, im Augustiner Köller um. So, spielen wir was, Patrick, weil Ja, spielen wir kommen schon langsam. es gibt eine Revolte sonst. Es gibt geht auf eine eins. Revolte. Ja, wenn's oft. Zu Hilfe Ja, geht, wenn's auf der eins Mond auf Himmel steht, dann hol das Haus an ihm mal raus. Auf mir ein Schunkenbein, ein Glas Wein und vor hinaus. Also so ein Ding. Also ist das auch schon wieder anders, das war schon fast das Hagenbrunner Lied jetzt. Ja, irgendwas. Hab ich ein Guste auf ein Weindl, auf ein Stickel, Brot mit Schweindl, Das Hagenbrunner wie Lied. wir klampfen und sag alte Kuh. Heute fahren wir raus nach Hagenbrunn. Dort gibt es kein Ranzen, kein Senieren. Wir brauchen uns auch nicht genieren. Der Wirt schenkt uns ein Glas allein von dem guten Hagenbrunner Wein. Jawohl. Jawohl. Meine Banner, sagt die Chrissy. Ja, machen wir da. Machen wir. Machen wir da, klar. Ist gleich, ja. Ja, sicher. Wenn ich zu meinem Wirten Doktor gehe, tut mir Rolle Banner weh. Der sagt mit seinem Doktorgrad,
das ist alter satte Krawall. Und solange ich noch was gespielt, lebe ich noch gleichgültig wie. Deprimiert durch der Medizin, aber ich hätte noch einen Termin nachdenken müssen. Immer fix, ich spiel die Bahner, dass ich glaub, ich muss schon warnen, aber tut mir alles weh, wenn ich zu meiner Wirten geh, zu die altgedienten Knochen, komm ich langsam angebrochen, Ja. und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gasterwirtschaft. Zum Rebsaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, da geht auf einmal alles runter, was mich gerade noch gestirrt hat, und ich fühl mich gleich kommod, 3, 4 Glas oder mehr, stellen meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, gepuppelt zum Haus. Meine Frau macht Frühstück und sie sagt, Zeit zu, was? mach den Arbeitsdefizit wett und hilf beim Putzen mit. Nimm den Besen und kehr auf, putz die Fenster und darauf, schmeiß den Mist weg, doch ich schau, sterbenskrank, meine Gattin auf. Himmelfix, ich spiel die Bahner, dass ich glaub, ich muss schon warnen, aber tut mir alles weh, wenn ich zu meiner Wirten geh. Mit den altgedienten Knochen komm ich langsam auf die Knochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gasterwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, da geht auf einmal alles unter, was mich gerade noch gestirrt hat, und ich fühl mich gleich kommod, 3, 4 Glas oder mehr, stellen meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, gepuppelt gesund nach Haus. Fix. Das ist im letzten Klaus, es ist letzten die Haare. Akkord. Ja, die danke wenn ich lieber frei bin. Weißt du? Ja, Freundschaft, das ist Freundschaft. Also, das ist fürs ganze Jahr jetzt eigentlich. Ja, Der Gatsch ist fürs ganze Jahr ist jetzt ausgespielt. ich habe alles reingepackt, was geht, aber ich habe im Großen und Ganzen, Alle Töne, alle Tonen. ja, Also, aber ich habe alles trotzdem erhalten, nur am Schlussakkord, da war dann der wirkliche aber Fehler. der hat gesessen. Der hat gesessen. Bestimmt. Und das ist, und wir wissen wieder mal, C-Dur passt einfach nicht, wenn D-Dur gespielt wird. Ja, es ist. Wissen wir jetzt wieder, ja, ich wollte es nur noch mal proofen. Ich wollte es proofen. Verstehst? So, es ist. Aber, Es ist Punkt 1 Uhr. ja, da werden wir jetzt Schluss machen. Was haben wir noch kurz für Meldungen? Was haben wir denn da? Im Hero, die Servicekatze. Georg Scheurer, was ist das? Die 3 Meckis, Manfred Kraft, ja, die waren eine Jo. Legende. Instagram-Foto schauen, sagt die Susanne Faber. So wie die 3 Lausauer zum Beispiel. Mhm. Die waren ja wirklich musikalisch auch gut. Also muss man wirklich Ja, ja, absolut. Was magst du? Oder Gelenkprobleme da? Nein, ich nicht, aber. Okay. Das spielt auch schon ein bisschen. Ne? Über 4 Jahre alt jetzt. Rollercoaster Restaurant in Brauder. Ja, das war ich noch nicht. Die Gstanzeln, sagt der Georg Steurer. Meine Lieben, vielen lieben Dank. Es war wieder ein sehr schöner Abend und ein guter Start ins neue Jahr. Gute Nacht, allen eine schöne Woche. Marion. Dankeschön, Marion. Gell? Marion, und was der? Alles Gute noch mehr. Noch einmal, genau, zum Geburtstag. Neues Jahr, neues Glück und was der. Schön, dass du dabei bist. Danke dir vielmals und auf bald. Schlaf gut. So. Mehr Nachrichten sind nicht. Aber es sind immer noch 25 hartgesottene Ballagisten unterwegs.
Das muss ich schauen, bei Instagram, was die Das hat ja was. Susanne Bum hat uns geschickt auf Instagram. Dann schau gleich mal, schau gleich mal. So, jetzt müssen wir da. Megi Pemberton, danke dir. Bist du auch schon dahin? Megi, das kann nicht sein. Schreib da so, danke schön war's. Am helllichten Tag. Danke Buben, ne? Das ist Mich ist 7. bis 12. März. Party am 4. Jänner in Wien. Circa gegen Mittag. Sagt die die Megi. Megi, ja, ich hab noch nicht gelesen. Das ist echt dann Wieso wieder? Ja, Achso, ja. Das ist was anderes. Ich bin da ganz gleich woanders. Weißt, gleich Ja, ja, passt schon, da passt wird schon. gleich alles abgehandelt. Wo muss ich denn da jetzt schauen? Instagram. Instagram hat die Susanne gesagt. Pass auf. Susanne Bum hat ein Foto gesendet. Der Aschenbecher, na schau! Kann ich das aufmachen? Schau, in grün, in grün. Na schön, Leibwand. Ja, unbedingt, unbedingt. Nur Susanne, da werden wir irgendwie zusammenkommen. Aber pass auf, weil wir sind jetzt wirklich ordentlich im Ding. Aber im blödesten Fall vielleicht spätestens vielleicht in der Fastenzeit. Ne? Vielleicht sind wir wieder am Markt, ne? am Das kommt dann Kalvarienberg. immer sehr kurzfristig meistens, ne? Das kann ich noch nicht sagen, aber irgendwo, Aber wann sind wir schon dabei wieder? aber ich kann es nicht sagen, aber natürlich, ja, der gefällt, wunderbar. Die Gage kommt dann immer im Dezember. Naja, das Ich mach da nichts. hat es im gleichen Jahr. Nach 10-maligen Krieg. Wir sind schon froh, was im gleichen Jahr kommt. Es ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. So, und jetzt, Warte, ich glitsche diese Bubbles. Was hätten der Moser zu seinem Servierroboter gesagt? Der hätte sich erst einmal im Kopf gekratzt. schau jetzt, Schau, was will Was ist denn Was will der? Was will der? Schau, was ist Was ist denn das? Was ist denn das? Schau. die Maggie. Nein, bin ich da, dachte ihr seid hin. Das war musikalisch war schon sehr experimentell, gell? Jetzt, also das Spazieren hat die dritte Flasche auch schon leer vom Punsch. Wirklich wahr? Ja, was 12 hast du gesagt? Manfred Kraft schreibt gerade, wir nähern uns rekordverdächtigen 5 Stunden Nein, Latschen. Manfred Kraft, das ist überhaupt kein Rekord. Unser Rekord liegt bei 8,5 8,5 Stunden. Stunden, ja. Findest du, ich weiß jetzt nicht wann die war, aber die findest du in unserer Paulaschnerei. Ja. Also 8,5 Stunden war tatsächlich unsere Rekordpaulatschen, haben wir seither nie wieder Nein, erreicht. Ja. Ist auch nicht wirklich unser Ziel, muss ich Nein, echt sagen. weil so, bis 4-5 Stunden ist es ja noch halbwegs gegangen. Die letzten 3 Stunden sind eigentlich Katastrophe. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Aber wir lassen es online, wenn wir sagen, nein, die Leute sollen sehen, dass wir auch nur Menschen sind. Das ist unglaublich. Aber das war wirklich, und zwar, das war aber wirklich die erste Paulaschen, die wir ausgerufen haben, als XXL Paulaschen, oder XXXL, oder was ich nicht mehr. XXL, Wir haben ja. gesagt, wir machen bewusst, weil da war am nächsten Tag ein Feiertag oder irgendwas war. Und wir haben gesagt, wir machen ganz bewusst eine XXL und das war bis zum Schluss wie jetzt da. Siehst du, 25. Ja, Das war da, 25, 28. 18 waren es dann zum Schluss. Ja, aber es waren über 20. Über 20. Muss man schon. Nein, waren über 20. Noch bis zum Schluss über 20. Und dann hat sich noch der Schneidwutz aus damals noch aus Bolivien oder Chile oder wo. Ja. Hat sich noch, erst guten Morgen, nicht? Ich saß noch online leibend. Das war schon mächtig. Und du hast wirklich gemerkt, der Fritzl Startgas war dabei, das weiß ich noch, bis zum Schluss. Der war dabei, der ist 10 Mal schlafen gegangen. Nein, damals nicht, das war ja am nächsten Tag war ja Feiertag. Achso, nein, Das war klar, nein, das war klar. Das wird durchgezogen, XXL Pavlatschen. Und da haben sie immer alle aufgestachelt und gesagt, ja, das ist nicht mehr lang, ne? Das ist jetzt, pass auf, noch 10 Minuten und wir haben halber erreicht. Ne? Und dann erst, pass auf, 20 Minuten und es ist Punkt. Und so hat sich das So ist weitergezogen. immer weiter und weiter gegangen. Und der Fritzl, und ich kann das bestätigen. Und die ganzen Pavlatschisten, die im Chat vertreten waren, und du hast gemerkt, nicht nur wir sind angerufen, Nein. die Arbeit. Es war wirklich nichts mehr lesbar. Das war schon Weltklasse. Also 8,5 Stunden, die werden wir heute nicht knacken. Die werden wir nicht knacken. Nachträglich, das ist gut, dass ich im Geburtstag mache. Riegelstein, aber ich glitsche diese Ball. 8,5 Stunden war ein Highlight. Allmein Staff war dabei. Jawohl. Ja, die Chris ja, und ich war live dabei. Ja. Fritzl sagt, okay, das war super, das war schon gut. Markus Bristol sagt auch, wer sich erinnern kann, war nicht dabei. Ja, Wolfgang Kudin hat die Achtel rein. Jawohl. Aber das war schon mächtig.
Das war echt mächtig. Das war auch da gesessen, weil wir nachher in meiner Klause, Der hat dort gesessen damals. da waren die Ecken noch gesessen. Also du, wir machen eine XL-Platschen, das heißt Open End. War mächtig. Aber da waren wir wirklich alle schau gesoffen. Also das muss man auch sagen. Also das musikalische Highlight kannst du die letzten 3 Stunden wahrscheinlich einfach nicht, schau es einfach nicht an. Das ist einfach. Und wir haben alle, aber es war wirklich für mich das Faszinierende, waren wirklich die Kommentare, weil du hast gemerkt, Das wird beim Schreiben, jetzt auch schon. dass man sogar beim Schreiben lallen kann. Ja, es war schon sehr genial. So, pass auf, ich würde sagen, was haben wir noch in der Flaschen? Das teilen wir noch auf, schau, das teilen wir noch auf. Die Potem packen wir auch noch. Ein Tropferl, ein Tropferl. Das hat sich der Markus Volker verdient, die teilen wir auch noch auf. Und dann, mit diesem Weinglas werden wir dann wirklich ins Ende gehen. Sanne geht baden, bravo Weigett. Jawohl. Jawohl. Muss ehrlich zugeben, das war noch vor meiner Zeit damals, aber ich habe es nachgesehen. Die 8 Stunden am Blatt. Du hast es auch Du hast schon es angeschaut? Du hast es im Nachhinein angeschaut. Das ist echt Wahnsinn. Bravo, Olmes. Manche Leute scheißen sich für nichts an. Die sagen, das ist schon großartig. Die Krise sagt, mit 5 Kaffees und sie hätten das nicht geschafft. Das ist ein Wahnsinn. Alles ist möglich spazieren. Du, aber pass auf, jetzt für all my Stuff. Ich meine, muss ich jetzt ehrlich sagen, für alle Pablaccis, die noch da sind, So. haut eine bitte. Eine original rote Achtel für ein all my Stuff, dass er sich original die 8,5 Stunden nachher angeschaut hat. Vielleicht noch Vormittag in der Früh von 7 Uhr, weißt du, nüchtern mit Kaffee. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn, wirklich wahr. Gut, ich bin ja auch so pervers manchmal. Also, Am besten war der Andreas Gessner, hat damals gesagt, pass auf, er hat nach 5 Stunden gesagt so, oder nach 4 Stunden halt, nein, ich gehe schlafen, ich muss mal arbeiten, oder nein, arbeiten nicht, weil es war ein Feiertag. irgendwas war, ja. Und er hat gesagt, nein, und ich schaue mir den Rest morgen dann zum Frühstück an, zum Frühstückskaffee. Und ich schlafen gegangen und dann habe ich gesagt, Alter, ich habe Auftrag, wollte mir den Rest anschauen. So, das ist 4,5 Stunden. Satz ist deppert. Das war schon legendär. War schon legendär. Das war echt leid. Schau die Achteln. Fritzl hat die Achteln eine, Musikraum Wolfgang Kudin hat die Achteln eine, jawohl. Wenn man das hat, er sich verdient. All my Stuff hat sich das echt verdient, dass sie die original nachgeschaut hat. Das ist ja Wahnsinn. Florian Lucke schaut eine. Franz Brandwein, jawohl. Die Grisse, All my Stuff, jawohl, die Achteln eine. Markus Pistonik, alter Freak, sagt ich. Wirklich, das ist ein Ordner, Spaziergang, jawohl, Manfred Kraft, Weltklasse. Das ist super. All my Stuff. Das ist ein Wahnsinn. Hat sich nichts geschissen. Hat sich die 8,5 Stunden sehen im Nachhinein angeschaut. Georg Scheurer, jawohl. Und Markus Pistonik bringt sie. Alter Freak. Leibwand. Das taugt mir. Weltklasse. Burschen und Damen. Mädel, nicht, dass man da nicht. Burschen und Burschinnen, wie der Opa Burschen gesagt und hat. Burschinnen. Der auch Opa gesagt hat. Burschen und Burschen, das ist Weltklasse. Weltklasse. Jawohl. So, und jetzt arbeiten wir uns aber zum Schluss hin. Es hat ja keinen Sinn. Es hat ja keinen Sinn, ihr müsst ja alle arbeiten. Sehr zum Wohle. Bravo. Bravo zum Wohle. War uns aber eine große Freude. Ich glaube, es ist eine würdige. Man muss ja auch sagen, was haben wir jetzt online? Ja, fast 5 Stunden. In 5 Minuten haben wir es, ja. Ja. Und es ist ja wirklich so, muss man echt sagen, Neujahrspavlatschen. Nach einem Jahr, wo es schon ein bisschen kompliziert war. Turbulent, kann man auch sagen. In alle Richtungen, ja. In allen Richtungen. Ja. Dieses Jahr wird sicher auch in vielen Bereichen Turbulent, wird so sein. Wird leider so sein. Ich weiß Aber, es jetzt schon. ja. Sowohl bei dir als auch bei mir weiß ich schon. Aber wir werden das alles hinbringen. Und wir haben einiges vor. Das mit den Brettelspitzen ist wirklich eine tolle Geschichte, muss ich echt sagen. Absolut. Es ehrt einen, wenn solche Produktionen an einen herantreten und sagen, heißt, wir wollen mit dir was machen. Und wir freuen uns wirklich darauf, dass wir in der Zeit, wo wir da in München sind, vielleicht wirklich mit einigen deutschen Pablacisten zusammenkommen. Ja. War echt leibend. Und ansonsten, wir arbeiten dran, wir machen weiter. Wir überlegen viele Dinge, die wir machen wollen. Wir sind, wir haben uns eigentlich erst wieder ein bisschen
konsolidieren. Konsolidieren, Sagt man ja, das die so? Wochen jetzt. Ja, ja, Sagt man ist das so so? jetzt. Konsolidieren mit Ja, ja. Konsolidieren. Gell? Also wir dann das gerade erst wieder ein bisschen jetzt finden, eben nach den ganzen Aufwand und den Schwierigkeiten, die Hindernissen und Schwierigkeiten, die wir gehabt haben, alle miteinander. Und ja, also es wird passieren. Also wir sind definitiv noch voll im Saft. Absolut, ja. Das muss man mal klarstellen. Und es wird weitergehen. Natürlich, Pavlatschen bleibt weiterhin Bleibt bestehen. weiterhin. Ist so. 30. Jänner, Was schauen wir heißt? mal, wir werden eine Wir werden Fake-Pavlatschen eine zusammenbringen. Im schlimmsten Fall ist es nicht. Wir werden uns Machen wir nicht, wir werden uns nicht umbringen, deswegen ist er so. Aber es ist ansonsten, abgesehen davon, bis jetzt steht nichts im Wege, dass ja jeder Montag weiter in die Pavlatschen ist. Das Und sicher. ich möchte euch nochmal bitten, die Borde noch da sind. Welche Uhrzeiten, wo ich mag Orgelmusik, ein Freund von mir ist Orgelbauer. In Benz ist Leopoldsdorf. Spazieren. Achso, das ist ja untereinander tatsächlich da. Ich verstehe. Und da holt sich nur. Mega und Manfred Spaziergang, wird klasse. Markus Bistronik sagt, eine der kurzweiligsten Pavlatschen seit jeher. Markus, Dankeschön. Danke. Dankeschön. Na, wir sind ja da. Wir arbeiten ja an unseren Skills. So, welche Anglizismen du da verwendest. Wieso hast du das? Hast du nicht? Und dann brauchen wir es nicht mehr. Das ist nämlich die letzte. Wirklich wahr? Überhaupt oder was? Ab jetzt was bei mir schnell oder was? Hast du noch was mit? Ne? Na passt. Das ist in Ordnung. Ich hab schon geglaubt. Langsam ist es Zeit, eine gute Nacht allerseits. Manfred Graf, jetzt halt durch. Klaft ist auch gut. Na, hast Manfred Graf? Klaft hast du Hab ich schon gesagt. Klaft? Ja, wirklich, ja. Ja, das war, da habe ich klar, das gilt nicht. Manfred Graf, jetzt halt's durch, wir sind's gleich. Eine Zigarettenlänge noch. Die muss durchhalten. Jetzt reiß dich zusammen. Ja, jetzt reiß dich zusammen. 1:13 Uhr haben wir. Es sind noch 2 Minuten bis genau 5 Stunden. Genau. Ja, und das ist halt jetzt eine Zigarettenlänge. Der Reinhard May gesungen. Ne? Noch eine letzte Zigarette, ja. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine letzte Zigarette. ja. Und ein letztes Glas im Stehen, immer beim Sitzen schon. Ja. Jedenfalls, wo war ich? Ich war in den schönen Marieschwald, aber. Du hast doch gut mit Reinhard May. Ich liebe Reinhard May. Ja, aber das hat jetzt gar nicht reingepasst. Das war. Das macht nichts. Es macht nichts. Passt schon. Nein, aber wir haben, also auf jeden Fall, wir haben einiges vor, wir werden weiterhin das durchziehen, was wir da machen. Wir wollen wieder ein bisschen schreiben, wir wollen wieder ein bisschen unser Repertoire erweitern. Ja, genau. Ja, Enorme Repertoire. Da steht an, ja. ja, Absolut, der Fritzl-Status bin ich noch dabei. Jawohl, Fritzl! Weltklasse! Ein würdiger Start ins neue Jahr, sagt der Musikraum. Ich danke dir schön. Nein, freut uns voll. Auch wirklich, es ist für uns, es stehen für uns einige Herausforderungen an für heuer. Ja. Also jetzt nicht beruflich, sondern auch privat. Auch privat und auch Ist halt so. musikalisch auch wieder. Mir macht es nämlich wieder Spaß, wirklich auch zu üben und wieder zu musikalisch auch. Abgesehen vom Pflichtprogramm, also es klingt jetzt so, aber wieder wirklich künstlerisch daheim zu arbeiten. Auf das freue ich mich schon sehr. Also, Absolut. Also es ist, wir sind, wie ich schon vorher gesagt habe, wir sind voll im Saft, wir sind dabei, wird einiges passieren. aber andere Projekte mit Videos verschiedenster Art und da kommt einiges noch. Also, ein paar Interviews werden kommen, also, aber ich will nicht zu viel verraten und ja. Patrick wird mich interviewen. Es ist fad, wenn ich am Interview. Das ist gar nicht, das kann auch schon nicht wieder sein. Ist so. Der Professor interviewt ihn, wie hat es gesagt? Ist original. Das Original. Ja. Wobei während dem Interview kann das dann umgekehrt werden, wenn man schon die Outtakes gleich mitfilmen muss, wenn ich dann aufpause, was war dazu? Oh Jesus! Jesus. Ja, aber man muss echt sagen, also es ist ein neues Jahr, neues Glück, weil wir wirklich fast mit neuem Jahr begonnen. Das war im 2019. Wir haben im Februar 2019 begonnen. Also kannst du wirklich sagen, mit dem neuen Jahr. Ja. Und also begonnen mit dieser Offensive in die Medien, Social Media genau. und Internet. Und unbedarft. Wir haben uns ja nicht auskennt, nichts, und das haben wir jetzt irgendwie ein bisschen haben wir schon was dazu gelernt, aber es kommt ja immer wieder was Neues und es ist eine spannende Geschichte und eben das Wienerlied, wir haben dadurch eigentlich besonders viel Kontakt zu Leuten bekommen, die mit Wienerlied eigentlich nichts zu tun haben. Überhaupt nichts zu tun gehabt haben bis jetzt, ja. Und die eigentlich durch uns das Wienerlied schätzen und lieben gelernt haben und kennengelernt haben und gesagt haben, das ist eigentlich super. Und das ist schon etwas, was uns viel Motivation gibt und Kraft gibt.
Und ja, wir sind natürlich Typen, die sagen, wir wollen das auch gern original behalten und halt uns nicht richten nach irgendwelchen, wie soll ich sagen, so nach dem Publikum, sondern ich glaube, dass es genauso ist, wie wir es machen, dass ihr dazugehört, dass das einfach eine eigene Geschichte ist, dass man zusammenpasst und dass wir uns nicht auch am Publikum richten müssen, sondern einfach echt bleiben, original bleiben. Das ist unsere Herausforderung und das werden wir auch meistern. Vor allem nicht nach irgendwelchen Strömungen sich zu richten, weil das funktioniert, das geht schief im Endeffekt, geht schief. Wir spielen jetzt bald 30 Jahre zusammen und der Weg passt, der passt schon so. Absolut. Weil wenn du dich immer nur nach einer Strömung richtest, dann die ganzen Gruppen, hat es alle nicht lang gegeben. Immer schon. Das ist einfach so. Absolut. Absolut. Und ich meine, der Musikraum sagt, also wenn ihr dann berühmt und abgehoben seid, vergesst uns nicht. Ja, es ist ja so, schau, wir sind jetzt da bald 30 Jahre. Stimmt's? Ja. Ja. Wir Im haben bald, 29. Jahr sind genau, wir sind jetzt im 29. Jahr zusammengespielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch mörderisch berühmt werden und abgehoben, ist ehrlich gesagt wirklich gering. Also selbst würden wir jetzt noch eine Berühmtheit erlangen, ist die Frage, ob wir nicht schon zu alt sind, für das wir anheben. Aber kann passieren vielleicht. Kann passieren, ja. Theoretisch. Nur, jetzt ganz ehrlich, also, ich meine, wir spielen Wiener Lieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da groß abheben und groß berühmt werden, besteht nicht. Aber wir wollen schon, allein deswegen schon, eine gewisse Berühmtheit erlangen, damit eben dieses Wiener Lied auch wirklich weiterkommt und dass die Leute das mitkriegen. Das ist eigentlich unsere Mission. Aber also wir werden Musikraum. Wir werden echt nicht vergessen. Nein. Wir schicken euch auch Ansichtskarten. Wo ist man da immer? Von den Malediven oder da was weiß ich. Es gibt viele schöne Orte auf der Welt. Ich glaube, dass die zwei uns nicht vergessen. Aber das haben wir Mann, Punsch. bis jetzt auch nicht vergessen. Wir haben bis heute nie vergessen in Ortner, Emmerich, wo wir angefangen haben, die leider vor 2 Jahren auch verstorben. Kurz davor haben wir uns noch gesehen, bei einem Auftritt. Was ihn wirklich sehr gefreut hat. Hat ihm wirklich gefreut, ja. War schon dement. Weil das Langzeitgedächtnis war noch voll da natürlich. Das aber Langzeitgedächtnis, ja, Kurzzeitgedächtnis, das ist nicht, war schon komplett weg. Also wenn er 3 Schritte gegangen ist, hat er nicht mehr gewusst, wo er ist. Aber das sind so Dinge, Momente, schön. Absolut schön. Und ich glaube wieder, also das ist nach wie vor unsere Passion, unsere Mission, wenn man das so sagen will. Und wir gehen unseren Weg, wie wir das halt verfolgen. Ich sage nicht, dass das der beste Weg ist, aber wir wissen kein besser. Also wir machen das halt so, wie wir glauben, dass es gut ist. Und ja, wir schauen, dass wir ehrlich bleiben dabei. Das ist eigentlich das Wichtigste. Genau, die Rolling Stones gibt es auch schon ein paar Jahre. Richtig. Schaffen wir auch. Was sagt der Menke? Heiligen Abend, was? Achso, aber gut. Es kann da irgendwo anders. Achso, wegen ein Herumziehen, gell? Ja. Ja. Wenn ihr abtippt, holen wir euch schon auf den Teppich. Bravo, Chrissy. Jawohl. Den Teppich der Wahrheit zurück. Da könnt ihr Gift drauf nehmen, dass ihr den Pavalacisi nicht auskommt. Bravo, Chrissy. Da danke ich dir jetzt schon recht herzlich. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mörderisch anheben. Ich glaube, aus dem Alter sind wir draußen aus der Möglichkeitsschiene. Ich glaube schon, dass da schon einiges möglich ist. Ja, Also absolut. ich bin davon überzeugt, wir stehen nicht am Stand und schauen, dass wir das da halten, bis wir halt in Ruhestand gehen, sondern ich glaube schon, dass es immer eine Steigerung gibt, aber eben eine natürliche Steigerung, eine stetige, einfach. Eine stetige, ja. So ist ja passieren und wir werden besser, wir werden, weiß ich nicht, mehr das Repertoire erweitern, wir werden einige Lieder schreiben, es wird weitergehen, es wird passieren, aber es muss, es ist so, wie wir sind. Ja. Also wir sind jetzt keine Junghupfer, die jetzt an jeden Scheißdreck glauben, jetzt wäre er berühmt, der Pfeiffer berühmt. Ich möchte einfach das genauso weiterziehen mit einer Steigerung. Kein Thema. Ja, genau. Und sowas wie die Bretelspitzen ist doch genau sowas, was du sagst. Genau so ist es, ja. Der Bayerische Rundfunk kommt, ich meine, klar war es super, wenn der ORF einmal auf uns zukommt, aber das ist in Österreich. Das ist eine andere Geschichte. Das ist wahrscheinlicher. Ich werde im Zuge der nächsten Pavlaschen ein bisschen was erzählen, was ich von den Bretelspitzen vom Jürgen erfahren habe.
warum die Wiener nur so wenig dabei sein können und so weiter. ORF, die probieren sie ja seit Jahren. Es ja kein neues Format, die Brettelspitzen, dass der ORF sich da einklinken, dass man mit Österreich gemeinsam das macht. Na, kein Interesse beim ORF. Keine Chance. Bayern hat jeden Samstag am Abend eine Volksmusiksendung. Also das ist. Nein, ORF ist mit Tradition und mit null. Österreich. Also keine Chance, eine Kooperation oder irgendwas einzugehen. Nicht? Also, Ist so. das ist So der Rudi Weiser sagt, gibt es auch junge Nachfolger für das Wiener Lied? Ja, wenig, ganz wenig, also eigentlich gar keine. Also ich weiß jetzt keine. Vielleicht gibt es wem. Ich weiß von niemandem, die jetzt wirklich das traditionelle Wiener Lied, wenn Leute, die auf das Wiener Lied aufspringen, gibt es immer mehr. Ja, absolut. Musiker, es gibt viele Junge, die das Wiener Lied entdecken, muss ich auch sagen. Ja. Aber jetzt wirklich ein Nachwuchs, wo du sagst, die spielen jetzt auch wirklich die Instrumente und dieses alte Wiener Lied, weiß ich nichts. Leider. Aber ja. Vielleicht gibt es ein Treffen mit dem Klaus in der buckligen Welt und dann kann man was besprechen. Spaziergang Bravo. Naja, pass auf, immer eh schon. Ne? Das ist wieder aber. Ich war kleine Hitten da, ich sag klein, ne? So wie es ausschaut, wird immer mehr. Aber nein, aber ich bin da sehr dafür. Von was für einem Blatt ich glitsche diese Bubble. Was für ein Blatt? Ja. Über den ORF hat sich der Gary Lux auch mokiert, zu Recht. Gary Lux ist ein guter Freund von uns. Ja. Und der ist ja wirklich drinnen, also der ist wirklich drinnen, der kann. Und Entschuldigung, das war wirklich drin. Nicht? Also ja. 5-mal, glaube ich, Song Contest. Ja, weiß ich oft und Als war ein Komponist, bisschen mit viel Autor drinnen. und selber auch, gell, und so. Also, Ja. das ist, Wenn ich die Verbindung zu Wacken hätte, würdet ihr dort auftreten und berührt werden. das war aber Leibwand. In Wacken, war jawohl. Leibwand, ja. Ja. Aber eine Wiese vor der Tür, habe ich zumindest da. Auf jeden Fall, nein, wir sind also ein Traum, wir sind im Soft, wir wollen was tun, wir wollen was erreichen, wir sind aber nicht so ehrgeizig im Sinne, wie soll ich sagen, dass es krank ist, aber wir sind sehr ehrgeizig, dass ich es zusammenbringe. Wir sind sehr, sehr voller Tatendrang. Wenn man so will, wir haben eine Mission. Wir haben eine Ja, ist Mission so. und die nehmen wir ernst. Da wollen wir schon. Genau so ist Da es. gehen wir nicht auf und auf das freuen wir uns voll, dass wir da trau bleiben und einfach weitermachen. Und ihr helft uns dabei und das taugt uns Ja, und wahnsinnig. wie heißt Das taugt uns wirklich wahnsinnig. Der Wein ist leer, der Whisky auch, ich gehe schlafen, gute Nacht. Brandwein, Gute wart auf Nacht. die Schlussnummer. Wart. Wart auf die Schlussnummer jetzt reißt Der ihr zusammen. kommt noch. Sind nicht mutzig, genau, die Welt gesagt, sind nicht mutzig kennen euch. Schafft nicht jeder Sänger, beziehungsweise Musiker. Absolut richtig, das wissen wir. Die Nymphensittiche, die süddeutschen Nymphensittiche, Ja, genau. die einzigen Die Nymphensittiche überhaupt, Auf der Welt nämlich. die Fans von uns sind, ich meine, das ist mal kein Thema. Sind nicht mutzig, Weltklasse. Warte mal, Das ist so. warte, gleich. Ja, es ist soweit. Der letzte Schluck. Auf ein gutes neues Jahr. Liebe Freunde, wir werden uns jetzt mit einem Lied verabschieden, sagen Dankeschön und freuen uns aufs nächste Mal. Ich jetzt sagen, wir machen die Mühlemann, weil da habe ich nicht so Angst, dass ich mich verspüle wie bei was anderem. Willst du noch was sagen? Nein, ich wollte 10. in 10, ne? Da muss ich mit G7 aufhören. Passt, ja? Du schaust ja, da warte noch ein bisschen. Ja, ich lese ich da, wollte ich schon, lese bis du fertig bist. Das Finale Schau schaffen mal, wir. ich hab gesagt. Ich Den Aufschlag habe ich schon. bin im Anschlag. Bin im Anschlag. Sperrstunde schreit der Ober, Sperrstunde schreit der Ober, Leibl geht's doch endlich heim. Doch mich bringt nicht ein bisschen das Rassel mit den Schlüsseln. Ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekadel schert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Wein der deutsche Deppert, als was ich anschaue, nur ein doppelt sehen. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekadel schert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn
wenn er mir eine von der Zuhörer an Dachbank hebe. Geht das? Denk ich an Goethe, dreh mich um und her, nix mehr. Die Schrammen haben schon Schluss gemacht, die Instrumente sind eingebaut. Aus ist mit einem Tanz am Gesang. Doch mich bringt nichts zum Aufstehen und schon gar nicht zum nach Hause gehen. Weil ich warte auf einen ganz bestimmten Klang. Erst wann der mich noch mit dem Mühle kann und schämen, jetzt für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Wein da und dann steht deppert. Genau. Alles was ich anschaue, wäre doppelt sehen. Erst wann der mich noch mit dem Mühle kann und schämen, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wann eine alte von der Zuhörer am Dachbank klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und her nix mehr. Viert euch Gott, macht's es gut, gehabt euch wohl und bis nächste Woche spätestens. Ne? Das hast du schön gesagt, da schließe ich mich an. Viert euch.